put away, even when they're up like 8-1, say, on the last map. It's crazy, man. Yeah, some would say we're Brazilians kryptonite, but yeah, it's insane. Was such a pleasure yesterday, and was so exciting to play, and just I will remember that forever. What are you feeling today, though? How's the team feeling before we go up against NAVI? Because obviously, NAVI in general, other than Katowice, has been a tough team for you guys. Yeah, well, we had struggles against them for a long time, and only beat them like a couple of times. But on the last time we played them on a huge stage in Katowice, we managed to beat them. So obviously we want to try and repeat that and get a little revenge for the ESL Pro League where they managed to beat us. But it always seems to be close games, and it's always fun to play against them. Well, I'm looking forward to seeing it, Tessa. Thank you very much, man. Good luck. See you later on. Yeah, and looking forward to seeing this rematch going down once again, particularly as when we look at Heroic and their trajectory over, the past 6 months to a year. It's been on the rise for the Danes, right, Janko? We saw them lifting their first trophy back in Copenhagen last year. Absolutely, right after this event in Rio, the major and the grand final there, they finished in second place. So they lift a trophy, then they're in the grand final again in Katowice, right? So Heroic is definitely up there. They are a contender, they're legit. The only question is, they don't have the same amount of firepower like some of these other teams, right? There's no Simple, there's no Zaivu, Nikor, Monesi, right? Exile, Shiro, but they do it as a unit. And sure, Stone and Yabi, you look towards them as sort of star players that maybe separate themselves a little bit. I find Cadian to be one of the most impactful when it comes to the big stage games. So the question is for Heroic, in a game like this one today, who is going to step up and, some of those rounds that aren't in your favor to turn the tides and win them for you? Yeah, definitely, like the obvious names, as you said, Cadian, Stone, and of course Jabi now. But I think also who's a bit underrated is Shush. He's like the anchor, he's playing the positions like Exile. He's like the guy who maybe around can decide, like he's not doing 2, he's doing 3 kills maybe around. So I think he's pretty underrated as well. Crimbo, obviously you did manage to take down Heroic earlier on in the tournament, albeit, Heroic that had maybe Yabi feeling a little bit ill during that series, but a win is a win. So for you, for your money, what was key in that series for you to kind of tame Heroic in that best of 3? Yeah, I mean, we had a pretty good history versus them. Like in any other tournaments, it was like always a 3 map or 16-14 and stuff like that. And we have always lost to the Tech 9 rounds of them, like also in the Vitality game. So I think we've been studying them. I think our coach Gob is like the biggest fan of them. He's studying every demo and stuff like that. So studying them, I think everyone knows it. Like they move as a fish swarm, they push at CT, they push 4 there, they stack 5 here, that no one is there. Like I think this is something we kind of figured out, and we were reading in the series because they were feeling kind of off. As you said, Jabi was maybe feeling a bit ill, but I think we also had a pretty good day. We were hitting the shots, and yeah, the reads were on point. Well, we've spoken about Cadian, we've also spoken about Simple, so let's get them head-to-head in a pre-match interview. Heroic going up against NAVI now for the semi-final game. Heroic playing out yesterday. And Kenny, I want to start by just asking, how much of a difference does it make that you got to play a game before? It depends on how you look at it. I think the extra days of rest and preparation can be good as well. We had the opposite roles in Katowice, where NAVI played versus VP in the quarterfinal and had a hard time against us in the semi-final. But yeah, I think usually I prefer playing the quarterfinal myself, so you're kind of used to the stage and the setup and everything, but I think it can be both things. And we look at this EPL game. We saw in the interview with Shush that he did for HLTV, he said, okay, you guys had a bit of a break, it benefited NAVI in that. Is that the only reason? No, I think they just maybe found more solutions. Yo, Friends, was geht ab? Heute wird mal gecastet. Was geht, Daniel, was geht, nix? Hoffentlich geht's euch gut. Was geht ab? 21:30 Uhr. Eigentlich sollten die jetzt starten, aber wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen wegen der Overtime, weil das Halbfinale davor, das ist jetzt by the way das Halbfinale. An alle durchfragen, was ich hier überhaupt gucke, was wir überhaupt gucken. Es ist das IEM 2000, warte mal, HL TV. So. HL TV, das ist so mäßig die Seite, wo alles über Counter-Strike ist. So seit Counter-Strike Source oder ich weiß gar nicht, seit 2004, 5, 6 gibt es die Seite und hier kann man alles gucken, also Events. Wir gucken gerade das IEM Rio 2023 Turnier an. Das ist das Halbfinale. Es geht hier um 100.000 Euro, ist an sich nicht so viel. An sich, ihr wisst schon, ist viel, aber es gibt Turniere, wo man wesentlich höheres Preisgeld bekommen kann.
Ja, das spielen gerade Navi gegen Heroic. Das ist der beste Spieler, Simple, falls ihr ihn nicht kennt, falls ihr euch nicht so auskennt in der CS-Community oder in Counter-Strike. Und es spielt gerade Platz 3 gegen Platz 4 werden jetzt gerade gegeneinander spielen. Ja, Navi ist auf Platz 4 mit dem besten Spieler und Heroic ein sehr, sehr gutes Team, zum Beispiel Stavin und Jabby, das sind so zwei Upcoming Talents mäßig. Sehr krass. Ja, die werden auf jeden Fall gegeneinander spielen und das ist noch nicht das Major-Event, also Major-Event müsst ihr euch so vorstellen, falls ihr euch gar nicht auskennt. Das ist mäßig so wie Champions League, wie die Champions League ist das oder wie Fußball-WM, Super Bowl beim NFL, NBA Finals, sowas kann man sich das vorstellen, wie Playoffs mäßig. Weil dort gibt es mit Abstand höchste Preisgeld, 500.000 müsste das sein. Ja, bei Counter-Strike ist es halt extrem wenig. 500.000 US-Dollar. Und das wird halt von Valve gesponsert, also den Leuten, die das Spiel entwickelt haben, die Leute, die Steam haben, ihr kennt doch alle Steam, Valve, genau. Das ist dort das Ding. Was geht, Daniel? Alles fit bei dir? Freust dich schon? Ich versuche das mal so zu recasten, weil ich freue mich, ich gucke das auch schon die ganze Zeit, seitdem ich wieder mit CS angefangen habe. Und die Major Finals gucke ich mir immer jedes Jahr an. Ja, und Navi auch eines der geilsten Teams. Persönlich mein Lieblingsspieler ist Kenny S. Der hat es leider nicht geschafft, ins Major-Event zu kommen. Der spielt gerade auch bei so einem relativ schlechten Team, zusammen mit NBK. Hier. Ich glaube bei Falcons spielt er. Ich weiß auch gar nicht, wann die das nächste Mal spielen. Ja, Major Winner, Major MVP, ich weiß gar nicht. Das nächste Match. Am 26. ist das gegen Nein. Ah, ESL Challenger League, okay. Das werde ich mir, denke ich mal, auch reinziehen. Nein, polnisches Team, sehr, sehr junge Leute. Ja, mach mal CS. Stimmt leiser, echt? Ist zu laut? Okay, mach ich mal leiser. Ich weiß nicht, wie laut es ist. Ich habe alles gelassen, so wie es davor auch war. Aber ja. Ja, keine Ahnung. Ihr müsst selbst gucken, ob es euch gefällt. Ich wollte mal was Neues ausprobieren wieder, weil ich das die ganze Zeit gucke und ich sehe, dass richtig viele das auch ab und zu restreamen. Deswegen denke ich, okay, man kann das machen. Würde ich bei Sport auch machen, aber bei Sport bist du halt direkt weg. Ihr wisst noch, ne, als ich damals den Fight von ApoRed und so geguckt habe, Digga, ich war direkt weg, aber instant war man da weg. Aber bei so E-Sports geht das, denke ich mal, fit. Sonst, ihr wisst, direkt, ich würde jedes Mal 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens würde ich Lakers restreamen, wenn das gehen würde. Aber ja, darf man ja leider nicht. Oder soll ich es einmal ausprobieren? Sollen wir das einmal ausprobieren auf Sneaky Beaky und wieder eine Woche Bann kassieren? Könnte ich mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ach du Scheiße, habe ich wieder Fettnasenbluten. So eine Kacke. Also ich nehme jetzt schon so ungefähr seit 2 Monaten so Anti-Akne-Pillen, ne, weil ihr seht ja, ne, hier sind wieder Pickel am Start. Und die Nebenwirkungen davon sind halt, dass man oft Nasenbluten bekommt, dass halt die Haut vertrocknet und so. Leberschaden und so, das habe ich zum Glück nicht, aber Nasenbluten kickt bei mir anders und meine Haut vertrocknet halt richtig. Vor allem bei meinen Litten ist es jetzt letzte Woche extrem schlimm geworden. Ja, Bro, ich trinke viel, das liegt nicht am Wasser. Das liegt nicht am Wasser. Ich trinke extrem viel. Ich habe heute schon wieder 3 Liter getrunken, habe hier noch eine weitere 1,5er. Crimbo, deutscher Spieler, müsste, glaube ich, 1 Jahr älter sein als ich. 2000er oder 99er Jahrgang, also noch ein sehr junger Spieler. Sind leider gestern rausgeflogen im Achtelfinale mäßig. Gegen Cloud9 oder gegen Cloud9, ja. Heute war ich nicht. Das letzte Mal, als ich Sport gemacht habe, das war am Dienstag. Am Dienstag war ich das letzte Mal. Sonst war ich die Woche gar nicht mehr. Habe ich zeitlich einfach nicht geschafft, so.
So. Ei, meine Fresse. So. Wie geht's euch? Hattet ihr einen entspannten Samstag? Geht's euch gut? Ich hoffe doch, ne? Ich hoffe doch. Und ne, wie gesagt, nach dem Game, das sind, wenn es schlecht ist, werden es 3 Games sein. Das heißt, dass wir hier wahrscheinlich dann so bis kurz vor 12 sind. Wenn es gut ist, ja, sind wir ungefähr um 11:30, denke ich mal, fertig. Pipapo ungefähr. Also ja. Eine Flasche Wasser. Das ist die dritte, die ich heute angefangen habe. 1,5er. So, da was ist das denn für eine Chaya? Für eine Perle. Oha. Do you think I will be able to find a heroic fan in here? No, not today. Not today. Well, at least heroic are used to the booing, but overall, do you think Navi will win the whole tournament? Yeah, I think so. I want that. She wants, she believes. We'll have to see how it goes. Bei Navi zockt auch der Goat, da ist er. Mit dem langen Haaren, der bisschen pummelig gewordene Goat. Mehrfacher MVP des Jahres. Auch mehrfacher E-Sportler des Jahres. Nicht er. Auch nicht er. Gleich kommt der Safe nochmal. Since Cloud9, we're ahead. 12-1 on Vertigo. Vitality went on a 31-4 spree. Ja, das Game davor war auch krass. Ja. Auf jeden Fall müsst ihr nur wissen, wir sind hier für Navi. Heroic, die dänischen Jungs auch gut, aber wir sind für Navi. Sage ich euch so klipp und klar. Wer nicht für Navi ist, wird sofort gebannt. Da ist er. Ganz außen, links. Hier, da ist er. Er guckt gerade auf sein Handy. Navis, wer? Die Gelben. Also die Ukrainer, Russen. Das sind Navi. Und Heroic, das ist mäßig ein dänisches Team. Da spielen auch nur Dänen drin. Wir sind für Navi. Also die Gelben, wir sind für die Gelben. Klar, easy win. Naja, ich sag mal so, vom HL-TV-Ranking, ne, das ist halt so, ne, wie gesagt, die Seite, wo das halt so am Start ist. Dort ist Navi gerade auf Platz 4, weil die haben nicht so viele Spiele gespielt. Die haben wenige Spiele gespielt in letzter Zeit, deswegen ändert sich das hier nämlich, ne? Das gibt halt ein monatliches Ranking, was halt immer jede Woche geupdatet wird, also wöchentliches Ranking. Und hier Navi auf 4, Heroic davor, weil die spielen halt in letzter Zeit nicht, aber die sind eigentlich permanent so auf Platz 5, 6. Diese Outsider ist sehr gut, das sind komplett Russen, die sind eigentlich von Virtus Pro. Aber die sind zurzeit extrem schlecht. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Die hier. Das war eigentlich ein polnisches Team. Aber die wurden dann verkauft, weil die sich aufgelöst haben. Und jetzt ist das halt so ein russisches Team. Guckt, die sind auch nur zu viert, weil die haben letztens einen jungen Spieler gekickt. Könnte sein, dass sie demnächst auch zerfallen, dass alle verkauft werden oder so. Aber ich denke, die werden sich das Team neu um Jame aufbauen. Das ist auch ein Meme, der Typ. Jame Time. Ja. Easy Win für Navi? Weiß ich nicht. Könnte auch schwierig sein, weil ich denke für Navi. Soll ich nochmal schnell einen Wettschein fertig machen für Navi? Natürlich nicht. Wir wetten nicht. Weil ich habe eh kein Geld. Deswegen wetten wir nicht, weil ich eh kein Geld habe. Ich hoffe mal, ihr versteht alle Portugiesisch, sonst muss ich das hier nämlich irgendwie ein bisschen übersetzen. Haben Furia hat rausgeballert. Die spricht gerade über dieses dänische Team. Die sind zurzeit auf einer richtigen Killing Spree, deswegen. Aqui. Now we move into our second semi-final game with Navi and Heroic being an epic clash. These guys have it back and forth, and though it may be slightly favored when you look at recent results and past history for the side of Navi, you can never put away Heroic, and they are always ferocious in battle. Ja, Heroic kommt gut wieder immer zurück. Die sind auch halt krass, ne?
You can call. They believe in their system. They believe in themselves. They've been finding form again. Ich freue mich auch. Ich wollte auch gerne dieses Jahr zu diesem ESL, was ist hier mit Codierung? Codiert überbelastet. Was war denn? Hoffentlich hat das jetzt nicht gelaggt. This is NAVI! Da sind sie. Natus vincere. Da sind sie. Die Nummer 3, das ist der heftigste. Der auf der 3. Das ist simpel. Player of the Decade. 2010 Spieler der Dekade, ne? Das ist das 8. Team im EM-Event on LAN-Tournament. Navi hat's geschafft. Auch full im Navi-Gear. Guck mal, die haben eigene Schuhe und so. Das ist schon heftig, ne? Logitech-Sponsor. Und Puma gesponsert. Chillig. GG Bet. Auf die Seite supporten wir natürlich nicht, weil die uns kein Sponsorship geben. Arschlöcher, die sollen mich mal sponsern. Ne. Lachkick. Back to back in Rio. The hero slayers have done it in another fierce battle with your Furia. Now they're back again to make it to a grand. Ihr müsst wissen, Furia, das ist dieses brasilianische Team, weil das gerade in Rio de Janeiro, ne? In Rio, deswegen, da sind halt die ganzen Brasilianer, das brasilianische Team wurde halt davor von Heroic rausgeballert. Deswegen sind halt alle für, guck, hört dich das jetzt nicht mal zu. Buh, buh, buh. Oh mein Gott, die armen Jungs. Alle buhen die richtig aus. Aber ja, die sind am Start. Das könnte auch deren Vorteil sein. Das können die auch als Ansporn nehmen, ne? Die haben ihr drittes Finale gemacht, also, aber die haben immer verloren. Die sind bis ins Finale gekommen. Ah ne, zweimal. Ob die es das dritte Mal ins Finale schaffen. Mhm. É isso aí. Faz parte. Já subiram nesse palco aqui, tanto no Major quanto aqui, tanto sendo aplaudido quanto sendo vaiado. Eu acho que faz parte um pouco também, mas contanto que seja com muito respeito, vamos torcer por aqui. Bora. Aliás, antes, deixa eu perguntar para quem eles estão torcendo. Precisa? Não, acho que não precisa. Acho que eles já deram a informação deles. Vocês estão ansiosos para a gente começar esse confronto? Não tô sentindo. Vocês estão prontos? Boah. Seid ihr für die Niederlage? Ja. Nice, der eine hat doch ein Celtics Cap an. Chillig. Der eine von Heroic sieht voll wie Olli aus. Vielleicht ist es ja sein Bruder. Vorne alleine, Leine. Da müssen wir mal gucken, ob es heute ein guter Tag ist. They're trying to be unpredictable, they're trying to be flexible. Jabi, when he's filling the game, he's very dangerous. Ich sag, wie es ist, Digga. Darauf jetzt erstmal nochmal einen nicen Schokoriegel. Ne, keine Werbung hier, keine Marken tragen, habe ich auch gerade nicht an. Weil keiner mich sponsert, die Arschlöcher. Sollen die mal machen, Digga. Ein bisschen Sponsorship-Gelder und so raushauen. So. Hier ruhig.
In all aspects, we are much more ready. And also, I think the main, if you're speaking of the main thing, is the confidence. Now we are more confident. I think we're gonna win against NAVI in the semifinal. We want to go to the final. Wo ist denn Joolli? Zeigt mal wieder Joolli. Our aim is targeted directly at them. NAVI versus Heroic in the semi-finals once again. Janko, the history books run deep between these two squads. Heroic finally managing to take them down at Katowice, but NAVI, they are hungry for blood. Bin noch kurz auf der hier. Ja. Vielleicht kommt er. Von alleine. That could have been simple second major, so I think looking back, he's definitely going to hate the fact that they dropped out so early in those playoffs and now try to find some redemption here, lifting it the second time around. Yeah, well, what a series, right? And surprisingly, not surprisingly, right? They're playing maps that both of them feels very comfortable in terms of Auch böse Abfuck, dass man hier mal so penetrant Werbung bekommt. And well, guess what? Like Heroic can be very dangerous on this overpass map. They're both they're really good on both sides. NAVI tends to play a bit more passive and that could be scary. OneXBet einfach der Sponsor dort. Get the map control once they're able to set the pace of the game, execute their stuff. That's when they become scary, when they're able to do the set grenades that they have, a bunch of, you know, triple nades, double nades that they have on that B-bomb side. So I'm looking forward to see what type of gameplay NAVI is going to come in to this one on their CT side. Crimbo, I have a question for you as well. We saw Kadian in an interview say he thinks, or exists, he thinks Yabi is the best B lurker on T side in the world on overpass. You play the same role, right? Do you ever, like, I know you played against Heroic recently. Did you watch him play what he does? Like, can you tell us a little bit about that? How do you feel about that? I mean, he does one thing very good, and it's like, first, you know, he never where he is. That's one of the key parts as a lurk, and then also like when maybe they are defaulting with 4 towards A and he's alone B, but he still like has the ability to just, if they don't smoke monster, like they're 4 for the A, he just goes out monster, he kills the people, like he uses his chances he has, and he also has a pretty good aim, so I think like if he uses his chance and he even kills the people, and like he can bird around himself. Crimbo, you managed to take down Heroic on that very map of Overpass though. What was the key for you to kind of finding success versus the Danes on that round? I think one of the key facts was we won a lot of one of these mix, like these one of type one of matches, and also like Belios Fra konnte nicht lesen, hat so sehr gezappelt. We didn't do the major, and then we just came to this tournament, no pressure, we're playing one of the best teams in the world, we're just using the timings we had, like no fear going. I had a few rounds, like I was going through the monster smoke when I just thought like he was picking out the nade, I was just running through it. Aber die Halle ist auch gar nicht so voll, habe ich gesehen, ne? Liegt, denke ich mal, auch daran, dass die Tickets wahrscheinlich so teuer ist oder so. Bei mir fast 25. Oha. Und bei uns war es heute auch warm, 20 Grad. Hat ein bisschen geregnet, aber noch ein bisschen geregnet. War 20. Simple the goat. Packs. Alle Navi-Fans, Furia-Fans. You know, do some things that are unexpected for them, and maybe then you will get them to rein it back a little bit, and it's going to be easier for you to play your default. Yeah, definitely, like, especially on a map like Overpass, it's so big, you somewhere have to, like, take the risk, like, you can't play everything perfect on that map. Like, not on Anubis, you take A main, you take mid good, and then you're gonna play a split. It's on that map especially, you're gonna take risks. Lewis was saying that he doesn't feel like, you know, NAVI maybe have the upper hand, that is why Kadian, oha. Der ist Pharaonic, der Asiate, der dort war. Oha. Das ist schon heftig. Ein komplettes Arm tätowiert mit CSGO-Teams. Krass. Da muss man schon Cojones haben. Sure, NAVI looks better. MPL has had an amazing RMR, but now we're back in a big stage with a lot of people, with a lot of noise. That's where they struggled a lot. Ist dann in Jakes Hand, deswegen. Ja, er braucht halt Power, ne? Power, damit er auch besser aimen kann. Deswegen hat er alles so tätowiert.
not to get shaken, but some maybe silly rounds or whatever, and just stick to their own game. This is a very different scenario indeed, and both teams hoping to show up here in the Jeunesse for the semi-finals. Overpass Ancient and Boy, I hope we make it to that third and final decider of Inferno. Harry and Hugo, let's get the show on the road. The last time NAVI walked out on this stage, they were left alone against the voices of thousands cheering for their downfall. Even enough for guys like Simple to feel shaken, but that changes now. Erste Map Overpass. Erste Map Overpass wurde von Heroic gewählt, zweite Map Ancient wurde von NAVI gewählt und danach Inferno als Decider Map. Okay. Okay. And NAVI, the team that never gives up, never goes down, always playoff bound. This is bound to be a brawl, Harry. And we're getting right into it. T-side start, overpass, Heroic's map pick, and they will not wait long. Perfekto. Jetzt kommt er, flasht erstmal seine eigenen Mates. Oh mein Gott, Digga! War das ein illegaler Schuss? Bruder, ich hab ihn gar nicht mal gesehen, er schießt schon auf ihn. Ja, heftig, da merkt man Profi-Level different, ne? Der kann nicht als Silber-Elite nicht mitreden. Obwohl ich Elite bin. Des Todes, Alter. Er hat schon predicted und zack. One bullet, one kill. Ja. Haben nur noch 40 Sekunden, Digga. Könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, soll ich das Overlay auch irgendwie hier ein bisschen anpassen? Ja, soll ich das mal hier... Warte mal, ich muss mal das Overlay hier ein bisschen anpassen. Bumm. Und wieder irgendwas mit... Keine Ahnung, was gerade los ist. Und dann hier den Chat. Oh, ist natürlich viel zu klein. Oh mein Gott, Digga. So. Ich glaube, so ist gut. Seine alten Tage, als er dann noch jünger war. Ich glaube, der ist jetzt 26 oder 27 Simple. Und der ist, glaube ich, zu NAVI gekommen, als er so 20 war, glaube ich. Nee. Da war er 24 schon. Nee. Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Die werden ja gut geschnetzelt, oh mein Gott. Ja. From the NAVI squad who have come into this in fantastic form. I think such a huge part of that, we really caught wind of it for the first time back in ESL Pro League, was some insane performances from Electronic, right? He's looked lights out. It's him and Simple topping the charts for NAVI. Back again and looking as deadly as ever. Yeah, because even if you look at numbers, you look at stats, which, while never tell the full story, certainly, you know, do help NAVI out in this argument. Electronic has that highest impact rating. Simple's usually the star of the show. Aber for real, die Jerseys von NAVI sehen schon geil aus, ne? Auf den. Die sehen schon geil aus. Als Geld würde ich mir eins holen. Okay, das war mit Mid-Push. Steven. Oh, Simple steht da. Okay, ein paar Shots durch die Smoke. Und ein Tap kassiert. Blärt. Ja. Und Geld hält, hol dir einen neuen PC. Ach, auf jeden Fall. Das erste, was ich machen muss. Anscheinend kackt der jetzt schon ab. Die ganze Zeit irgendwie Kodierungsprobleme hier unten. Ja, jetzt nicht, aber davor war das schon 2-3 Mal. Keine Ahnung wieso. That's a little awkward. It's only going to dig this grave deeper for NAVI, and they may just sleep in it on this B-bomb site.
Heroic creeping into the top right now, and they've already won the round. They're about to find out. Ja, hier ist ruhig gut gemacht. 2 MP9s. Auf Rage können die nichts machen. Platziert doch mal jetzt für A. Bruder, wieso platzieren die nicht, hä? Oder wollen die... Die wollen die suchen, ja, ja, die wollen die suchen. Oh, hat er einen bösen Header noch kassiert. Aber guck mal auf die Cams von denen, wie die richtig vorm Monitor sind. Bruder, die sind im Monitor drin, die Hälfte von denen. Der Monitor ist in deren Fresse. Okay, bei ihm nicht, aber er guckt so. Auf Hobbit angelehnt, Yabi. Hobbit. Auf Quasimodo-Style angelehnt. NAVI El Brasil Hotje. Ich glaube, die will ja irgendwie einen Schwanz von den lutschen oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Full Weiß geht wieder zurück. Aber no cap, die Mucke, die da auch läuft, bockt, ne? Das ist so eine richtige Kriegsmusik. Full, böse Header kassiert. Aber wir sind gerade für die Blauen. Wir sind gerade für Blau. He has support from Shush. The rest of this team moving up on the long side. Bit alone. Nothing but his rifle and his wits. Bit waits in the toilet. Heroic not playing for a flash right now. KD needs to go wide to get one in. Oh, das könnte... Nein, er dreht sich weg. Bruder, das könnte der geile Spraydown werden. Ah, leider nicht. Halt so ein geiler Spraydown werden können. Aber Simple steht noch Spot. Bang. Ja, weiß. Scheiße. Boah. Wie haben die ihn gesehen? Wahrscheinlich an den Beinen oder so. Virtus Pro All. Yes, Sir, Digga. Virtus Pro. So muss das sein, Digga. VP. Beste VP. Aber die alten Virtus Pro. Die neuen, keine Ahnung. Reicht nicht so sehr. Aber damals mit Pascha Biceps, mit Bialy, mit Taz, mit Neo. War noch am Start. Pascha, Taz, Neo, Bialy. Und wer noch? Oder wen vergesse ich da gerade? Virtus Pro Liquid. Liquidpedia. Snacks, genau. Bro, wie konnte ich den Captain vergessen? Snacks, genau. Snacks. Bialy, Pascha, Neo und Taz. Absolutes Legendenteam. Absolute Legenden. They're so tight, even in this round. Now they're giving nothing away. No chance. No opportunity for Bit, and he's going to get backstabbed. Oh, he checks for the knife, but Shush is there in time. And Heroic will go 3-2 up, only dropping one player in 3 rounds in a row. They have already got a ludicrous T-side economy, and that's very worrying, especially if you look at what's happened to Overpass in this tournament specifically. It's been the most played map 13 times alongside Mirage. Kisscam. Oh, yeah, Kisscam. So muss das, Digga. Das ist auch so lustig, ey. Wenn immer Kisscam kommt, die Leute auf Reddit regen sich anscheinend immer richtig auf. Hab ich gesehen. Die regen sich so auf, wenn Kisscam kommen, ja.
Wenn die alle nun zu Hause chillen, Digga, CS zocken, so. It is what it is, Digga. Nichtsgönner sind das. Aber diese anderen Nichtsgönner. Bam, 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 bam. Just doing their defaulting nice and slow. All this util drop back in the spawn. Heroic love doing it. Yeah, there's just no team that does it quite like them, especially on a map like Overpass, where you're really far away. If you're committing to a bomb site, you are so far from spawn, it's not even a consideration. But they start B, they make noise, they get their nades in, they retrieve a full new set, and they go back for more in middle. Yeah, we're pretty deep into the round now, and Jetzt haben die aufgehört, oder? Fangen die gleich nochmal neu an. They are just grouping for the B right now, completely conceding all this space over in mid. And this is info that Electronic could get as we kind of approach, the end of the round here. He's starting to push all the way down long. And so in a moment, NAVI Nice, erstmal ein AK nur mit seinen Stickern haben auf chillig. Würde ich aber auch machen. Wenn ich so ein Pro-Player wäre, würde ich glaube ich auch nur Skins mit meinen Autogrammen spielen. Will get dealt with by Perfecto, and he even does more follow-up damage to Stown, but no love found for NAVI. It's all Heroic there. Minimal casualties across the round. This is a clean start to the T side. Aber diese Big Köpfe. Having to play catch up. This is not the position you want to be in. No, at least gives me a little more faith knowing how skewed the T sides have been. But yeah, this is off of just the eye test right now. A very ready Heroic, a devilish T side. Damn, auf T rasieren die durch. Normalerweise ist das eine gute CT-Map. Normalerweise ist das eine richtige CT-Map. Ich guck mal, oder ist es wirklich eine T-Map, also T-sided? Yeah, simple. This is a very ballsy move. So. He just runs and guns straight through the short side. HLTV. Well, better armed. Maybe a little better positioned here as they don't know. Someone's made it all the way up into short. And even though Yabi's still throwing in util to try and make this look like the B play, NAVI have got the info that there's no one else here. Yeah, he's got to rotate now, and he's got a long route to cover for So, potential overpass. danger. It may be clear on our side, but Yabi doesn't know that. So Shush has to go back for Con, and they look like they do want to end B. Tesses can hear this. That's why we just saw the bomb kind of reconsider this, right? He heard the guys rotating up from Na'Vi. Still got to get past Simple, though. Swinging the Condor, but he thinks it's the A play, and so Simple is caught, knife out, pushing through the connector. Now the penny's going to drop for Na'Vi. They're scrambling down towards lower. They want to try and do good on this 4-on-3, this man advantage that they had in this low econ round, and Electronic will offer something up. A bit of resistance out of Na'Vi, but it's got to be more than just the one and done. The bomb gets away from Heroic again, and it's left to Tesses in the clutch, out of ammo, and Bit's going to do it with the Eagle. A low buy for Na'Vi is how they break back in. Heroic had it too easy. They thought there was no way that side was completely clear, but Die haben ihn echt unterschätzt. Er liest sich gleich durch. Er liest sich erstmal die Strategie von den Gegnern durch, was sie jetzt wahrscheinlich machen könnten. And Na'Vi somehow win them out with the pistols. One more bullet in the gun, different round, different story, but now Na'Vi have woken up. Die pushen jetzt böse Mitte durch. Yeah, it's important they can start building, right? Because you touched upon it earlier. This money's been great for Heroic since they got off to such a strong start off the top of this game. Since the rifles have come out, the rounds have been found cleanly. So it's going to be a grind for Na'Vi. Boah, schade, er hat leider keinen bekommen. Bit, er hat keinen bekommen, leider. Die chillen Toilette. Tickled these short players, sure. They put a bit of fear in Heroic, but they don't have these advantages they were looking for. Bit and Electronic could try and change this. They're set up double long right now. Na'Vi employing a pretty heavy A-lean as far as this round goes.
They've had to make serious concessions, and how long will that timer in Navi's head tick before they realize again? Oh, hat er einen geilen Skin, Bro. Diese Temo Kau, Alter, so ein nicer Skin. Auch wenn ich die A1 erst mit Silencer zocke. Aber Anime-Skin immer gut, ne? Anime-Chaya-Skin immer geil. He's going to give his captain a flash to set him up and in. Yabi on the entry right now. Tessa's holding T-Spawn. 4 players of Heroic walking into 3 of Na'Vi. Yabi's going to lead the charge. In he goes, very confident. Oh, Bro. Was hat er gemacht? Er geht durch ohne Angst, ohne Angst. So, jetzt. 2-2. Die wissen, wo du bist. Oh, er pusht schon durch, oder was? Nee. Jetzt. 1v2, Bro. Kann er das klatschen? Ich glaube nicht. Ai. Ja, schwer zu klatschen. Schwer zu klatschen, er hat kein Utility mehr. Mal guck mal, wie geil bei diesen Intel Extreme Masters. Dort wird immer eingetragen, wer Meister geworden ist. So wie bei der Bundesliga mit dieser Platte. Richtig geil. Echt ausgeglichen. Ja, das ist auch eine ausgeglichene Match bis jetzt. Aber es ist auch die erste Auszeit. Die erste Halbzeit, ne? Nach 15 Runden ändern die Seiten. Dann ist Navi, also die jetzt bei Blau sind dann auf der orangen Seite. Und die Orangen sind dann auf der blauen Seite. Deswegen. Das ist eigentlich eine... Oh, mies verfehlt. Oder? Ja. Aber der war doch drauf. Nachholen. Oh, hat er den... Was für ein böser Spraydown. Schön. Er hat ihn gesehen. Ah. Aber dieser Test ist guter Klick. A 1v4 that's too tough to take. And even now, Heroic waits. Tessus is just guarding the orb right now. That's all he cares about. He knows it's like the perfect bit of bait, right? Like, you know someone is going to come for this AWP eventually, and it's just a question of when. MPL walks to his demise. And a beautiful round out of Heroic to Overpass is very city-sided and is the largest map in the game. Also sehr city-sided, die Map. Eigentlich komisch, dass die da so krass am Verlieren sind. Kann ich auch mal gucken. Matches. Na, wie gucken wir mal. Gucken wir mal Navi an. Stats. Overpass. 71% Winrate haben die dort. So. Gegen OO Nation. Vor einem Monat haben das letzte Mal auf Overpass gespielt. 16-8 gespielt. Gucken wir mal drauf. You know, maybe they're not used to the kind of... Because, you know, the way I'd say that we've maybe had T-sides looking is a little more faith in the individuals. Guys trying to make these heroic plays to set up rounds, whether that's Yabi getting stuck in down towards B and having full faith in himself on the lurk. Wow. Well, that's players walking up to the short bathrooms and hitting these wild timings. Navi haven't had to contend with this yet. Hier haben die auf jeden Fall... Ah ne, die haben das verloren letztes Mal. Die haben das letzte Game verloren, aber böse. 8:16 haben die verloren gegen die OO Nation. Die haben 6:9 auf der T-Seite gespielt und 2:7, ja. Ist auf jeden Fall scheiße auf der T-Seite. Dann gegen die haben die gewonnen. Gegen so Chinesen haben die böse gewonnen. Und haben dort 6:9 auf CT gespielt und 1:7 auf T. Dann gegen Astralis verloren, aber böse verloren. 16:3, was war denn da los? 13:2, 3-1.
Also die letzten Games. Dann am 15.03. Keine Ahnung, eigentlich ist das eine City-Sided Map. Eigentlich ist das eine Seated. Also, ne? Eigentlich müssten die auf Blau richtig rasieren auf dieser Seite jetzt. Vielleicht kommt das noch. Gut. Been in the herd on the A plate. NAVI still set up with this two-man B hold. Electronic seems cognizant that someone's gotten out, and that jump peak will confirm it. Tess says living on borrowed time here, just trying to sell Okay. the A play. He has started to pull rotates away from B. That's exactly what Jetzt rotieren die wieder auf B oder was? Ja. Bang. Schönes Ding, MPL. Wichtige Kills. I actually like that idea for Heroic, right? It's pretty desperate with only 4 players alive, but it requires that first entry to come through. Von alleine. Es ist halt, na, mal gucken, ob es heute noch ein schöner Tag für die wird. Sarah, Lara, Tamara, mal gucken, wo die sind. Ich habe die bis jetzt noch nicht gesehen. Schneller als Obama. So NAVI, they're warming in, they're waking up. Dun, 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 dun. Yeah, MPL is going to be someone it's worth keeping an eye on, right? Been in NAVI a little while now. We've seen what can happen when he has these upticks in performances, but stage games have been few and far between for this guy, so he needs the exposure. Yeah, for MPL. Erstmal WhatsApp gucken, was mir hier so gesendet wurde. Okay, mashallah. They're going back to B. All 5 players. Heroic keeping a more standard round now. They know MPL likes to do this. They can punish him. Spam behind it as well can slow you down in that nade. He takes some damage and he resorts to a monster setup. And in come Heroic. So. Gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Boah, er wurde böse geholt. Die gasen, oh mein Gott, Bruder. Die gasen aber mit richtig viel Wut durch. Und jetzt machen die hier Profi-Boost. Böse. Ja, okay, wird eine Safe-Round, denke ich mal. Ja, wenn 3 Leute instant geholt werden, ist schwierig, da noch was zu klatschen, ne? Because it depends where the T's are flooding out from, but Heroic's pathing is the key. They are taking so much space off of that first. Oh nein, er guckt gerade jetzt weg. That's a player willing to die, not worrying, knowing his position ensures the round. So if it's Shush, if it's Yabi, it doesn't matter. Wir wissen ja jetzt, wo die sind. Oh, Blatt. Scheiße. Das war jetzt hardcore verkackt, leider. Digga, Heroic zieht richtig durch. Was geht hier ab? Heroic. Bruder, was geht hier ab? On top of that, if you want to look for some other, maybe worrying signs for NAVI here, it's that Shush, who had a great group stage. It's not uncommon for him to look lights out in the groups, but then when you put him up on the stage, that performance takes a bit of a hit. It drops. Was ein geiles Doppler, das war komplett rot. Ein Rubin-Stiletto. Kostet safe voll 6k. Bin ich sogar mehr. 6 bis 8k. Still a lot more split in some of these T rounds, but Tessus notices the danger. He goes back, checks long, and regroups back B. Shush set up to lurk on the A site. And Simple, never known about in this corner. Also a powerful position, but one that requires patience. And we've seen Navi a little bit jumpy in some of these rounds. Eager to move. That's kind of the Heroic effect, though, right? This team is so mobile, they're always keeping you guessing. And you try to get ahead of that, and sometimes you end up playing right into their hands. Yabi, smooth moves. One way to get past short.
What's a smoke really going to do here, though, right? Prep for a Molotov, perhaps, but you're not going to lock them out of the tunnel. There's the molly, and there's MPL. Heroic know what they're up against. Simple back here over towards Graffiti that might have to put on a show. Once again, the Heroic have left the back door open, right? Shush has been up in the bathrooms this whole time, so they can just play on the results of these contacts from both lurkers. With Yabi deep inside of B and him falling at the hands of that M4. That means Heroic are now going to try and pick up steam into the A play, but suddenly there's a roar to life from NAVI, finding a way back into this round right at the 11th hour. Simple on this rotate. And Cadian 1v4, not destined to pull off this clutch. He'll get locked out by Simple. And so NAVI on the pistols again are able to find a glimmer of salvation in this one. Yeah, how are these the rounds that NAVI make interesting, right? Just doing right by these opening kills that they keep fielding. The one where Simple gets a 1D gone short, they go out. Also bis jetzt eigentlich chillig, ne? Klar, Navi verkackt böse auf der Map, aber was will man da tun, ne? Was willst du da tun, Bre? When they have 5v4s, when they win the opening fight, their conversion rate is 80%, Harry. That's unbelievable. And of course, it's off the back of them winning all these matches so far, going 5-0, not dropping a map, but even so, numbers speak for themselves, and NAVI are keeping them up in the playoffs. Oh, the monster push could have been a Oh mein Gott, perfekto, komm. Oh mein Gott, Digga, 3K Spraydown. Zack, er hat die Runde gesaved. Böse gesaved. Der 3K Spraydown hat so gut das war geil. Kann er das klatschen? Bub, Simple hat ihn. Pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam, pam. Auf den. Geil. So Heroic have to go back to the drawing board and back to the 15th round. Their last chance to really make a mark on this T side. It's been a phenomenal half, don't get me wrong. But Heroic still want to make it more. Pistols and Stown armed and hopefully dangerous. Yeah, Stown's in great form here, but he's actually the guy sat bottom of the board of this half for Heroic. So giving him the AK, trying to build a little bit of confidence for the man. You're telling him, you kind of have to be the hero here. Was richtig geil wäre in CS, wenn die wieder eine neue Kiste machen, wo die alten Knives drin sind. Also Guard Knife, Karambit und so. Das wäre so geil, weil die kann man ja gar nicht mehr ziehen. Nur noch diese ganzen neuen Knives. Außer du holst dir so eine richtig teure alte Bastard-Kiste, wo du erstmal 4 € bezahlen musst, damit du die Kiste erstmal hast, gefühlt. Aber ne, nicht vergessen. Zu meinem Geburtstag dann im September werde ich ein fettes Pack-Opening aufmachen. Mal gucken, ob ich da Yu-Gi-Oh! Karten auch öffne. Weil die kommen ja schon im Juli raus. Und halt CS Case Opening. Es war schon immer mein Traum, so viele Kisten ziehen, bis ich endlich ein Messer möchte ich selber ziehen. Kennt ihr das doch auch genauso wie bei Karten? Man will die Karten selber ziehen, wisst ihr, ich meine? Selber will man die ziehen. So auf den Markt holen, ja gut, ne, kann man natürlich auch machen. Aber selber ziehen ist nochmal dieser andere Feeling. Was ging denn da ab? They talk about my one-taps oder was? Intel Extreme Meister. Don't give them those little victories to hold on to. This is very competitive out of the gate. I gotta say, 7-7 is still great for Heroic, right? Considering they didn't win the pistol, they found all that success when the rifles came out. It makes this scoreline an impressive one to look at. Yeah, it was a 6-3 lead to Heroic. Navi have definitely woken up. They won a couple of ecos in this half. Simple's firing off. Good signs right now on the recovery. And now number 15 to see how we finish. Heroic
what has worked the best, what has been their favorite move. Simple doesn't care. He brings Boah, Simple steht jetzt richtig offensiv. Der steht richtig offensiv. Ah, aber geil. Er hat Lightning Strike. He'll get out of dodge. He'll get back to safety. Allowed by Heroic. This is a more standard round we're seeing for Heroic. Gabby playing very late on the B-Lurk. Still in the tunnel trying to remain inconspicuous. Shush clearing blue. And the rest of Heroic going for mid-control. Kaden has reset back. And Bit's still in the toilets. He's been winning these smoke battles as well. With Simple by his side. They might even hear this connector rotation. Heroic are going down to B to hit it early. You're dead on. These guys in the bathrooms have defo heard Bam, this. bam, bam, bam. You're never certain when it's Heroic, whether or not that's a ruse, though, whether or not that's by design. MPL, unfortunate timing on the flash, and now Heroic look to spill in. MPL goes 1-for-1, but you needed more out of the B-hold Electronic. Disastrous way to go. I think he got killed as the flash was pulled, so it ended up wrecking everyone, and it just has this domino effect. The round is too far gone here. Heroic looking to win out the first half on the T side of Overpass. It's no easy feat. They even Schade. drive this one home. It's a lights out start from Jetzt wird's aber mies schwierig, zweite Hälfte das erste zu bekommen. Let D-Day. Ah, stand da. Insta. Lass mir Insta abchecken. Lass mir Insta abchecken, wenn die schon so promotet. Lass mir Insta abchecken. Lay. Die. Schade. Das haben die zu schnell weggemacht. Die wollten ja keine Promo geben auf den. Die wollten ja richtig frech keine Promo machen. Sie hat so ihr Schild mit ihrem Namen drauf. Oh, wir schwenken direkt weg. Gar keinen Bock. Wir schwenken direkt weg. Dün, 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 dün. Bam, 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 bam. So, heute Samstag. Nee. Ich wollte gucken, ob ich morgen diesen Suzume-Film reingehe. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Film gesehen hat, Suzume. Aber der soll eigentlich ganz nice sein. Und da dachte ich mir, okay, ich gehe mal rein. Aber morgen um 19 Uhr ist ja hier das Finale von Rio. Deswegen denke ich mir, nee, ich gehe lieber nicht morgen ins Kino. Bam.
build quickly into their T side and they put up a great first half, one that they can be proud of here. Ja, ist krass, wie die jetzt gerade gedribbelt haben, die T-Seite. Wirklich tough. Aber gibt ja noch zweite Hälfte, komm. Navi fängt sich wieder und gönnt sich dann einfach die T-Seite richtig. Die werden da so durchrasieren. Okay. Anscheinend mehr T-Seite. Keine Ahnung. NAVI know what that's like. A group back down towards B. It's a similar pistol to that of Heroics, but it might be a little bit quicker here for the T side. Oha, dieser B-Hop. Schön. So. Die Smokes wurden geworfen. Zwei Header wurden gedrückt. Damn. Okay, MPL, Bro. Come on, Bro. Come on. Come on. Ah, schade. Schade, wäre geil gewesen, hätte er noch den Klatsch geholt. Ja, Jo Olli, Digga. Bruder, Jo Olli. Heroic with a pistol on top of an 8-round T side. NAVI are certainly in hot water. It's beginning to boil. Yeah, look at it coming with the buy as soon as they can. They've got nothing to work with in this round outside of Simple on a Deeg armor. The stage set for Heroic to reach double digits, providing Simple doesn't have one of those rounds. And you know what I'm talking about. Well, I've heard of him. I've heard of them. And he's been going for it all game, right? He's bought in every eco. He's been getting dropped orbs in pistol rounds. Boah, einen bösen Header hat er kassiert. On the sideline there. This is how they start. This is how they unravel. And this is how NAVI have won both those ecos in the CT side. Seemingly impossible, but a 5v4 untraded and a gun gifted. Nice. Get ahead of myself. No, but I counted them out before. That was an important equalizer to find, right? Just something to kind of alleviate some of this pressure that had built up. Simple now moving into position, looks to be this next point of contact with the Deagle. He's got a bit of space in the bathrooms. Tesses gives it up, looks to play inside of the site, and a crossfire was down. It's insane how Heroic are at this point in the game. Was gibt? It's 2-9 right now. Not even have to talk about him. And this is a team that doesn't really have a quiet player. Everyone seems to perform. The kill count top to bottom is usually very tight for Heroic. So yeah, silence down, not great, but this is a round to redeem yourself. Yabi has made a high risk play, but it is the perfect move on this flank. Yeah, he's going to arrive here very, very quickly. He's going to kill the bomb. Simple with the Deagle looks to move in, damage done, but not the killing blow. MPL will find it, and he's ready for the wraparound. Simple's Deagle finally dealt with. They cut the arm off of NAVI, and no more punches thrown as Heroic. They get through the one big danger that was present in that round from the NAVI squad. I mean, at this level, right, no round is guaranteed, no round is safe, no round you can let your eye off the ball, but especially not when Simple's coming in with a couple of choice words and deep shots connecting. Not enough to win a Glock round, though. Heroic now have to do it against the rifles. Let's see what this default looks like for NAVI, right? Because for Heroic, they were very B-centric. They're going for a lot of pop plays out Monster, letting Yabi work, rarely even taking aggressive space in bathrooms. Took very late in the half before they would start to do that. They've got a lurker selling B right now, but the rest are in mid. Even just look at how the round opened for Heroic. There's no one on A. There's been no one on A since the start of this round, and they only just look to make up for this now. They play numbers down towards B, and then they come up with a full-on gamble, leaving just one man on that lower side of the map. But they know their timings, right? They run the whole way. Typically you wouldn't Okay, Mois, bin wieder da. Auf TikTok angelehnt. TikTok-Basis. Meine Schwester wusste nicht, man TikTok schließt. Da war irgendwie so ein Bug an ihrem Handy. Digga, die hat TikTok geschlossen. Die ganze Zeit läuft die Audio immer weiter.
Sie wusste nicht, wie die das stoppen kann. Hat sie ihr Handy neu gestartet, es lief immer noch so. Dann habe ich es einfach geschlossen. Alle Tabs geschlossen. Alle Apps geschlossen mäßig. Oh, jetzt check ich, wieso Sönke den Boost mal machen wollte. Okay. Oh mein Gott. Geil gemacht, Electronic. Wir sind jetzt für die Gelben. Nicht vergessen, wir sind jetzt für die Gelben. Wir sind jetzt für die Gelben. Wir sind nicht mehr für Blau, wir sind jetzt für Gelb. Oder Orange. Kobe! Oh mein Gott, was war das für ein Kobe-Kill? Kobe einfach. Das war wirklich respektlos. Das war respektlos. Der Kill war richtig respektlos. Bang. Bit, Digga, der hat ein gutes Game auf der Map. 7 Kills, aber alle waren wichtig. Das waren alles so Klatsch-Kills mäßig. Immer für Navi, so sieht's aus. Zack, Digga. Er macht den hier. Peng. Direkt auf den Kopf. Das sind sogar Leute, die aus Chile kommen. Chila, ich weiß nicht, wie man das nennt. Chilaner? Chilianer? Chilesen? Keine Ahnung, wie man das nennt. Wie nennt man die Leute, die aus Chile kommen? Chilaner? Chilistaner? Yeah, that hurts for Stown as well because you're putting him in a position where he's trying to bring him back into the game a bit, trying to get his head in it. And then his teammate kind of sells BVB. It's awkward, and it might be the start of something. Make it simple, geil. For NAVI on this T half. First found early, as was the case for Heroic. Dun, 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 dun. Darauf erstmal ein Schlückchen, Jungs. Darauf erstmal ein Schlückchen. You know, this is, as usual, the time to employ some gimmicks, something a little wild, and they will deliver on that front with a quad mid push. They're going to try and bring the fight to NAVI here. It is suspicious about what waits in mid. But the spam coming through this smoke is intentional, right? It's trying to give the illusion that, yeah, we're peeking middle, but we're not pushing it. It's not falling for that bait, however, but he will. Wow, hat der Böse kassiert. Bango? Lace. Nice. Klick hat er kassiert. Steven. Wir wissen halt nicht, wo der Letzte ist, ne? Komm, geht B, Jungs. Geht B. Geht B. Sprintet auf B, Jungs. Denying this early push from Heroic, the ground, the upset that it was looking for. The bomb could get caught, moving up through shore. This oh nein. Oh nein. Yes, yes. So. Simple auf den hier, auf angelehnt. Er chillt einfach. High pressure scenario, but Heroic now full broke and NAVI given an open doorway to level the playing field at 10 to 10 and show they've got the moves on the T side as well. And PL looking to farm up money in this round with a Mac 10. Heroic with a couple of bits and bobs, but not enough. Alle schön am B-Hoppen, Digga. Alle am B-Hoppen, man kennt. B-Hop-Script am Start. Oh, alle weiß, aber der Spraydown geht durch. 2 für 1. Gut. Schön. Bruder, das ist ja so hart T-sided auf einmal. Normalerweise ist es eine richtig krasse CT-Map, also dass man auf der blauen Seite viel mehr Runden gewinnt. Keine Ahnung, was hier abgeht. Keine Ahnung.
And they know the longer they can stay in this power position, right? Every round they're All winning of right now is pass, hitting all like of a pass, 2-for-1. all of Heroic pass, all of pass. He forced into watching these you. saves. Wie Scout, he It's gonna says nu. start You happening come no if art. this keeps on. Dididin, And just to dididin, show you the dididin, extent of which Heroic are dididin, trying to bring din Sound back din into din the din fold. din They've din given him din the din din. AWP here. Kadian dropping that along. Zutritt verboten. Habt ihr auch bemerkt, ne, dass die einzige Map in CSGO, die deutsch ist. Es wurde nämlich von einem Deutschen gemacht. Deswegen hat er dort halt alle Schilder und so deutsch gemacht. Das ist auch die einzige Map, wo halt die ganzen Leute noch sagen, rennt, die Bombe explodiert gleich und so. Auch wenn du das Spiel halt auf Englisch hast, sind dort die Voicelines und so deutsch. Rennt, die Bombe explodiert. Zu spät. Terroristen gewinnen. Richtig nice. Boah. Bruder, Perfekto zur Zeit. Also der geht auch ab, ne? Ist aber generell sehr ausgeglichen. Bruder. Bit, ich sag doch, er holt die wichtigen Kills, mein Junge. My boy ist das Bit. That bomb's been retrieved. Heroic are probably too locked out of this one with the HP on NAVI. Not looking favorable, not looking good. It feels like NAVI have done enough here. And this is a horrible time for Stown to go silent, right? Because in that round, he has 3 chances and he can win the round with any of them, right? He fights Bit, he misses his shot, he goes back for more, he legs him, and then later, the kill that would have killed Bit going down con to get that bomb, Stown, he's still walking wide into the angle and he's caught by a lightning fast headshot from Bit, the highest headshot player rated in this tournament already. And he does it again. If Stown hits that kill, Perfecto's out on the island without a way to get back. He has no bomb. Weitere Runden für Navi, Digga. Eine Sekunde, Brain ist aus. Die gewinnen die nächste Runde. Die holen ja Back-to-Back die nächste Runde. Eine Sekunde gehen wir aus und die holen schon die Runde. What the fuck? Obrigado, Pablo CS2. Er freut sich schon, dass Counter-Strike 2 rauskommt. And they're still reaping the reward here of that CT money, never getting off the ground, never getting going. Ich freue mich auch schon so auf den Release. Boah. Ich schwör, neue Liebe gefunden. Neu verliebt in Counter-Strike wieder. Macht so Spaß die letzten paar Wochen. Auch wenn ich noch richtig Dogshit bin mit Aim und so. Macht wieder richtig Spaß. Hoffentlich finde ich dann die neue Liebe langsam wieder zu Mario Kart Wii, aber zur Zeit, ich spiele immer, kein Bock mehr. Ich spiele auch privat ab und zu mal wieder ein bisschen MKW, ne? Bruder, ich spiele 3, 4 Runden, gar kein Bock mehr. Gar kein Bock mehr, wie ich da immer richtig gefickt werde. Ich fahre meine Titanlines. Bean Corner, ich falle runter. Ich gehe wieder rauf. Turbo-Start. Red Shell. Blue Shell. Blue Shell nicht Red Shell, Green Shell. Ich bin wieder letzter, Bro. Ich verliere 300 Punkte. Ohne Homies, das stimmt auch. Das stimmt auch. Und selbst solche Spiele alleine spielen ist nicht so das Ding. Das macht schon wirklich mehr Spaß mit anderen Leuten. Bei Axis kein Bock, weil er irgendwie die ganze Zeit nur am Wichsen ist und so und er chillt auf Twitter mit irgendwelchen Bastarden rum, anstatt mit mir irgendwas zu machen. Er chillt lieber auf Twitter, Digga. Mit irgendwelchen verfickten Bastarden chillt er lieber auf Twitter. Chillt in irgendwelche Twitter-Spaces mit irgendwelchen Asylanten, Digga. Ja, klar. Wir haben heute gerade erst hat er auf WhatsApp geschrieben, wo ich gerade auf Mandy geguckt habe. Hat Chris in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Armer, der Peach, gar nicht mehr am Zocken. Keine Ahnung, was er macht, Digga. Holt sich noch einen runter und so. Schiebt Depression, macht gar nichts. Was weiß ich, was er macht. Einzige, der halt noch was macht, zu Markus. Aber der Peach, der chillt lieber mit irgendwelchen Pideras halt, anstatt mit mir, Digga. Mit irgendwelchen wirklichen Pideras chillt er irgendwo. Lästert die ganze Zeit mit den Bastarden. Ja. Keine Ahnung, vielleicht einfach mal wieder eine Runde Mowgli zocken. 1x1, Cadian.
Nee, ist kein Hass. Ist kein Hass. Das ist doch gut, wenn man in Real Life wenn man seine Sachen macht, aber so. Bruder, ich frag Markus, Bro, hast du nur Lust zu zocken? Nö, ich spiel schon mit dem und dem. Hast du Lust zu zocken? Nö, ich spiel mit dem jetzt. Und vor allem, der chillt halt mit so Leuten, wo Chris, Arma und ich haben uns seit damals mit diesen Leuten verstritten, also damals als Mario Kart Beat-Zeit war, so 2000, wann war das? 2014? 14, das war kurz vor Ende. Wir haben uns mit denen richtig verstritten, ne? Was ist? Markus chillt mit denen immer noch, Digga. Markus chillt mit denen immer noch, obwohl wir uns mit denen anders verstritten haben. Weil weil der Typ mal jemanden gescammt hat von unseren Jungs, deswegen. Und Markus chillt mit dem immer noch. Verstehe ich gar nicht, Digga. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich nicht. Man scammt einen Kollegen oder einen Freund, ist ja egal, man muss ja nicht so gut mit dem sein, ne, sind so beste, ne, man muss nicht beste Freund sein, aber man scammt doch keine Freunde oder so. Das macht man doch nicht. Auf 2500 Euro Basis, Digga. Ne, also der hat, glaube ich, keine 2,5, aber an die Leute, die das VOD oder so gucken, wissen Bescheid, 2,5k Euro. Aber ich weiß gar nicht, ob Milko oder so hier am Start sind. Nee, keiner von denen guckt zu. Korrekt auch, dass alle wieder so am Supporten sind. Warte, sind die überhaupt am PC? Nee, die sind alle nicht mehr online. Ja, okay, dann verstehe ich das schon. Ich meine, die sind nicht mehr online. Nein, 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 das ist eine andere Person, die von einem Kollegen 2,5k Euro gescammt hat. Aber das kann ich jetzt hier nicht so sagen, on Stream. Nee, alles cool, Bro. Schlaf ein. Wenn du müde bist, dann schlaf. Das mit den 2000... Nee. Das mit den 2500 Euro, das kennst du nicht. Das habe ich im Stream noch nie erwähnt, glaube ich. Nur halt immer so diese 2500 Euro. Aber das kann man... Also das kann ich nicht sagen, wer das war. Mit der Person habe ich eigentlich auch nicht so viel Kontakt mehr. Auf Insta schreibt man noch ab und zu, aber so Monatslohn, Bro, aber einen guten Monatslohn. Einen guten Monatslohn ist das, den man das scammt. Und was hat die Person mit dem Monatslohn gemacht? Investiert in irgendeine Scheiße und aus den 2,5k, keine Ahnung, hat er nichts mehr, glaube ich. Hat er vielleicht noch 300 rausgeholt oder so. Spilo wollte er, glaube ich, gehen oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er die 2,5k verspielt und ja, gibt die dem Kollegen halt nicht mehr zurück. Habe ich so mitbekommen. Klingt nach Relaxo. Nein, nein, nein. Nein, nein. Sagst du, mit Scammern habe ich keinen Kontakt. Man nur noch einen Freund scammt, das ist wirklich ekelhaft. Ach so, auf Investment. Ja, auf den. Oh, Elektro. Das war ja bei mir auch so. Das allererste und letzte Mal, wo ich gescammt wurde, das war von einem Freund. Da hatte ich mein CSGO-Inventar und er meinte irgendwie, dass halt... Ich war halt dumm damals, ne? Ich hätte das auch schon checken können, aber ich kannte die Person schon 3 Jahre, oder? Warte mal. Wann war das? 2015 haben wir uns kennengelernt. 2,5 Jahre, fast 3 Jahre, 2,5 Jahre ungefähr kannten wir uns schon, ne? Das finde ich eigentlich schon eine lange Zeit, ne? 2,5 Jahre, wir waren alle in unserer Gruppe zusammen, ne? Milko war damals schon am Start, Dario war damals auch am Start und so. Alle waren am Start, die du kennst. Außer halt Chris und Arma. Markus war auch am Start und so. Ne? Und dann waren wir halt auf dem Teamspeak. Und da meinst du, yo, Bro, ich gamble hier. Es kommt jetzt ein Bot, der nimmt eine Anzeige, der sendet dir ein Trade-Offer. Du musst den akzeptieren und bekommst die Skins 1:1 wieder gleich zurück. Ne? Meinst du, okay, Saf, ich vertraue dir. Er meint, ja, wir machen mehr Geld raus, so auf den, du bekommst die Skins 1:1 wieder zurück. Was passiert? Alles verspielt. Oh Mann, ich habe verloren.
2 Sekunden, bumm, er war weg. Er war weg. Da dachte ich mir so, hä, was jetzt passiert? Was jetzt passiert? Und ja, so war das. War jetzt nicht unbedingt viel Geld, es waren vielleicht so war ein Huni vielleicht, ein Huni. 80 bis Huni. Maximal 120. War eher so um den Dreh, 80 bis 100 war das. Für mich damals zwar viel Geld, aber trotzdem, Digga. Einfach vom Kollegen gescampt geworden. Da ist sie. Lady A. Lady A. Da ist sie. Da war die Perle wieder. Lady A. The consistency is really there for this NAVI squad, and you know, even though we kind of hit like Lady a weird dark patch, Yay. By their merit, by their standards, that just means you're making Lady playoffs Day. and not winning them. And as we remember, all the way back at Stockholm, when it looked like the NAVI era was going to begin, the prerequisite. Da ist sie. Ich habe sie gefunden, glaube ich. Ich habe sie gefunden, denke ich mal. Rio de Janeiro. Ich guck mal in ihre Story rein. ERM Rio. Ja, ich habe sie gefunden. Lady Day unterstrich. Lady Day. Da habe ich sie. Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden jetzt. Die hat 6,7k Follower, Digga. Mashallah. 6,7k Follower hat sie. And win another low econ round. Are these the only rounds CT Size can win right now? Where Navi get lazy, where they don't clear the pit. Electronic just gets there, but he pulls a nade, and that puts Navi in a 2-on-4 after the trade. It's not enough. They can hold on, and Heroic stay above water for now. 1 round difference. And not enough money for either team to be comfortable, especially not for Navi. Yes, sir. Ich gucke mir gerade ein Video an von Kobe Björn, das ist so ein Basketball-YouTuber auf Deutsch, und der hat gerade Game Predictions gemacht. Und als ich dann so verstaunt war, der hat da für ein Team, gewotet, für das, wo ich halt denke, dass sie verlieren werden, ne? Gerade sind ja auch NBA-Playoffs, deswegen. Heute um 4 spielen auch wieder meine Lakers, meine Jungs spielen heute um 4 wieder. Weißt du was, im Moment bräuchte ich auch 100 Euro, schick mir schnell deine Bankdaten plus Passwort, direkt das Geld zu. Vertrau. Nee, du musst dann noch sagen, wir verdoppeln, dann bekommst du auch Knife 100%. And then Shush goes for a Hail Mary play, but 98 damage is not enough to stem the bleeding. And Navi, they needed that round, it will get offered up. It's at least a good save, right? Keeping 3 alive in a round like this. Ja, man war halt jung, ne? Wir waren halt so unsere Freundesgruppe, kannten uns alle fast 3 Jahre schon. Da hat man ihm halt vertraut, so, ne? I mean, if you're Navi, you're licking your lips at the prospect of this flawless run through. Simple. Also erstmal wieder einen nicen Schokoriegel mit Kakao, ein Riegel mit Kakaofüllung, mit Schokolade und 2 Keksen. Die Zartbitterschokolade kommt böse. This game is slipping through their fingers. And it didn't feel too important in the moment, but now I think you've got to draw attention to it. Stown, who's been such a big voice within the Heroic squad, such a big-time player. He is 7 and 16. Was bei diesen Schokoladenriegel mit 2 Keksstücken auch noch geil ist und Zartbitterschokolade in der Mitte ist, die Version, wo die Zartbitterschokolade noch mit Karamell in der Mitte ist. Du beißt, dann kommt da so Karamell rausgelaufen. Die Version ist auch sehr, sehr gut.
as NAVI took a clean sweep in the prior. Dieser Pick Me Up Regel ist sehr, sehr nice. Win this or go next. You know, what awaits you, it's that NAVI pick of Ancient One that they've had great form on. Heroic know their real chance to keep their heads above water is to try and stake their claim on Overpass. That's left hanging in the balance on the result of this round right here. It is so reassuring to see Navi pull this recovery right now when they were down so hard in this map. They were down off of their CT side. They lost the pistol round as well in the conversion. Findest du, Daniel? Freue mich, ja. Freue mich natürlich auch gut. Aber ich finde das zu süß. Zu süß. Freue mich ist zu süß. 35 seconds. This is very late on the clock for Navi. They're going to have to end B. They're getting smoked. Deswegen ich mag Zartbitter mehr. Big can try and fake, but it's not much of a sell. He's got 2 players up on this side. Kadian out of position for now. When will he realize? Good flash play, and now will free up. Apropos Zartbitter. Das war ein guter Kill. Ich glaube, ich bin da so ein richtig Verrückter. Boah, ich bin so ein richtig Verrückter gewesen damals. Das mache ich heutzutage nicht mehr. Das war ein heftiges Spraydown. Ich habe mir damals so eine Tafel Zartbitterschokolade genommen. Ich weiß nicht wie viel Prozent, 70%, 60% auf jeden Fall so eine günstige, die man bei Aldi bekommen hat. Für 50 Cent oder so. Diese kennt ihr alle, diese günstige Zartbitterschokolade. Ich habe die genommen. Saß hier genau am Tisch. Guck mir YouTube-Videos. Ich esse die. Trink Wasser drauf. Esse, das wird dann zu so einer Pampe im Mund. Ich schwöre, das hat so nice geschmeckt. Ich esse dann wieder ein Stück, ich brich so ein Stück ab im Mund, ich trinke Wasser drauf, wenn dann so ein Wasser im Mund ist, ich esse, das verschmilzt sich dann. Ich schwöre, das hat so nice geschmeckt immer. Zartbitterschokolade mit ein Stückchen Wasser noch drauf. Beste, for real. Beste. Weil dann wird durch dieses Zartbitter so nachschmelzen im Mund, ja, mäßig so auf den, weil du isst, du kaust erstmal drauf, dann ist so eine kleine Pappe, das entzieht dann irgendwie das Wasser aus deiner Zunge raus, weil es so bitter ist, dann trinkst du halt noch Wasser nach, damit deine Zunge nicht irgendwie dehydriert auf den, dann isst du halt auf den. Beste, ich schwör, so nice. Ich glaube, das ist so mich das ekelhafteste, was ich richtig gern mag, weil es gibt ja Leute, die essen so wirklich so komische Kombis. Aber ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist vielleicht komisch. Was mir aber sehr gefällt. Habe ich aber auch lange nicht mehr gegessen. Lang nicht mehr. Locker 4, 5 Jahre habe ich das nicht mehr gegessen. That's a decision he'll end up regretting. He got legged there by Kadian's AWP. It's Tessus who finds the shot, sure, but again, that turn for Kadian. Very close. Navi are desperate right now. Perfecto's going to try and make a play out B before his teammates are spotted on the long side. Looks for this entry kill. The only way they win, surely, is if he finds this. It has drawn Heroic back for a second, but KD keeps his eyes on the prize. Missed! As Electronic runs him down, and now they have the sight. But if you plant default, there is a man on the flank ready to end your round. Tesses, Party. time at MPL, gets it on a safe side. There is still a way in for Navi. Perfecto is out of the picture for now. Out of the picture for now, sure, but he can still play through the B side. The bomb is planted for CT, and that's what Navi want to try and take away here. Aber ey, Navi kommt auf der T-Seite böse. Navi kommt auf T-Seite böse. Wie viele Runden haben die jetzt schon hintereinander gewonnen? 2 gegen 3 nur noch. Er weiß, wo er ist. Er pre-fired. Ja, war klar, dass er pre-fired. Komm, klatsch. Okay, du musst ihn schnell killen. Oh, hat's nicht geschafft. Schade, Schokolade. Gestern meine alte Playlist komplett durchgeskippt. Die ist 5 Jahre alt mit 5000 Liedern. Leck mich am Arsch, 5000 Lieder ist wirklich viel. Da. Lady Day.
Erstmal schön Werbung für sich machen, Digga. Die ganzen CS-Brasilianer, die wollen dann auch mal hier ein bisschen den von Lady Day haben. Auf einmal den. Boah, bösen Header kassiert. Bruder hat der einen bösen Header kassiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beste, Digga. Der hat eine geile 1S, die Masterpiece. But it's in that ambition, it's in that rush to the finish line that Heroic often end up surprising you. Yes, Sir! Ah, wir sind ja, Digga, ich cheer auf einmal für die Gegner, weil ich keine Ahnung hatte. Blatt, simple. Du machst das. 1 gegen 3, Bro. Du kannst finishen. Kannst finishen. Aber er hat die Bombe, okay. And he's recognized the room that he's been given. Right now, the only thing between him and the A site is this AWP in Cadian's hands. Das Ding ist halt, er weiß halt nicht, wo die sind. Komm schon, Simple. Simple Magic. Du schaffst das, Bro. Du bist the GOAT. Ah, schade. Nice try. Wäre halt ein Finisher-Round, ne? Egal, Matchpoint, die ganze Zeit Matchpoint. Ah, ist jetzt eine Eco, Blatt. Ist eine Eco. Das heißt, die nächste verlieren wahrscheinlich auch. Oh mein Gott! Na, fick. Oh mein Gott! Und ihr müsst wissen, das ist immer noch die erste Map, ne? Ist immer noch die erste Map. Wenn Navi jetzt gewinnt, kommt noch, ja, also es kommen noch 1 oder 2 Maps danach. Das ist die erste Map bis jetzt. Nee, ist 30. Runde. Entweder gewinnt Navi oder Verlängerung. Verlängerung ist dann, wer als erstes 19 Punkte hat. Normalerweise spielt man hier 30 Runden. Wer als erstes 16 Runden hat, gewinnt. Wenn es aber 15-15 steht, kommt Overtime, also Verlängerung. Und dann werden wieder 3 Runden gespielt. 3 Runden auf der T-Seite, 3 Runden auf der. Wer als erstes dann 19 hat. Wenn es dann aber wieder 18-18 steht, dann ist Verlängerung, wer als erstes 22 hat. Oder? Wer als erstes 19-2. Wer als erstes 23 hat. Dann, wenn es 22-22 steht, wieder Verlängerung. Wisst ihr? Man muss dann 4 Maps, also 4 Runden hintereinander gewinnen. Schönes Ding. Nein. Ja. Yes. Gut. Sehr nice gemacht. Komm, Electronic, Digga. Komm, Bro. Kommt schon, Jungs. Die schaffen das. Keine Overtime. Wenn Overtime kommt, hat Heroic wieder Chancen. Weil das Momentum hat sich geswitcht. Die haben jetzt 3 Runden hintereinander gewonnen, wisst ihr? Schön. Wichtig. Sehr wichtiger Kill. Die müssen die Runde gewinnen, sonst denke ich, wird Heroic die Map gewinnen. Catwalk. Oh mein Gott! Was war das? Platzier. Nein! Er hat's verkackt! Oh mein Gott! Man braucht nämlich immer 4 Sekunden zum Platzieren der Bombe. 4 Sekunden. Er hat's verkackt. Ach du Scheiße. Was ein Mist. Das war auch ein dummes Play, ich sag wie es ist.
Das war ein sehr dummes Play. Oh. Wieso Bad Karma? Weil ich für die bin? Denkst du, verlieren die? Weil ich für die bin, verlieren die jetzt, oder was? 15-15 da, First to 19. Und die machen jetzt mal 3 Runden, ne? Nach 3 Runden wechseln wieder die Seiten. Ah, ja. War das eine gute Nate. Scheiße! Desperately hoping for an opportunity. NAVI, the wheels are off now. The chassis rumbling, rolling down the hill, about to turn. You can feel how the game has changed. I think frustration. Gucken mal, habe ich hier ein paar Punkte wieder eingesammelt? Punkte, nice. Please go Navi. As we head into overtime, Heroic's confidence is bringing. They've been playing with their backs against the wall. Boah, die wissen halt nicht, dass sie zu dritt B gestackt sind. Bitte, bitte geht jetzt A. Bitte. Oh, scheiße, die Hurensöhne haben halt B zu... Guter Kill. Gut, geht A, geht A, geht A. Ja, 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 ja. Geht A. Geht A, Jungs. Oh, scheiße, die gehen... Rotiert bitte auf A. Ja gut, keine Zeit. Oh, schon wieder. Hätten so safe A gehen können noch, aber ja. Fuck. Ja, ich glaube, Heroic wird jetzt die Map gewinnen. Momentum hat sich geschiftet. Momentum ist auf ihrer Seite. Die haben jetzt 4 Runden, glaube ich, hintereinander schon gewonnen. Glaube ich. 4 oder 5 haben die jetzt hintereinander gewonnen. Believe, ja, normal. Es werden noch 2 Maps gespielt, die nächsten gewinnen die dann. Holding for an easy shot. He won't take it early. He waits for the guarantee. The kill confirmed. Cadian can't find it. The pressure is not on Heroic right now. It is once again on NAVI. Ja, das stimmt. A reset, a rotate back to A and a reaggress for Tessez. We talk about Er hat Scar-Pattern, Digga. Er hat das Scar-Pattern, oder? Hat er das Scar-Pattern? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Er hat aber trotzdem geile Blue Gem. AK. But everyone else right now in this round, same can be said for NAVI. We're bit bottom of the board. There's only 3 difference on them 2. Simple wants to try and be involved, have a say in how this pans out. He was involved in that skirmish over in mid. He was the guy who traded Bit's death early. And he was really hoping that Heroic are going to give him a jiggle, give him a jump over the dice box, and that would be the invitation to the A play. When that doesn't happen, it becomes that much harder for Simple to get involved here. That responsibility is Von wo? Oh mein Gott. Tries his hand at it, ends up on the receiving end of that all. Nein, scheiße. Oh, wichtig. Simple, 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 bitte, bitte. Oh mein Gott, er macht Random Ohr und Kobe oder was? Scheiße. Denkst du? Gucken wir mal. Hoffentlich. Fallen Super Mercy. You just can't put them to bed, man. They never give up, they never go down, and this is why we've seen this resurgence, this resilience at Heroic, right? They had Yabi in last year, it looked pretty shaky at the start. Cologne was not a pretty tournament for this team, but they went on to bigger things, to 3 grand finals in a row, taking a trophy in 1, even here in Rio, stepping up big. Never having to face Navi, Furia did that for them, and Heroic thanked them and sent them packing. Right now, it's Navi who wanted that revenge arc, wanted to do right by Rio in taking down Heroic here today. And they had this one in the palm of their hand, in the bag, ready to check out. But Heroic have nabbed it from their hands and look for a flawless CT side in overtime.
Mhm. Yeah, this is where, you know, the frustration really starts to take hold, really starts to set in. Perfecto, normally a man you can rely on in those clutch moments, hasn't been able to find his footing in that ground in this game. NAVI, they need one at least. They need to slow Heroic's roll because Ich bin gerade richtig drin. Sorry, dass ich gerade nichts sag. Ich bin richtig selber gefesselt. Das finde ich auch krass, dass die ganzen wie heißt nochmal, ganzen Moderatoren auch immer so am Labern sind. Klar, oftmals gibt es auch viele, die richtig langweilig sind, dann halt nur das Gameplay und so kommentieren. Ja, die chillen jetzt hier vor Monster, ne, Monster, oder die spielen jetzt bla bla bla. Sie chillen jetzt erstmal ihre Eier und warten, bis was passiert von den Gegnern. Ne, das ist natürlich auch immer ein bisschen langweilig. Man sollte schon irgendwie versuchen halt auch zu entertainen, wenn man da moderieren ist, meiner Meinung nach. Aber ja, deswegen gibt es auch Commentator, Co-Commentator auf den. Ja. Time, ja, Time. Nein, Blatt. Guten Kill. Geiler 2. Bruder, er war full flashed. Er holt die beide. Perfekto. Come on, Perfekto. Geil. Okay. Moment, du könntest dich jetzt switchen. Das war eine sehr wichtige Runde. Ultra wichtig, ultra wichtig. Wenn Navi jetzt alle 3 Runden gewinnt auf der CT-Seite, dann haben die es auch gewonnen. 16-17, oder? Oder wie viel steht es jetzt? 16-17. Wichtige Runde, extrem wichtige Runde. I remember this T side, it was slow, it was painful, but it was efficient for Heroic in that first half. Yeah, Heroic and Masters are really not giving a hell of a lot away in the early round, right? You never know where they're going till they're already there, knocking on your door. This one is no exception. Constantly keeping Na'Vi on the edge of their seats. Bit is even starting to get paranoid about the toilets. I think that speaks volumes, right? Doesn't know these timings that Heroic may or may not have found with mid conceded. Bit is in a bad way. Nice. On an island at long, and that's a tantalizing prospect for Heroic. That is the opener in what could be the round that sends them to map point here. Flash over at long. Electronic, he's got a lot of responsibility on his shoulders. Is he gonna crumble under the pressure? Oh mein Gott. Gut. Gut. Sind aber auch mal ehrlich, Digga, das Crosshair von denen ist so schmutzig, dieses weiße Crosshair. So ekelhaft. Schöner Molly, schöner Molly. Egal. Bango. Bruder, wurden die gefickt. Weiß, ja. Weiß, schwarz, klar. Aber es ist halt extrem groß, ne, das Crosshair. Das ist wirklich groß. Da sieht man doch kaum was. Und er redet jetzt die Strat durch, was sie jetzt machen als nächstes. Nice. So much done, even by Electronic, to get that kill at long, to get that trade and call for the rotate down towards B. But he gets Schon 23:11 Uhr, immer noch erste Map, ne? Heftig. Ich glaube, wir sitzen hier vielleicht noch bis 1 dran, je nachdem, wie lange das noch geht. Wenn gleich die nächste Map kommt, ich muss so dringend pinkeln die ganze Zeit, fast 2 Stunden. Schon das Stream, erste Map, das ist heftig.
Das ist heftig, ja. Stimmt. Um 21:40 Uhr haben die ungefähr, glaube ich, begonnen. Sagen wir mal, ja, 21:40 Uhr. Ja, 1,5 Stunden schon. Ich war kurz bevor Start der ersten Map auf Klo. Ja, ist wichtig. Und ich freue mich schon, ey, ich freue mich schon richtig, wenn ein Major-Event kommt. Bro, ich bin direkt wieder in CS gestartet und direkt kommt ein Major-Event. So nice. So nice. Das ist ja jetzt mäßig ein Turnier, wo es um wenig geht. Es geht hier um wenig, ne? 100k natürlich, wer kommt ins Finale, was morgen um 19 Uhr gespielt wird, ist schön und gut, aber hier wird keine Legacy gemacht, so wisst ich mein. Major-Event, das ist halt wirklich so wie Champions League. Und das ist halt mehr so wie kann man das nennen? Das ist eher so wie schwierig. DFB-Pokal vielleicht auch schon zu hoch. Nee, der ist nicht so wie DFB-Pokal. Eher wie so, das hier eher so wie Ligaspiel, wie so ein Ligaspiel. Ligaspiel, wer jetzt gewinnt, qualifiziert sich, ja, wird dann Meisterschaft gewinnen oder so mäßig. So ist zwar schon ne Halbfinale, aber das ist jetzt nicht so ein krasses Event hier, ne? Der Gewinner von diesem Turnier hat Zugang zum Major-Turnier. Nee, die sind schon alle fürs Major qualifiziert. Die haben sich schon fürs Major qualifiziert. Die haben sich schon fürs Major-Event qualifiziert. Major-Qualifier waren schon. Major-Qualifier waren schon. Keine Ahnung, das ist schwierig, das Event hier mit. Das ist auf jeden Fall so ein Event, wo man halt Geld nochmal bekommen kann, so auf den. Es geht jetzt nicht um richtig viel. Ja, Revenge war schon. Ich guck mal, ich glaube, das wäre gekommen, aber FaZe Clan hat wieder mies verkackt. FaZe Clan, die haben richtig verkackt. Sonst hätte Cloud9 gegen FaZe Clan kämpfen müssen. Und das wäre ein richtiges Revenge-Turnier, weil Cloud9 musste gegen FaZe Clan spielen. Back-to-back hätten die halt Games. Aber, also FaZe Clan hat irgendwie besser abgeschnitten oder so, ich weiß nicht wieso. FaZe Clan hat besser abgeschnitten, hatte eine bessere Win-Rate, ne? Die haben halt mehr Runden gewonnen im Vergleich zu Cloud9. Und deswegen mussten die nur ein Spiel spielen. Und Cloud9 hatte irgendwie 2 Maps, haben die irgendwie mehr verloren, ne? So wie bei der Tordifferenz, bei Fußball. Tordifferenz, Korbdifferenz, ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen musste halt Cloud9 mehr Games spielen. Und am selben Tag mussten die schon davor, eine Stunde davor, die hatten nur eine Stunde Zeit zu chillen, die hatten nur eine Stunde Pause zwischen dem Spiel, mussten die direkt gegen FaZe Clan kämpfen und haben dann leider verkackt. War aber extrem knapp. Und ja, war auch mehr Glück. Ich bin ehrlich, FaZe Clan zur Zeit ist nicht so gut. Nicht so gut. And the second comeback against Map Point for Heroic. First 3 in a row. Now they do it in OT and we reset. And NAVI regrets. He has without a doubt been the focal point of this game. So many rounds ending in this lower site, at least attempting to. Heroic want to do it again, but they want to do it a little bit quicker, a little bit faster. NAVI don't know they're right around the corner. Also meiner Meinung nach, die besten Teams zurzeit sind G2, auch wenn G2 auch ein bisschen am Struggling war, Heroic, die jetzt spielen, NAVI, Vitality, Cloud9 eigentlich auch sehr gut, aber die sind leider nicht beim Major-Event dabei. Team Liquid ist sehr gut, Virtus.pro ist sehr gut, aber die sind auch nicht beim Major-Event dabei. Maus-Clan ist sehr gut. Furia eigentlich auch sehr gut, aber Heroic ein bisschen besser. OG geht auch gut rein, OG ist gut. Astral ist extrem gut, aber die sind auch nicht bei Major dabei, haben sich nicht qualifiziert. Nine ist sehr gut, das sind diese polnischen Jungs, für die ich bin. Sind noch sehr jung, unerfahren, aber die sind gut. Bad News Eagle, das sind alles so
Albaner sind das, ein albanisches Team, die sind sehr gut. Ja. Trying to come up the connector, Bit holds on to the top, he's not even attempting this one anymore. NAVI, great return to form into this second overtime, it's what was demanded of them. And while this game kind of started off feeling a bit like a chess match, right? Everyone cautiously moving their pieces about the board, very respectful of the opponent, understanding of the situation and trying to play with all the info. Over time, it's moved away from that. The gloves are off now. It's bare knuckle boxing. Yeah, there will be bloody faces, broken noses, and only one winner. Still insecure in this first map of the series, in Heroic's pick, with Ancient and Inferno to follow. Another mid-take for both sides. Da, first to 22, okay, 22. Oh mein Gott, was ein wichtiger Spraydown. 2 für 1, sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut, 2 für 1. Another opportunity for NAVI to start strong at the start of overtime. Every bone in your body, if your NAVI is telling you, look, if we can make this a flawless CT side, that is the recipe. That is the way to succeed here. It's a tall task, but they're looking up for the job. Heroic have got this B play left in the tank. Oh. Sie ist für Navi. Sie ist für Navi. Haha. Die Chick ist für Navi. Boah, nein. Nächste Wochenende Big Stream oder zählt das als Big Stream? Nächste Woche Big Stream. Stimmt, habe ich komplett vergessen. Nächste Woche machen wir dann ein. Nächste Woche. Nächstes Wochenende. Komplett vergessen. Stimmt, ich wollte ja eigentlich noch einen Big Stream machen. Nächste Woche machen wir einen. Nächste Woche. Das zählt nicht als Big Stream. Big Stream ist, wenn ich auch am Zocken bin. Das ist dann ein Big Stream, wenn ich am Zocken bin. Boah, wir haben hier noch den Klatsch geholt. Heftig. NAVI can't do right by Bit's double opener. And Heroic, you can just Simple never write them off. Yeah, that stress is setting in right now for NAVI as well. You see Simple getting frustrated. They had that round, poised by Bit, a 4v3 in the B bomb site. They give it up in its entirety with no info on A, with no contact made. NAVI make a wrong gamble, and Heroic exploit them. Great searching for Cadian. He needed that opening kill. Quiet doing so in this game. It still has made some fantastic calls on these T sides. Heroic go back for more. Stown reactivated, re-energized in this map. Looks for another B pick. Given up after the smoke. Let Yabi have a go. He's on 31. Stars are certainly shining bright for Heroic. Oh, Yabi. Wow. Electronic gets out with 1 HP. 1 HP the difference. About that being a feel-good moment for Heroic. Well, my NAVI strengthen their position down in the B hole. Now he's very wounded, nearly mortally wounded is Electronic. But even this presence, an uneven fight could have sent Heroic elsewhere. Shush lobs in a bit of util over towards A, but he's come back down for the B hit. Good timing. Good man to put up here as well. Electronic, 1 shot away from death, so try to get as much out of it as you can before he goes. Gut, Electronic. Komm. Ah, scheiße. Here's the flank from Bit getting activated. Down through the connector, he won't have an angle. Heroic have rerouted, they join up on the monster side. Simple's the next. Scheiße, verfehlt. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wichtiger Kill. Immer noch erste Map, Jungs. Immer noch erste Map.
Der Albino. Immer noch erste Map. Ja, hast recht. Und wie er in den Himmel geflogen ist. Erstmal up to the moon. DRL-Drop. Geben wir das mal ein, DRL-Drop. DHL-Drop. Ich hab nichts bekommen, ne? Was für Arschlöcher, Digga. Gönnt man einen Drop? Auch hier. Wieso bekomme ich keine Faceit Points? Habe ich Faceit Points schon dazu bekommen? Ich gucke hier die ganze Zeit zu. Habe ich Faceit Points dazu bekommen? Ich hatte 0 Punkte. Wie sieht's mit den Faceit-Punkten aus? Ah, 100 Punkte. Chillig. Chillig. Ich gucke seit mehreren Stunden zu. Ah, nice. Um 22 Uhr. Von einer Stunde. Ich guck. Korrekt, Digga. Korrekt. Korrekt. 100 Punkte nur bekommen. Wow. Wisst ihr, was 100 Punkte sind? Davon kann man sich nichts holen. Gar nichts kann man sich davon holen. The re-swing from Yabi is the last thing Navi are ready for. They try and hunt this kill down, but their opportunity already gone. Heroic force fight and then slink back. Back for more, perhaps. Stound's going up on another boost, jumping with a flash. Nice. Ah, scheiße. Wir sind jetzt gelb wieder. Also Terroristen. And why not do it again? Why not insult Navi with another? Gut, Simple. Hey, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war unten irgendwie so ein Fata Morgana, so ein schwammiger Effekt. Nein. Holt ihn euch. Nein. Nein. Scheiße. Ich muss so pissen. Und das ist richtig Druck. Ich sag, ich werde die erste Map gewinnt. Hat auch eine sehr, sehr gute Chance, die zweite zu gewinnen. NAVI have struggled breaking through on the T-halves, especially as we've raged into OT. And it's also NAVI who have always been the ones on the cusp of winning this game. Heroic are the ones performing the comeback. They just got to question how long does that keep up? Eventually the tides will change, right? Eventually it will be Heroic in that position. And after this many times of fighting for the back foot, I'm sure Heroic are ready to close. They've got to get that match point or map point first, though. It would be it. An opportunity again. Testers with jump spots. He's had a phenomenal map, has this guy. He's going to give it up after getting info. Sees a lot of Na'Vi players. We talked about how we haven't seen toilet takes, not really seen these A plays. Na'Vi have numbers on long. They've amassed on this T side. But Heroic aren't biting it or buying it yet. They don't bite. Shush still in. Connector side can flank quickly, forcing Navi to go to CT plant if they get this bomb down. They don't know that yet, though. They've got to get through Stound. He is very close. Schön simple. Okay, this could get weird now. Testes is really in hot water here, getting split up through short. Also has the sight to worry about, and so he'll get knocked out. Electronic, tired of waiting around and playing on Heroic's terms. Gut. Nein, guck nicht weg. Oh mein Gott. Simple. Simple, Bro. 2 Schüsse verkackt. Nein, kein Klatsch. Nichts, kein Klatsch. Kein Klatsch. Kein Klatsch. Kein Klatsch. Wie sieht er ihn? Wie sieht er ihn? Wie sieht er ihn? Wallhacks. Wallhacks, habt ihr das gesehen? Er hat das ausgemacht, dieses X-Ray, und er schießt da durch. Man konnte ihn gar nicht sehen. Bruder. Diese andere X-Ray hatte der an. Dieser Yabi. Wallhacker Yabi. Fußhit. Ja, wenigstens Fußhit connected. Yabi, der Cheater.
Komm schon, Navi. Die machen das. Ich glaube, wenn Heroic jetzt die Runde gewinnt, werden die auch die Map gewinnen, glaube ich. Heroic once again fighting from the back foot, but there's something that changes in the mind of this team. They try to make more plays. They feel like, well, may as well leave nothing unsaid then. If it's do or die, they'd rather be doing the do. Bam, 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 bam. Keiner pusht da jetzt was. Nein. Oh mein fucking Gott. Er holt einen Zweier, Blatt. Oh nein. Was für Bastarde. Ja, scheiße. Komm. Ace Clutch. 1. Du machst das, Habub. Schade, ja. So, was geht, Geldmagier? Nee, die wollen, dass ich mich hier einpisse. Ich pinke gleich in eine Flasche rein. Heftig. Ich sag, wie es ist, erste Match, was ich hier versuche so zu restreamen, direkt ein Banger. Direkt ein Banger. Ich sag euch, wie es ist. Direkt ein Banger-Match. Und das ist die erste Map immer noch. Erste Map. Direkt ein Banger. Wirklich. Direkt ein Banger. Nix, das war auch so, als wir NBA mal geguckt haben zusammen. Direkt ein Banger-Game. Direkt. Ich wollte mal Lust, ein NBA-Game zu gucken. Es war direkt ein geiles Game. Mit Overtime und so. Der schießt in den letzten 2 Sekunden noch einen Punkt rein, damit die das Game gewinnen. So Buzzerbeat hat er gemacht. Richtig wie Hollywood. Oh. Pushing down through long is rewarded for his troubles. The bomb all the way down at the top of connector. MPL going back to get it as Perfecto calls across. I'm in B. Scheiß drauf, jetzt pinkeln. Ich muss so pinkeln. Ich piss mich sonst gleich ein. Me being here allows my teammate to come through. We'll deal with the fight when we get it. The jumps for Shush are nothing. It's info for Perfecto that counts, and he closes the gap, closes the distance, and tries to end the round. That's the kill that might have done it. 2v2 now. Na'Vi need to pick their post plants. Perfecto holding the short swing and making it all happen for Na'Vi. Yabi goes swinging, and the two Titans clash. Yabi closes that out. It's MPL left to get past. One man alone to do it for Na'Vi. And you've got to praise MPL when they give him these 1v1s. He's been good in them. Yeah, he's been holding down the line, picked up that massive 1v3 in regulation to break Heroic's money. And considering the pressure that this youngster's under, the eyes that are on him, he does well to hold his own in moments like that. It's not like you're up against someone who's having a slow roll, a rough go at it. That's Yabi in his prime, in his element, and you just shut him out. Yeah, and you look at those two additions, right? The rise of Yabi, the rise of Heroic has been much clearer than the tumultuous times of Na'Vi. So ist gut. Ist das live? Ja, es ist live. Es ist live. Es ist live. Ich bin hier keine... Das ist keine Wiederholung oder so. Ist live. Nice, Navi hat die Runde gewonnen. Wichtig. Perfekto, 1 gegen 1. Lutsch mir meine Eier. Sujuk, Muluk, Siush. Ja, Naruto Run. Ihr habt es noch nicht gesehen. Ich habe ja eigentlich nebenan in eine Flasche reingepinkelt. Ihr habt es noch nicht gesehen. Ich habe mich nämlich kurz gemutet, dann habe ich da schön reingepullert, damit ich das hier noch sehe. Boah, ich muss jetzt auch richtig scheißen. Ich glaube, ich scheiße jetzt schnell von meinen Mülleimer rein.
Well, maybe it's not. Yeah, that's how it's looking, but I think that's how they want it to look, right? And if we're falling for it, then Heroic certainly will. Tessa is now getting activated on the wraparound, and they can hear this. Ihr wisst gar nicht, ne? Dieses mit dem Mülleimer scheißen. Also ich habe das nicht gemacht, aber ich kenne einen Kollegen, der hat das mehrmals gemacht, weil wir mal CSGO gezockt haben. Er konnte nicht aufs Klo gehen, er hat einfach seinen Mülleimer reingeschissen. Schau, das geht raus. An dich, Bro. Falls du das jemals siehst. Er war zu faul aufs Klo zu gehen. Er hat einfach seinen Mülleimer reingeschissen. Vor allem Shoutouts. Keine Ahnung, er musste damit leben. Die Shitouts, Bro. Die Shitouts. This is just madness. Like, let's all take a bit of time to appreciate just how deep in we are. And how both teams are still at 100%. This is the Counter-Strike that exhausts you. How do you play 2 more maps potentially after this? That's what I wonder. When a BO3 starts like this, NAVI, the T-side woes continue. They look for 2 at the end of the half. Still the believer in the 2 on the T-side would be enough for NAVI. This has been where they keep falling down in the overtimes. Geldmagier. Kennst du dich eigentlich aus mit Counter-Strike? Bist du da so drin? Weil ich glaube, die meisten von euch sind gar nicht so in CSGO drin oder generell in Counter-Strike. Also wenn es hier vor allem Pro-Matches angeht. Man with a plan hides in this smoke and hopes that this can be the way in for NAVI. It's a risky play. He's made it past right in behind them now. That info goes both ways. It's a little weird, but his teammates make First to 25, Alter. Electronic tries to keep him tame. They can only go 1 for 1. Look at the control Heroic have. This deep smoke again they've been throwing from spawn just locks them out completely. Das war Triple Overtime ist jetzt schon heftig. Ich habe vor ein paar Jahren CSGO gespielt, aber danach nicht mehr regelmäßig. Okay, nice. Dude, such great awareness on Shush. Fully cognizant of him being here alone can end up being more of a problem in the long run, and so he just serves to be a nuisance, to waste time. NAVI spends so much time Die haben auch Zeit. for that chance to 30. But now all they're left with is a B play. Die müssen jetzt auf B connecten. Die müssen jetzt auf B gehen. Boah, fuck this shit. Ja, Zeit, Bruder. Zeit, Bruder. Zeit. Иди нахуй, блядь. Bruder, was machen die da? Was machen die da? Die chillen ihre Eier. Bruder, die chillen, als wenn die 1000 Jahre Zeit hätten. Nice, er gönnt sich erstmal den Glizzy. Du musst das, Bro. Was geht? Normal. Der Junge, man muss auch essen. Man muss auch essen. Ich gönne mir nachdem, wenn jetzt Pause ist, auch was zu snacken. Fürs nächste Game. Das solltet ihr auch machen. Thus far, they've been playing second fiddle to NAVI throughout this entire thing, keeping the game lurching forward, but never in a position to close. Double off now as well, pulling out all the stops. Bit on long with his. Mein Gott, okay. Aggressively towards B, but there's no one here for Heroic. Tess says, well, he might be going into the danger zone, dropping on your nades. He'll take them back. Don't want to forget your guns down. Leave that for later. See you later, alligator. Man at the back of the pack. Stan will go on a hero's journey, but Bit waits, bides his time. Right, yeah, be lurking his whole thing, and that's why. Gönn ich ihm 0. Schön Retake. Gönn ich ihm 0 den Kill. Yes, sir. Scheiße. Guck, seht ihr das? Ja, ich glaube immer, wenn da Feuer in der Nähe ist, das ist, glaube ich, ein Feuereffekt, ne? Das ist dann immer so ein bisschen verschwommen.
NAVI scramble bodies down into the B site. They've got no other choice here. Pick a side and die on that hill. Perfecto doesn't like the odds. He doesn't fancy his chances. 25 and going silent for Heroic has set them up for success. They can creep in. Mid-side smoke for Cadian will allow a Chill dort einfach. cover towards the pit. Chill dort einfach. Genau dort. Chill dort einfach. Chill dort einfach. Bitte chill dort und guck ab. Ah. Repositioning as Cadian goes back to the monster. Na fick. And that might be the one chance NAVI had in this round. Na fick. Ihr holt das. Doch, die NAVI holt das. Haben die Kit? Ein Kit vorhanden. Okay, Kit vorhanden. Nein. And Perfecto now having to come to terms with it. It's washing 10, over him. He knows 9. that you're about to move on a map point. Ich raste aus. Digga, Heroic ist mies gut. Diese Dänen sind mies gut. Gigo, Digga. Also die Dänen sind arschgut. Wirklich. Kisscam, ja, normal. Muss. Gönn ich ihm. Von Girl gepusht, ja. Aber in Brasilien ist das auch anders. Also in Brasilien feiern die auch richtig CSGO. Das wusste ich auch gar nicht, ne? Weil man das hier nirgendwo mitbekommt. Aber in Brasilien, die Leute sind zwar arm, aber das sind richtige Gamer. Also in Brasilien sind die richtige Gamer. Das wusste ich auch gar nicht. Aber in Brasilien auch Sega, damals in den 90ern, Sega hatte in Brasilien, das war der drittstärkste Absatzmarkt nach Amerika und Japan. Oder so der zweitstärkste, ich bin mir nicht sicher, aber der Sega Genesis und so, der hat sich in Brasilien extremst gut verkauft. Das wusste ich gar nicht. Habe ich letztens so ein Faktenvideo gesehen. Habe ich auch nachrecherchiert. Brasilianer sind heftige Gamer, die sind richtig am Game. Also anders. Das denkt man wahrscheinlich nicht, ne? Aber man denkt so, ja, Brasilien, arme Leute, haben kein Geld dafür. Aber die haben die erste Map gewonnen, gell, nicht 0. Dragon Ball geht auch ab. Ja, das denkt man nicht, ne, weil man halt hier so in Europa ist. Man hört halt wenig so bei diesen südamerikanischen Ländern. Wenn Amerika, Kanada, so, ne, Nordamerika, Europa, Japan, China, so das bekommt man so mit, ne, aber was in diesen ganzen Entwicklungsländern und so abgeht, weiß man gar nicht, ne, aber das geht doch anscheinend gut ab. Und die kaufen auch das, ne? Auch wenn die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, aber die sind da immer dann richtig mit Herz dabei. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Erste Map geht an Heroic. NAVI. Bei Triple Overtime, da können die Nerven nochmal blank gehen und so, ne? Bam, bam, bam. Wie lange ist jetzt Pause? 15 Minuten? Eine Minute noch. 1,5 Minuten, okay. Ich bin dann kurz mir was zu essen snacken. Wir sehen uns dann 1 Minute Werbepause wieder. Bis gleich, bis gleich. Holt euch am besten auch was zu essen und so. Glaubt nicht, dass sie in 1 Minute wieder starten. Wahrscheinlich. Nee, essen. Ich hole mir was zu essen, was Neues zu trinken. Ich muss gar nicht scheißen. Macht es am besten auch hier. Die ganzen Pfandflaschen, die bei euch am Start sind. Die ganzen 1, 2, 3. Einen habe ich heute, war von gestern, 3 Flaschen habe ich heute schon getrunken.
Grab yourself a DHL drop sign and customize it with your message, and make sure we spot you in the crowd. If you are lucky, one of our special deliveries is coming your way. And for all of you watching at home, type !DHL drop in chat now. Are you ready for DHL drop today? Show me your signs. Show me. I will choose with my friends. Get ready. I'm not alone here. Get ready. Hi. Say hi from everyone. Hi, everyone. Thanks for joining us on DHL Drop today. And I hope you enjoyed the tournament so far. And let's do it. We need to choose 3 signs, okay? Should we take one of these? Yeah, I like that. That one? Well, let's get him with a hat. Hat guy. Fazer o Pix. Ele quer que faça o Pix, galera. É isso. Primeiramente, vou dar muito boa tarde, boa noite já para todo mundo aqui da arena. Tô aqui com o Get Ready. A gente vai escolher aqui 3 DHL Drop. Então vocês precisam levantar a plaquinha de vocês aí. E eu já escolhi a minha. Ele quer o Pix, então eu vou chamar o cara do Faz o Pix aqui. Pode vir o cara do Faz o Pix. Eu gostei do Fallen Supremacy, então eu vou escolher também o do Fallen. Vou pedir para a produção trazer os drops. Where is the drops? Congrats. The first winner. Ready? Now my choose is Fallen Supremacy. Presente Professor. This is my choose. And I need one more. We need one more? Yeah. Let's see. I think I see someone behind here. I think I see someone with like a CS2 sign. Where? I think it's behind there, like behind everyone. The late oh, he put it down. Okay. Let's do this one. There. That? No, that one in the middle. Yeah, that one. Então pode vir, quero caixa de CS aqui também. Temos então as 3 escolhas aqui, os 3 escolhidos. Ó, parabéns, você vai ganhar um DHL Drop. Dá um sorrisão pra câmera. And the last, this is the last one. And now, Freya, bye-bye! SOS! Wonderful to see the legendary Get Right entering the arena for our DHL Drop. And you guys can get involved with the action at home as well. Head on over to esl.gg/ultimate-10. And you could potentially win a trip to Malta to participate in the DHL Ultimate 10 competition. We've had some good times in Malta recently, but speaking of good times, man, a sigh of relief breathed for Heroic, sealing out their own map pick after not 1, not 2, but 3-0 Janko. What a map. That was an absolute banger. I think it had everything, you know, Heroic starting off strong on the T side. You could see their preparation and their game plan was to target MPL early on, right? Just pester him, throwing nades, monsters, spam, flashes, right? And it worked initially. He didn't have a great game. They had, you know, a couple of faster paced rounds coming out off of that, but NAVI, as NAVI tends to do, they find a way to consolidate themselves and hit back. Well, do we have an extended 30 minutes to talk about this one? Because like, there's so much to talk about. But yeah, I think that Heroic, yeah, as Janko said very well, I think they started really good on their T side, but also like the approach from NAVI was not the one I was expecting. You know, giving Heroic way too much space.
it was like a perfect invitational to come to the B-bomb side, guys. Come on, come in, because there was no smokes, like they're not playing properly, right? And we saw Crimbo talking about in the pre-show, right? About how strong Yabi is, playing as a lurker towards Monster, and then once you give him the space, he's just gonna go in, or he's gonna call the team to come over and do what they did, right? So like here's a good example of a round where they just basically trade each other very well, and there's plenty of those rounds, right? And yeah, I think that towards the end, obviously the game got a lot tighter. Yeah. And for the viewers at home, once it gets to the overtime situations, like there's so many mind games going into between the teams that it's hard for us to analyze, and for you guys at home as well. I know it's hard, it's difficult, because there's so much history in the game already that people are kind of like trying to outsmart each other. It becomes a matter of stamina at that point, right? And it also becomes a matter of still being patient in a third overtime, not to go for too many YOLO moves and give away cheap deaths and whatnot. But I think a very interesting game, right, with the teams and how they started off ecoing in the second round after losing pistol, buying in the third and winning that first gun round. So both teams on their CT sides early on, they didn't have great buys, Simple didn't have an op, they didn't have all the utility, and that really influenced. That was the reason why both teams had strong T sides. And certainly an interesting comparison when we go back to what we just saw on our screen in the Air Force Aim High. Obviously, Yabi having a really hot start to this map as well, continuing that on through and through, but Electronic as well. When we moved over to that T side in regulation for NAVI, they were looking ferocious on that. Isn't it crazy that the Electronic is capable of pulling those numbers and that performance while in-game leading, right? I think he's one of the very few in-game leaders out there with that amount of frag power, and yeah, that was impressive numbers. And Navi in the second half, 2 of the rounds they lost were to pistols. One of them had a saved op, the other one had a saved gun, and you're thinking, wow, this is exactly the type of round that's going to tilt Navi off of the face of the earth. But no, as soon as that round is over, Navi bounces back, wins the following round. One of them was an MPL 1v3, which was great to see him step up. This is one of those rounds, and not only because you lose to pistols, but you can see that Heroic gets the read. They're waiting for him. They have a late smoke to block short. So I was impressed by Navi and the fact that they didn't crumble. Yes. But considering that they Was geht denn hier ab? Ich dachte auf einmal, dass die hier in der nächsten Map sind, aber das sind jetzt anscheinend die Highlights. Ich habe mir jetzt auch nochmal eine Pizza auf chillig reingeschmissen. In 12 Minuten, ja, perfekt. Genau um 24 Uhr müsste das dann rauskommen. Yeah, because it was kind of teed up, I think, at the, as you said it, Janko, coming into that round. Perfekt. 30 man perfecto looked like Ja, he was almost going to get the plan. schnell noch eine Tiefkühlpizza reingeschmissen. On that site, he was just a little too late with that one, literally. Aha, in 7 Minuten nächste Map. Hungry for more? Pro Tour? Ja, ich bin hungrig. Ich glaube, ich bin eine Pizza reingeschmissen. Real Italiano, ja, was soll ich denn machen? Als wenn wir hier einfach so Teig haben. So, ne? Was soll ich denn sonst machen? Ich hätte mir Pommes reinschmeißen können und so. Oder, ja, Salat machen, aber Pro hat gar keinen Bock auf Salat machen und so. Ich habe einfach diese Pizza genommen, die wir da hatten. Irgendwie so von Dr. Oetker oder so. Ich meine von diesem Doktor. Wir machen hier keine Werbung, weil ich dafür nichts bezahlt werde. Ich wisst ja Bescheid. Die soll mal Placement gönnen. Vor allem die Fabrik ist ja auch bei mir hier um die Ecke. Die ist ja in Bielefeld, ne? Die Fabrik vom Doktor. Ja. Habe ich dann mal ein bisschen aufgepeppt mit Tomaten klein geschnitten drauf. Das wäre geil, wenn man halt so getrocknete Tomaten schon hätte. Das schmeckt mies gut auf Pizza. Und dann halt noch, ja, mit Oregano, Parmigiano, ihr wisst Bescheid. Parmigiano, Oregano, Basilikum drauf. How back and forth it was. He said that KDM was doing a great job of hyping up individual plays of the team. So like Shush when he was going hard, and then when you see what Tessa was doing, which is really motivating him. He says you have to be very careful though of the energy being spent so much in a first So game much. Like that. Der ist auf jeden Fall Brite oder so. Merkt man am Akzent, ne? It's not the greatest. That's not the greatest. But he's aware that look, we're getting some more positive on it. We're getting some more confidence on it, and this is what they can try and do. So maybe it's the perfect time to strike on Navi in a game like this. But still, he knows it's Navi. Are we going for a third?
we'll have to wait and see. Ancients up next. Let's go, Agents. Yeah, this is where this series looks like it has a potential to go to full distance because we look at Navi's win record recently, 7 wins in a row on this map. 7 wins on 8 out of their last 9. I think Overpass was a must win for Heroic Anscheinend series, fängt jetzt auch NBA the an. manner in which they won, a triple overtime and everything that we've talked Neues about. Foto. I mean, they have a chance still to win this map and close it out. They won 2 Ancients here at this tournament. Suns haben die heute schon um 21 Uhr gespielt, oder was? Nix Suns. Ja, die haben heute schon gespielt. Krass. Sixers haben auch schon, ja, Sixer gewinnt die Serie, war auch klar. 4:0. Ja, Suns führen jetzt 3:1. Dann heute, also morgenmäßig, ihr wisst, um 1:30 Uhr das nächste Spiel, Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks. Um 4 Uhr fängt dann Lakers an. Und dann morgen um 19 Uhr, Knicks gegen Cavs, aber das gucke ich mir nicht an, weil dort hier Finale kommt. Um 21:30 Uhr Warriors gegen Kings, wo das könnte... Oh mein Gott, Sacramento führt schon 2:1? Heftig, ich habe nur das erste Spiel geguckt, das war heftig. Okay, und dann geht's morgen um 1 Uhr weiter. Hawks gegen Celtics. Um 3:30 Uhr Timberwolves gegen Nuggets, gucke ich mir nicht an. Dann Dienstag, ja okay, mein Lakers spielen wieder Dienstagmorgen. Okay, nice. Dienstag um 4 Uhr morgens. 16-13 or something like that. Yeah. But still, like, if Heroic watched that game, which I Nice, know they will, nice, because nice. I managed to catch up with the Stown before the game started, and he actually told me that they were watching and discussing a game plan for that. And also shout out to Crimbo, you know, he mentioned Shush as one of the players who maybe is flying a little bit under the radar, had a great game into Shush, Tessis and Yabi, really as the trio who was doing most of the work, Yabi with a lot of impact, and it's Stone, man, a couple of series now, you know, you go back to the G2 Grand Final in Katowice, Outsiders Grand Final here in Rio at the Major. He's the 4th rated player, you know, in those games. 1, 2, 3, It seemed like he was talking throughout, like he didn't, you know, fall back because he had a poorer game, but even Ey, an alle, die jetzt am Start sind, ne? Hat jemand von euch von Advance, hat jemand von euch Advance Wars gekauft? Das ist doch jetzt am Freitag rausgekommen. Advance Wars 2 Final Mix oder so. Jetzt gestern ist es doch rausgekommen. Am Freitag. Hat das von euch jemand geholt? Daniel oder so? Was weiß ich. Hat das jemand von euch geholt? Wenn ja, wie ist es? Weil für mich, ich habe ja gesagt, für mich ist das persönlich nichts. Diese ganzen Strategiespiele fühle ich jetzt nicht so krass. Aber schreibt mal rein. Würde mich interessieren, falls jemand von euch hat. Oder hat jemand von euch schon was geguckt? Weil ich sehe, keiner spielt das. Walla, keiner spielt das. Oder kommt das erst nächste Woche raus? Ich guck mal ganz kurz. Advance Wars Reboot Release. Kommt das erst nächste Woche raus? Ne, gestern ist es rausgekommen, aber ich habe noch keinen gesehen, der dazu irgendwie ein Video gemacht hat oder so. Hier auf Twitch sehe ich keinen Schwanz, der das spielt. Ist das mäßig untergegangen? Weil ich habe ja auch gesagt, nice, Face It. Gönnt mir jetzt mal ein paar Face It Points. Please give me Face It Points. I need Knife. Vorhersagen, man kann hier gar nichts machen mit den Vorhersagen, oder? Erste Community. Ändern, man kann hier gar nichts machen mit den Emotes. Das nützt halt nichts, Emotes hier diese Punkte hier zu bekommen. Man muss halt nur wegen Face-It-Punkten hier zugucken. Was für ein Game. Advance, warte, stimmt, ist ja hier eh Werbung. Hier, Bab. Advance Wars Reboot Camp. Hier, das Advance Wars 1+2 Reboot Camp. 21. April, kam gestern raus. Hier, für 60 €. Was? Aber ja, guck ich mal auf YouTube. Oder ich guck mal auch hier auf Twitch. Durchsuchen, erstmal Tab stumm schalten. Empfohlen für mich. Crash Team Rumble kam jetzt auch schon raus anscheinend, okay. Machen wir viel zu wenig. Guck. Das ist hier nicht drin. Normalerweise, wenn Nintendo ein Spiel veröffentlicht, ist es immer oben. Die erste Woche oder die ersten paar Tage ist es immer oben. Bei Advance Wars, das juckt kein Schwanz. Ah, hier. 8000 Viewer, kein Schwanz spielt das. Ab ins Reboot Camp, Advance Wars, ja. Ist vielleicht auch falsche Zeit, aber ja. Kaum einer spielt das.
Kaum einer spielt das. Nicht kaufen, hab das Game damals auf Advance gedaddelt, ist okay. Ja, ich hab das ja auch auf der Wii U. Aber ne, um so zu supporten. I mean, I started play CS when I was 5. So 19 years. Ach, looks like Linklets Pet, das ist okay. Wünsch dir was? Game 2 vor 6 Jahren? Okay. Diese Woche, wahrscheinlich macht Game 2 dann nächste Woche dazu einen Beitrag, kann ich mir gut vorstellen. 100%. Ja. Zurzeit zockt das keiner. Knights Let's Play. Schade, ne? Eigentlich schade. Ich sag, wie es ist. Man sollte das theoretisch vielleicht unterstützen, damit Nintendo merkt, hier, Advance Wars verkauft sich doch gut wegen der Nintendo Switch. Das interessiert ja doch noch einige. Wisst ihr, ich meine? Also, keine Ahnung, ob die dann irgendwas anderes, ne, auch mal raushauen, ne? Wisst ihr, ich meine? Man muss ja auch so denken, Nintendo ist ja nur auf diesen Kommerz aus. Und wenn das dann halt scheiße läuft, vielleicht macht das keiner. Du wisst schon, was ich meine, ne? Interesting. And how is the person different? Do you feel like you're still growing up? I mean, you're young, dude. Of course, yeah. Yeah, young, dude. Yeah. 24 and you've done all of this. It's kind of crazy, bro. I mean, does that... Oh, good question, Alex. I've just given myself a compliment. I got a good question. Does that mean when you've got like BIT, NPL, you see a little bit of young Dennis? When they you know how they feel? I mean, I guess they're different. I started playing LANs when I was 10. Oha. Play CS at 5, LANs at 10, in your hometown? Yeah. Damn. But they're different, they're from Face It, you know? Online guys. Zoomers. Yeah, it's a different human. Yeah. Sometimes I see Simple just, he is talking. Face It. Do you ever have to just go, Sasha, shut up? Sometimes it happens not only for him, you know? Yeah. You just want to call a timeout and say, right, you all shut up. Listen to me. Papatronic is talking. Awesome, man. It's been so good to speak to you. I want to shake your hand. Thank you for giving me your time, and good luck in the tournament. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you, bro. LANs, Digga. Als ich 10 war, gab es schon keine LAN-Tournaments mehr. Wenn, dann nicht mitbekommen. Weil, ne, wer soll das denn wissen? Keiner von meinen Eltern ist so ein Gaming drin, meine Schwester auch gar nichts mit Gaming zu tun. Ich wollte mal unbedingt auf dem Mario Kart Wii. Digga, ich schwöre, ich und ein Kollege von mir, Shoutouts gehen raus an Ömer, wollten mal, weil ich in dem Sommer nicht nach Litauen gefahren bin, wollten mal hier in unserer Stadt in so ein Mario Kart Wii, das haben die von der Stadt organisiert, ein Mario Kart Wii Turnier gehen, ne, weil ich dachte mir so, ja, mal Mario Kart Wii, ich bin da mies gut drin, ich werde die easy zerficken. Bruder, ich bin da hingegangen, also wir haben uns dort angemeldet, die meinten, ja, wir haben keine Plätze mehr, ist schon alles voll. Dann dachten wir uns, okay, scheiß drauf, wir gehen trotzdem dorthin. Wir waren da, Digga, die waren so schlecht, die haben um 100 € Preisgeld gespielt, waren so scheiße, wirklich. Die haben mit Wii gespielt und Automatik, die waren so schlecht. Wirklich. Die waren so schlecht. Die haben nicht mal mit Bike gespielt, die haben nicht mal Funky Kong benutzt. Wobei doch, da hat, glaube ich, mal Funky Kong benutzt, aber mit Kart. Waren so scheiße, wirklich. Waren so scheiße. Da haben auch halt nur Deutsche mitgespielt, nur Deutsche. Richtige Nazis, wirklich. Richtige Nazis, no cap. Gut, Pistol Round. Die haben wieder gewonnen, den gönn ich 0. Okay, 0, ich bin dann jetzt mal eine Pizza holen. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. That might be Navi's nightmares incarnate. Yeah, he had literally half the kills of Shush and Tess's. 40 for the aforementioned, but 20 for Stown. Sure, there was a late game recovery. There were some impactful rounds towards the end, but starting like this, now the young guns warmed up. Now Navi are in danger. If they already weren't. Yeah, I mean, we even heard, right, that little check-in with Exist, how he was cognizant that these sorts of games can really take it out of you, right? You kind of
spend everything you've got in the tank. And so that was something Heroic were already thinking about on that previous map. But that wash of relief when you do win it, oh boy, that surpasses the pain of losing. And that's that pain that Na'Vi are feeling right now. The what if that you mentioned, the chances that they had. Heroic poised and ready for this A push. 2 players close, looking to fire pins and needles into the armless Na'Vi. Yeah, Shush on the boost. He makes contact first, and then Tesses comes in swinging. It's a lovely little double play over towards the mouth of this A site. And Heroic stick the landing on the conversions here. Now, that wasn't much resistance offered up from Na'Vi. Already They're not coming out with the guns now, but yeah, I mean, you can tell, right? Like, not the face you want from Simple after round 2, sure, early days, but you know, he performed in that first map. He wasn't, you know, a titan. He wasn't destroying, but he was up there. He had a lot of rounds. But you can't be tilting at this point, not with this much on the line. Heroic here again in Rio, looking for a grand final placing. I love the mid take as well. When we saw them against Fury, they were very active and flashing through the mid smokes, taking it back late, using a lot of players, and still Tesses pushes Na'Vi out completely. To think that they had the boxes below mid, Bit's just eating grenades in this round, and he's been forced back to T-spawn. Na'Vi need a new plan. There will be that B-bomb site supplemented by a third. yeah, this is the bonus round for Heroic, right? So this is one of the easier rounds you're going to be given if you're Na'Vi. As a result, they're hoping they can find success here as they move in. This triple stack about to be uncovered. Contact made over on the long side. Kills traded, but Yabi holds on. Will get overrun eventually, but he's done what he had to do in the defense of this B site. Still a man in cave that isn't known about. Just going to get re-smoked off. Down. Not destined to play into this yet, and might never need to, as Bit left up in the 1v3. Low on health, finished off by the cave flank. Heroic open up, keeping the form going that they showed to close on Overpass. And with their bonus round, they don't just come out of it with the win, but they get out with rifles aplenty, a feel-good moment. Na'Vi on the back foot to open up Ancient. Yeah, that hurts for Simple as well. He gets a smoking cave to trap down again. The second he throws it, they molly default. He literally has nowhere to go. He has to swing, and they just catch him in the open. So already, Heroic taking full control of the CT side. The mid retake into the B lockout with that double long setup. 3-0. Simple buys anyway. That was the consistency at the start of Overpass, forcing AWPs and M4s into eco rounds. But if any man can make it work, it is this one. Aggressive play ahead of the flash for Cadian. Captains take each other on, but Cadian's the one who goes wild, looks for more, gets it as well. B's been cleaned out for free, and Na'Vi desperate in mid with pistols. Simple comes hounding. And Heroic just go through their motions. Baited for Shush. Na'Vi take red. Cadian, is he aware? No, not at all. Still, he's given a second chance at this. He goes from almost getting caught out to adding another to his tally in this round. And so any hope of upsetting with the hero AK now brushed aside. It's just MPL. Down should have him here, has his number. Damn near flawless round out of Heroic. The only man they lose is Cadian. In a way, you can stomach that. That just entices him to bring the AWP out now. Yeah, true. 3 kills in that one as well. So Cadian getting comfortable early. They go back to flat rifles. He calls for an AK over, and they will oblige by their captain. Right now, Heroic don't feel that need, don't feel that burn. Simple's given an AWP in return for an AK. And so we do have that option opened up. The boost to be expected.
Heroic will not be surprised either, and they gamble. They go back for this mid take again, popping through this red smoke, and Donut as well. But behind a smoke bit whiffs a spray. If it's not a headshot, that's what it looks like, I guess. Ugly. As Heroic find a 5v4, Na'Vi take the site. This is threatening. This is scary. Stown 7-0 to open this up was a non-factor on the last map, and he just keeps racking up a body count. Adds another to it. Simple. Fed to the wolves. And just electronic. He looks down the line. Everyone else failed on his team. Everyone else brushed aside. And he knows he can't do this. He knows this is one step too far. And there's Stown, insult to injury, 4 in the round. Lights out from Stown, who's showing up to this second map after saving a bit of steam, letting his teammates do the heavy lifting on overpass. He is here to play now. 2 4Ks in 5 rounds and still yet to die. The impact is insurmountable right now. Fantastic rounds and ideas out of Heroic. They leave a gamble, they leave the site. Sure, Na'Vi realize, but one man apparently is enough. This is scary. This is an RV who are frustrated. This is an RV who are hurting, who are probably tired. Oh dear. Heroic here to play. They will lose a man to open this one up. But it's cancelled out thanks to Yabi's nade. Still, the plant here is nice for Na'Vi. They're looking for that one round to try and put themselves up on the board, but a missmoking Donut cost them dearly. Stown is still and Was still geht? putting up numbers. There is no Ach stopping du him right Scheiße. now. He is reaching new Was passiert hier auf einmal? Die gehen unter. Ja, Junge, ich bin auch. Ich bin da euch. Oh, was? Sie Kerem. LRS kickt leider wieder gerade anders bei mir. Nicht kaufen. Schießt am Racing ist wohl nur Closed Beta draußen. Ich kenne das Spiel leider nicht. Ja, Junge. Ich bin durch. Euch auch Al-Halon. Was heißt das? Ich bin euch auch Al-Halon. And you know, that's one of the criticisms sometimes levied against Heroic in these playoff Nachhol. right? Who is the star? 6-0 für Heroic. Aber ey, ich hab's doch gesagt. Ach so, und hallo. Das stimmt. It's a dead universe. No one to fill the void. Hallo, okay. Cadian holding on and they're creeping his way. Hits that flick and now the reaction from Yabi. Aber ich hab's doch davor gesagt, wenn Heroic gewinnt, gewinnen die Safe Call auf die zweite Map. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. But liberties are still being taken by Heroic. They pushed all the way through main on Shush. Love it. And he bides his time now. Gonna see what he can get from this wrap round. Holds that shot for as long as he can, and at this point, Heroic now know it's the A play. Left a man up in the retake. It's now or never for Simple. Time to go huge. Oh, great realization for Simple. They can take that space as well. Gone so deep into Temple after the A players reset back to main. Will they clear this one, or do they go hunting for NPL? Ancient ist so eine Noten-Map. Clutch seat. NPL getting smoked off. Util on the site. They've cleared everything they can, and there is no gap in that smoke this time. Simple's got to be the star. He falls immediately, and NPL random spam is all he's got. Heroic with another 7 rounds. You cannot put them down. You cannot count them out. It took them one chance on overpass, and they did not waste it. And that might be what this series remains for Na'Vi. Wasted opportunity. So close, but yet so far. Clinical Counter-Strike right now, played by Heroic, with the added benefit of these individuals missing no shots. And a 7-map winning streak, 9 out of 10 for Na'Vi on Ancient. Blade is needed more than ever. First time out down now. Blade's just been given such a hard task here, though. Like, what are you possibly going to say in this 30 seconds to try bring everyone's heads back into the game? Because it's not like it's just one man struggling. It's not like you can look down the ranks and pinpoint a really clear problem here. You know, if this doesn't pick up soon, it's almost like you witnessed
the death of the mental in NAVI on that last map when it was stolen away in triple OT. Someone needs that play that brings you back into the game. It's fast again. It's a nice pace change. It's forced a lot of util for Heroic and a reaction. Stound thinks they're committing. He's going to fake it out. Walks back after his drop off the smoke. You can't see anything through the mist right now. Foggy A sight, and Stound will fall first. That's what NAVI wanted. They don't have to commit. They've got Bit in the power position and a lurk up B. Tesses does not look like he's seen him. NAVI are bringing the bomb back. And they just took down a giant by finding Stound on the opener. Tesses, he's aware. He is aware as hell. Collects that freebie. And now Cadian moves in to reinforce with the AWP. NAVI thought they had a chance. They killed the invincible man, the immortal Stound. But there's always someone else. There's always someone chomping at the bit to get involved. Tesses, Heroic and not shy of stars. Tesses was one of them. And even though he only goes 1 for 1 here, it still teases up Einen hat er noch Heroic to bekommen. hold this B site. Cadian waits. That shot sails past, but he's given a second go at it. And with Perfecto, Was geht da ab? finding the kill on that molly. Maybe there's a chance. He's getting flanked through the lane, and he's questioning. He's second-guessing every move he makes here. Man in CT tries to beckon him in, tries to pull the attention away. Perfecto is aware Blatt. of the wraparound, but that doesn't make dealing with it any easier. NAVI don't have legs to stand on in this game. Yeah, and you say no stars, right? But there's no weak link. Maybe you don't have a top 5 player in the world on a team that aims to be the best in the game, but you don't have a bad player. You don't have a poor performer. 40 kills from Tesses and Shush. Die sagen es. Map, an AWPing, clutching captain in Cadian. NAVI, besten Spieler zurzeit in CSGO. Seit Jahren Simple einer der besten. Aber Heronic ist einfach ein Team. Die sind einfach ein Team. Deswegen. Da muss keiner heftiges da muss keiner ein krasses Highlight-Play machen, wenn die als Team funktionieren. Is this really a silent finish, or can they find anything? Pop through a smoke, back up the ramp. The site is empty. Stound's popped in with a flash, and he forces another multi-kill. It's easy done for Stound. Blind off the next, but it's not a problem. Teammates by the side, and Heroic continue to batter NAVI. 2 on 5. Oh, man. This is looking like how it ends. Not with a bang. It doesn't live up to the hype of that first map. It might all end with a whimper for NAVI. They're not even making a dent in these rounds. That's what's so scary. The best spot they've been in so far was that 1v2 for Perfecto. And they had the crowd behind them. They had Simple clapping alongside, right? Trading rounds back and forth. They had everything going for them. But nothing now, and no reason to celebrate. Furia fell at the hands of this very team, and they want to add another Titan to the list. Heroic are here for blood. Yeah, I mean, they've got one clear goal in mind, right? They want vengeance for what happened in Rio last time. They don't care who they're up against along the way to achieve that goal. As far as they're concerned, there's only one way it goes. All the way up. One way upwards. Aber wir sind trotzdem für NAVI. Coming in to this semi-final series. Well, not only did they lose Overpass in an incredibly grueling way, but now that 7-map win streak here on Ancient, that fantastic track record about to get stripped away in ludicrously dominant fashion. There's always hope, right? This is a comeback game. This is a game that could, a spark can ignite an entire team. It can pull back the most impossible scoreline. We've seen it from every conceivable number, but NAVI right now are giving us no reason to believe. No close rounds, no nick clutches, no entry kills. They've had 2 in the entire T side so far. Just saw something. No? No barrel? Okay, this could be a way in. Back to turn. 2 kills on the docket. Bit will take 1. It's a trade out for Cadian, and now NAVI must do something.
Oh, but every step of the way, this heroic defense, there is no getting past it. There is no magic to happen here. Heroic 10-0. And I think, you know, in spite of the speech that you just gave, I think Na'Vi, you know, you're moving the goalposts here. It's more about just saving some face at this point. I've never seen this team collapse quite like this. That's one where you go away from that game and there were clear frustrations. There were clear moments where it was yours. And the frustration of knowing that you had chances, you were in pole position, not once, not twice, countless times over. If there were ever cracks that were going to show, they've been blistered wide open now. And Heroic, man, they've had to remain composed throughout this entire run. They got put down into the lower bracket early in their run through Rio. Ja, Heroic hat das erste Game. And then once they got in front of the crowd, no one was on their side. No one believed in them at any point. But they believed in themselves, and so what a way for them to try and propel themselves into this grand final. If this keeps up. Ich sagte es. Heroic, erstes Game gegen Big verloren. Am Anfang ist immer nur ein Best of One, ne? Eine Map spielt man da nur. Heroic verliert. Kann immer passieren. Eine Map ist immer so, du kannst da immer easy verlieren. Die erste Map, das ist immer diese, ne? Wenn Best of 3 kommt, das ist dann das Richtige, ne? Ja, verloren. Aber dann haben die halt noch im Lower Bracket die ganze Zeit gespielt. Und es waren immer, also es waren alle immer für die Gegner. Es waren alle immer für die Gegner. Weil die mussten, gucke ich mal ganz kurz, EM Rio, guck mal hier, Events, EM Rio. Yes! 4K, waren 4K, oder? 4K. Hier, Heroic. Heroic musste erstmal gegen Nine spielen, haben gegen Nine gewonnen. Haben gegen Big dann aber 2-1 verloren. Mussten dann gegen die Mongolen ran, haben gegen Mongolen gewonnen. Mussten gegen Ninjas in Pyjama ran, ein sehr starkes Team, viele sind für NiP. Haben gegen NiP gewonnen, viele sind halt für NiP gewesen. Und dann mussten die halt gegen das brasilianische Heimteam spielen, ne, das beste brasilianische Team zur Zeit. Haben dort auch böse gewonnen, aber knapp, sehr knapp haben die dort gewonnen. Jetzt spielen die gegen NAVI, eins der beliebtesten Teams zur Zeit, würde ich mal sagen. Ja, alle, es waren immer die Zuschauer gegen sie. Aber trotzdem. Comeback Israel. Comeback Israel. Dabei. Electronic trying to keep attention over towards B, but if there's one thing you've got to give Heroic credit for throughout this series, it's sometimes, even with minimal info, when they take these gambles, the amount of times they've been right, the amount of times that these fears have been well-founded. Cadian has a phenomenal read over the game, and he's brimming with confidence. Everyone is believing in every call that comes down the pipeline. Kann auch sein, dass Ancient eine krasse CT-Map ist, aber ich glaube nicht. Man sollte eigentlich immer, wenn es scheiße kommt, mindestens 4-5 Matches gewinnen. Also sonst kannst du wirklich das Match in die Tonne klopfen. 4-5, also die sollten jetzt eigentlich alle noch gewinnen. Hoffentlich. Navi, aber es sieht nicht so aus. Simple muss wieder Movie machen. Simple muss wieder Movie machen. Yes, 1. 2. Oh, zweiter wäre wichtig gewesen. Zweiter wäre wichtig gewesen, so wichtig. Yes, Sir. 1. Komm. Aha. Electronic hat jetzt den dritten geholt. Nee, push doch nicht so rein, Simple. Push doch nicht so rein. Das wäre so geil. Schusch. 1v1. Er zieht durch. Nein, er zieht durch. Er hat durchgezogen. Er hat durchgezogen. Da sind die. Heroic, die Dänen oder so.
Digga, die feiern das richtig. Scheiße. Schusch. Sheesh. Da, Simple hat die Runde weggeworfen. Simple hat die Runde weggeworfen. Simple hat die Runde weggeworfen. Kann man sagen, wie es ist. Runde leider weggeworfen. Ja, Heimat. And NAVI, they know this. They know that that was a misstep. And at this sort of scoreline in a game, in a series that's been full of heartbreak like this one, it's rounds like that that fully check you out of it. Yeah, I mean, not just unbelievable resilience in this team and in this series for Heroic, but the momentum built off of that previous map. They are feeling invincible. Stown started this second one 13-0. He's 17-3 right now. There is not a weak link in sight. There is not a worry in Heroic's mind. They couldn't possibly fathom it. Another flash play. Simple's on the clock, over the top of the boost. Yabi doesn't see him, but he drops in. This is scary. This is hairy for NAVI, and they've got nothing. No control, no foot in any door. A flash for a trade still keeps Heroic up a man, and they get smoked off still. Jumping through, desperate for NAVI. And there is no unsinking the boat. Capsized in this T side. Yeah, you know, you keep bailing water out, but Heroic keep making new holes, and you're quickly going under. What a grim way for this to unravel, but what a look out of Heroic on their path to vengeance in Rio de Janeiro. Yeah. Simple and Perfecto left up in this one, and Simple, he's been feeling pressure this whole time to try be the playmaker, but he's got no clue that he's walking in to the lion's den. Damn. Perfecto is fed to the beast, and even though Simple trades where there's often one, there's two for Heroic. Stown with the backstab will seal the deal. And there is no stopping them now. Heroic are in their final form. They are in their element. Yeah, I mean, it was Vitality earlier who pulled back from this exact scoreline, Harry. 12-1 down. Do you feel any optimism? Do you feel any chance for NAVI in this moment? No, I certainly don't. Perfecto's bought a P90. Sign of the times. Das sieht echt scheiße aus, Digga. Bro, Navi wird so fick, Digga. Die werden leider so in den Arsch gefickt. Das ist echt, Bruder, das ist wirklich disrespectful, was hier passiert. This would be an odd way to find a route back in. Yabi stuck in the site now, brawling up close and personal with NAVI. And Shush moves in to join him. Take it. The victory is short-lived. Only for a moment did it feel like NAVI were in with a chance. Electronic can't do it alone. And Heroic don't know when to quit. A capitulation like nothing you've ever seen. And Heroic capitalizing, riding the winds of their successes on Overpass all the way through this second map and maybe all the way into a grand final appearance. Yeah, if I'm Vitality, I'm watching very closely right now. This is a Heroic that is in horrific form, that is in terrifying form. And sure, historically, a head-to-head, a matchup NAVI have had the number for. But when we get to that stage, it is a different story. It is a different team. They did it in Katowice dominantly. And they do it once again. Bam, bam. Bam, bam. Wenigstens ist die Mucke geil, ich sag's so wie es ist. Even the spam elicits fear. A dangerous push for bit. The danger must be made.
concessions to Cadian Court off the back. Yabi lets him in. He knows they're in position. Simple could get cut off. That's a good flash. He plays ahead of it and hunts down Simple with the bomb at his feet. Yabi makes moves. And Na'Vi have to dance the dance of death, walk the tightrope and get out with that bomb. But Yabi wants more. I mean, every play you've made feels like it works. So everyone from Heroic wants to be the guy making plays. Oh! Bit goes running through the smoke, and man, Na'Vi, they're cooked, they're done in this one. Surely the flash through red, MPL blind and knocked off the angle, but Heroic don't jump the gun. Even they want to make this clinical. He could have won the round right there. He will do anyway, just delayed gratification for Heroic, and we've seen a 1v3 out of the rookie, but the odds are not in his favor. Counter-Strike is a mental game in all aspects of the word. And the mentality for Na'Vi just isn't there. This is the most one-sided game you will have ever seen against them if it continues in this fashion. They will have never lost this hard before, and Heroic are looking to make a statement on their route to this final. They stand just 2 rounds away from accomplishing that goal. Heftig. Ja, jetzt erstmal Pause und Lag Freeze, echt? Ist es so? Ja, ist die Codierung überlastet. Guck ich mal meine Einstellungen rein, wieso ist die überlastet? Jetzt geht's. Ich habe immer noch auf diesen AMD-Codec. Ja, CPU ist überlastet heute schon den ganzen Tag irgendwie. Opera zieht so viel. Ich denke mal, das liegt daran, dass ich mir heute Faceit nochmal installiert habe. Ja, 100%. Was zieht hier denn so viel? Erstmal alle Fenster hier schließen. Meinen Kanal natürlich immer öffnen. Das ist wichtig, damit ich halt immer weiß, ob der Stream noch an ist, falls da irgendwas am Start ist. Wieder Codierung überlastet. Was für eine Scheiße. Naja, hoffentlich passt es noch so. Bro, sind solche Nutten Ressourcenfresser geworden. Ja, aber ich kann das ja auch einstellen. Warte. Crypto Wallet, Lachkick. Mods, Cleaner. Kann ich das nicht hier? Ah ja, hier. GX Corner. Hier. Memory ist eigentlich scheißegal. Nur hier, wieso? Ich habe hier 25. Ja, ich mach den Limiter jetzt rein. GPU-Limiter. Kommt der nicht mehr klar? Der kommt nicht klar mit 25% von meinem CPU. $30.
Der zieht 40% immer. Heftiger Scheiß. Naja. Was soll man da machen? Ja, ich hab's gesehen. Ich habe auf 25% gestellt, das geht gar nicht mehr. Ja, ich brauche dringend eine neue CPU anscheinend. Alles brauche ich neu. Hey, ganz ehrlich, ich kann mir eigentlich einen neuen PC theoretisch bauen, oder nicht? Ich brauche eine neue Grafikkarte, ich brauche ein neues Mainboard, ich brauche eine neue CPU. Kann ich mir doch gleich einen neuen PC kaufen und schließe meine alten Festplatten einfach alle dran. Oder nicht? Kann ich mir direkt einen neuen PC holen, wenn ich die 3 Teile neu brauche? Oder? Was würdest du sagen? Nix. Eigentlich kann ich mir doch direkt einen neuen PC holen. Netzteil habe ich 700 Watt, glaube ich. Weiß gar nicht, ich muss mal oben gucken. Ja, meine ich, theoretisch schon. Dann hole ich mir einen richtig schönen Sleeper-PC. Und über alten PCs streamen. Ja. Und am neuen zocken. Ah, ich habe hier nicht so viel Platz für einen zweiten PC am Tisch. Aber ich weiß schon, was du meinst. Dann halt über Capture Card streamen. Ja, das könnte theoretisch gehen. Also müsste eigentlich easy gehen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie soll ich das dann machen? Wie soll ich das dann machen? Ja, doch. Ich capture dann alles per Capture-Karte. Aber brauche ich doch 2 Kopfhörer, oder nicht? Brauche ich dafür nicht auch 2 Kopfhörer? Weil wenn ich dann alles ich streame ja dann am PC 1 und habe ja Discord und so auch am PC 1. Weil wie soll ich das dann rüber bekommen, den ganzen Sound, den Ton? Wobei, ich kann ja den kompletten Ton dort drüber bringen. Ich habe ja dann, ja, doch. Nur Stream mache ich dann am 2. Ist bei mir jetzt ein bisschen so kopfig, weil ich gerade nicht genau weiß, wie ich das machen sollte. Aber ja, theoretisch, ja, stimmt. Mache ich das einfach so. Mache ich das so. Hä? Hab ich hier eine Steam-Nachricht bekommen? Ja. That NAVI have let gravity take them. And even Heroic, of all teams, will squeeze every morsel out of a round like this. Oh, rough way for it to open. Electronic fed to that wolf pack in middle. MPL even dinked. Now Heroic group for a fast hit in towards the A side. Bit's gonna hold the line and he will hold up his side of the bargain. Quick work made of the pistols. Heroic's goal was not to win this round. They have a couple of pistols purchased on. They were looking for damage, a bomb plant, something of the likes. There's something here. Your only chance. But it's denied. 3 rounds to NAVI. That was the easy one. Just you wait till Heroic start cooking. Most dominant loss ever dealt to NAVI was years ago, all the way back in 2021. He fell 16-4 to Complexity. So. Gut. Ich glaube, nach dem Game zocke ich dann mit den Jungs eine Runde. Die sind jetzt wieder nach Hause gekommen anscheinend. Und wollen eine Runde CS zocken. Nice. Dann zocken wir gleich eine Runde CS. Außer Navi rasiert jetzt und die zocken noch bis 2 Uhr morgens. Weiß man ja nicht. Ne? Und am neuen PC zocken.
20, 40, 70 für $600. So, das ist ja richtig teuer. Das ist ja richtig teuer. Da kann man sich ja eine komplette PS5 holen mit Spiel. Das ist ja richtig teuer. Aber wirklich teuer. Aber ich brauche wirklich dringend einen normalen PC. Ich kann ja jetzt nicht mal streamen auf den, ne? Und das fängt schon an zu laggen. Ey, ich schwöre, ich hasse diesen verfickten Nuttensommer. Ey, ich hasse den Nuttensommer so krass. Auf 2060 oder 2040, 50 hoffen. Ich weiß, wieso ich 20 gesagt habe, obwohl da 40 stand. Ja, keine Ahnung. Die sind schon besser als die 30er-Generation oder wieso jetzt 40er? Die Chaya hält immer ihr Bild hoch, immer ihr Instagram-Ad hoch. Natus vincere. Ist anscheinend eine harte City-Sided Map. Ist anscheinend eine krasse City-Sided Map. Aber eine krasse City-Sided Map. Just get ahead of it. Why even let it? Why even let it fester? Make sure you cut the head off clean. One swipe. The guillotine. Fiscal Deco. Let's see if that head will roll for NAVI and now crucial buy round. Heroic, sein Team. Boah, wie teuer, 400. Digga, ich finde das mies teuer. Weil du musst dir vorstellen, ich glaube, mein PC, den ich hier habe, der hat, glaube ich, 700 oder 800 gekostet. Mit allem, ne? Mainboard, Prozessor, RAM, Gehäuse, mehrere Festplatten. Alles, da habe ich 700, glaube ich, für gezahlt. Ungefähr 700 bis 800 in dem Bereich. Ich hoffe mal, Digga, ich hoffe mal 40 für 300er. So, Schusch. Der heißt einfach Schusch, Bro. Komm, baller mal durch, Digga. Schön, Electronic. Geil. And we'll be saying that for rounds yet. 40er Generation gibt's gar nicht mehr, oder? Kann das sein? 40er gibt's nicht mehr? 1G. Don't say it. It would be inconceivable to even imagine a world where this happens. A minute ago, you were talking most dominant losses of Navi's career. What about highest comebacks? What about longest streaks? I don't want to buy in just yet. The pessimist in me screams no. There is sometimes this feeling of you're kind of already at the worst case scenario, right? So sometimes that can feel liberating in a way. Schusch, Smoke 1, Smoke 2, Smoke 3. Jetzt wird alles zugesmoked. Eins, dabei 2. Schaden, nicht den dritten. Gab es auch nie. Ich hatte eine 45, ich hatte eine 745. Es gab 40er Generation. Natürlich gab es eine 40er Generation. Aber bei solchen Preisen. Es gab auch 30er, hä? 100%ig gab es das damals. GTX und so. GTX 530 oder so. GTX 40er Serie. Nvidia GeForce 40er Serie. Natürlich gab es die. Oder? GTX Serie Nvidia. Wikipedia, Nvidia GeForce. Tesla.
Modell rein. So, 700er Serie. Es gab die GT 710, 720, 730, 730, 740, 745, 750, 50 Ti, 760, 780. Natürlich gab es die auch. Aber das ist eher GT. Ja, okay, kein GTX. Ah, okay. Okay. Ich hatte GTX 45 damals. Aus meinem Aldi-Rechner, Digga. GeForce GTX 745. Die habe ich hier noch irgendwie. Ich glaub, die ist oben auf dem Dachboden. Die habe ich dann noch. So antik. Und wie sieht's aus mit Gebrauchtmarkt? Was mit Gebraucht? Oder würdest du gebraucht keine PC-Teile empfehlen zu holen? Wenn da jetzt jemand irgendwie so eine 1080 oder so hat. Für einen Huni. Oder eine 2070 für einen Huni. Gebraucht, vergiss es, okay. Wenn du das sagst, dann vertraue ich dir. Preislich lohnt, ja, okay, okay. Oh mein Gott. Gedribbelt. Alle sind für Navi, Digga. Alle sind für Navi. Ich weiß, die alten Teile von meinem PC habe ich damals auf eBay verkauft. Den RAM habe ich easy wegbekommen für einen 20, glaube ich. Und mein Mainbot und so. Für einen 20 auch. Aber es waren wahrscheinlich so Bastler und so. Dachten sie so, oh, 20, guter Preis, hole ich mir das mal. Wie viel RAM waren, glaube ich, 4 GB. Ein 4 GB Stick war das halt. Ein einzelner. Mainboard für 20 geht fit. Ja, ich habe das halt alles so verkauft, weil ich habe halt reingeschrieben, ich weiß nicht, ob der Prozessor oder so kaputt ist, weil mein PC ging nicht mehr an. Weil ich hatte da irgendwie einen Kurzschluss oder so. Mein PC ging halt gar nicht mehr an. Dann habe ich mir halt für einen neuen gespart, ne? Das war aber auch noch DDR3 RAM damals. Hatte ich noch keinen, das war ein DDR3 RAM. Kein 4er DDR3. Hat mir das jemand, glaube ich, für 40 hat er mir dann alles abgekauft. Ich denke mal, das war irgendwie so ein Bastler oder so, keine Ahnung. Ich habe das ja nicht mehr benötigt, weil was soll ich damit machen, ne? Ja. Hey, habt ihr eigentlich auch mitbekommen, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber es kommt ja auch demnächst wieder ein neues Star Wars Spiel raus und das ist heftig, wie viel Gigabyte das hat. Wenn man halt die normale Version spielt, muss man sich, glaube ich, ungefähr 140 Gigabyte downloaden und die Version für die Xbox Series S, die halt nur auf HD läuft, ne, auf 1080p, ist einfach 100 GB, 60 GB fast kleiner. Das ist nur irgendwie 45 bis 50 GB groß. Heftig, ne? Wie viel diese 4K-Texturen und so ausmachen. Einfach krass. Wirklich. Krass. Haben wir auch nochmal besprochen, ne, als ich ja Banjo gezockt habe. Banjo nicht mal 16 MB groß. Heutzutage, die Spiele sind 150 GB groß.
So ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich das innerhalb von 25 Jahren geändert hat. Um wie vielfach größer ist das eigentlich? 16 MB und 150 GB ungefähr. Ist es das 10.000-fache? 10.000-fache? Oder wie viel? 1000 ist ja 1 Gigabyte, ne? Oder? 1 GB in MB. Ungefähr 1000. Sind ja irgendwie 1028 oder so, oder nicht? Oder? Oder 1000, irgendwie so war das doch. Hm? 1000. Ja. 150.000 MB. No chance to run it back. NAVI needs to be flawless and heroic. They are just looking for 1, 5, 0, 1, 2, 3 durch 16. Einfach das, ja, 9375-fache. Digga, fast das 10.000-fache. Sind heutzutage die Spiele groß. Größenordnung, ja, 124, so war das. Ja, wird nur auf Grafik geschwitzt. War heftig, ne? Einfach knapp das 10, ja, grob. Sagen wir einfach 9000-fache. Machen wir einfach 9000-fache. Grob das 9000-fache. Sind heutzutage Spieler größer als vor 25 Jahren. Heftig. He didn't even went for a fight, but then he decided against it. He wants to avoid that AWP. Why give Simple the chance? They try and avoid the AWP. Aber es kommt, glaube ich, auch immer drauf an, ne? So die Nintendo-Spiele, die werden richtig gut komprimiert und so. Die sind da, glaube ich, nicht mal, also diese Wii U-Games, die waren ungefähr so 4 GB groß. Ein großes Spiel, vielleicht 7 GB, aber unter 8 GB waren die auf jeden Fall. Und ich glaube, Mario Odyssey und so, die sind auch alle unter 10 GB groß, die Spiele. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht ganz genau, aber ja. Also Nintendo komprimiert deren Games immer richtig gut. Shit. Nein. Gönn ich ihn aber. Ich sag, wie es ist, ich gönn's den. Ich gönn's den von Herz. Ich gönn's den von Herz. Was geht, Jungs? Wie sieht's aus? Seid ihr schon im Game? Seid ihr jetzt gerade gejoint? Gerade hat nämlich Navi verloren. Gerade jetzt. Haben die verloren. Habt ihr auch geguckt? Habt ihr gerade auch geguckt, oder was? Bro, wieso seid ihr so leise nach, Rui? Der eine... Bitte? Ja, was mit Milko los? So 200? Ja, mach mal dein Pegel bitte ein bisschen lauter. Ich hab dich auf 200%. Geil, Bruder. Dann mach ich das so. So. Schmutz. You came back not feeling well, and you have now found yourself in the first final with a dominant performance all event long. Can you believe it? How did you manage to do it, mate? I mean, our one goal when I was sick was just to try to get one day off, so I got to try to get well again. Yabi. I mean, it's just a really good story until now, at least. You fought back out of the server and in the server. And I got to touch on this. Digga, diese Heroic-Jungs, Sönke, die sind richtig gut, ne? Die denen. Ich komme gleich. Ich gucke mir noch kurz das Interview hier an. KK spielt da auch. Aus dem Gefängnis aus.
Ist das der Typ, der so aussieht wie Olli? Achso, okay. Heftig. 100k gucken gerade zu. Wann gucken mir 100k Leute zu? Ja, ich guck jetzt meine Kiste. Okay, reicht jetzt auch. Ich wurde böse weggefickt. Die wurden böse weggefickt. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich nicht gewettet. Nicht mal einen Skin bekommen. Was hast du gedroppt bekommen? Junge, 99, Alter. 0,99, ich kann nicht mehr. Mirko hat gerade highest float possible gezogen. Ist doch gut, Bro. Overpay. Bruder, wie hoch, gell? Was ist das für eine Float? Skin ohne Skin bekommen. Na, ist doch geil. So Old Black. 0995. 0995? Ja. Auf welcher Waffe? Galil Rocket Pop. Soll ich mal gucken, was das Guck mal hier. Guck mal her. Lasst aber bitte gewinnen, sonst bekomme ich die Rank. Die höchste ist. Cisco Float, Lädt nicht, die Hurensöhne, ja, die laden. Ganzen Tag schon, Digga. Ich wollte mir heute eine neue Mortis holen. AWP Mortis. Mit Black Scope. Aber die ist halt, die kommt halt erst, wenn die Float unter 0,63 ist, ne? Ja. Also richtig, richtig tief muss die sein. Richtig hoch muss die sein. Aber keine gefunden. Guck mal, guckt euch mal meine Sticker in. Guck mal, Stream, Jungs. Ich habe mir hier diesen Mind Game, diesen Jojo-Sticker geholt. Nee, es gibt viel schlechtere Floats, Jungs, schade. Guck mal, alle, die im Stream sind, ist doch geil. Jojo-Sticker einfach. Einfach Jojo-Sticker. Seiner Nase, du verfickter Hund, so ein Idiot. Wie sagen es die 5-mal, du hörst nicht. Bist du am Arsch oder so? Wie flipper bist du? Wie taub bist du, Digga? Hund, Digga. Wie sagen die 5-mal, mach dein scheiß Mikrofon aus deiner Nase, du atmest noch mehr herein. Und der hier, Legenden-Sticker. Und such mal jetzt, Ich hab's nicht gehört, du Wichser, Digga. Meine Fresse. Bruder, wie sagen es die 10-mal? Wie soll ich denn dann reagieren, Digga? Sönke, hab ich nicht recht? Ich hab gerade jemand anderen zugehört, glaube ich. Ja, mir natürlich. Oder der Stimme in deinem Kopf, denke ich. Bruder, du atmest. Das war doch gerade mit Absicht. Immer noch? Bruder. Können wir bitte suchen? Kann ich nicht atmen oder was? Das Ding ist, mein Mikro ist halt genau an meinem Mund, ne? In deinem Arschloch, meinst du? Nimm mal einfach mal dein Mikrofon aus deinem Arschloch. Das passt dann auch schon. So besser? Perfekt. Ja. Hört man mich überhaupt? Man hört dich gut. Mich hört man doch auch gut. Halt deine Fresse und Guck, man hört aber immer noch atmen. Ich hab die ganze Zeit so gespielt. Jungs, wann machen wir einfach eigentlich eine LAN-Party? Such mal bitte. 24 Stunden Stream LAN-Party. Wenn mir eine Nutte bei denen runterholt, dann ja. Nutten jetzt nicht, aber so. Wenn das Game so wie eben gerade läuft, machen wir 24 Stunden Folter-Stream. Aber Escort Girls kann ich auf jeden Fall ein paar bestellen. Ich würde niemals einen So. Escort ficken. Jungs, Bruder, du bist doch Escort, Bruder. Du bist doch Escort, Gigo. Du hast dich doch da angemeldet. Du meinst, du brauchst ein bisschen Taschengeld. Ich wünschte. So, let's go. Ich glaube, ich mache einfach mein Headset an. Marco, hast du diese Tags bei deinem Stream selber hinzugefügt? Welche Tags? Also, da stehen unten so Sachen wie Anime und so Quatsch. Hast du es selber hingefügt? Ja, Nintendo und familienfreundlich. Und familienfreundlich muss jetzt rausnehmen, wenn wir Counter-Strike spielen. Wieso? Ist familienfreundlich. Bildungsauftrag. Von wen? Hitler? Ja, Bro. Wie man die B-Smokes. Wir haben gerade verloren die Runde. Oh mein Gott. Nicht familienfreundlich. Beinahe. Was hast du gerade gesagt, Marco? B-Smokes Tutorial. Natürlich bin ich am Stream. Was sagst du da? Was habe ich gesagt? Egal. Familienfreundlich Bildungsauftrag. Scheiß drauf. Ja, Ackerzug gerafft ist, die ist too much. Die AFK. Jungs, ich habe überlegt, einfach mein Sparkonto zu plündern und 5000 Euro in CSGO-Skins zu investieren. Ich glaube, das ist eine gute Investition, oder? Ist das gerade ernst oder hoch hast du?
Ich meine das todernst. Todernst? Todernst, natürlich. Ich schwöre mein nicht von Galilskin darauf. Ich verwette ihn. Alle verfickt nochmal zu gut. Sturm ist weg. Ich mach einfach Push-Talk. Digga, die Mortis hatte ich auch, aber ist jetzt auf dem Community-Markt, weil ich einen mit Blackscope haben will. Ich glaube, heute geht's rein. Gegen Gegner, die sich nicht bewegen. Hoffentlich bewegen die sich im Spiel auch nicht. Heute geht gar nicht, die stellen noch ein. Ich glaube auch. Scheiße. Hello, my friend. What's up? Let me go B, please. Ich geh B. Bastard. Ich geh B. Ich geh B. Dann geh ich A. Du bist besser mit Armen, gell? Man hört nichts. Nee. Nein, passt. Lass einfach so. Apartments, 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 Apartments. Bomben überblind. Einer schon durch? Ja, er hat mit. Bastard. Oh Mann. 75 in 6, Junge, verfickte Nuttenwaffe. Ich hasse auch OSP. Oh! So, er versucht mit USP zu bangen. Hä? Wer hat den gesehen? Bin ich blind? Oh mein Gott. Kurz. Zeit. Kein Kit. Jungs, ich sehe den nicht mal. Er sieht ihn doppelt auf den. Der war da zweimal. Ohne Spaß. Boah, wieso kauft der Nutten? Digga, mach mal wieder Push-Talken oder so. Nee, lass so, lass so. Bruder, was soll ich machen? Mach dein Headset an, ich hab das Headset. Nein, nicht aufschießen, nicht aufschießen. Ah. Ich glaub's A. Ey, er hat die Kugelabwehrweste an oder so, alle Schüsse gehen um ihn. Matrix. Mit MP9, Bruder, ich schwör, ohne Spaß, das war gerade wirklich lächerlich. Blöd, ich dachte, ich hab ihn gekillt schon. Andrew Ich kann Tate. Meister in MP9 spielen, Bruder, aber das war wirklich gerade abgrundtief Unglück des Grauens. Clutch or Kick, Bro. Sorry. Ist ein Short? Okay, ist ein kurzes. Ja, der Noten hat jetzt kein Geld mehr. Er kauft sich wieder eine verfickte Scout, der Bastard. Aber mit Manu kein Geld. Ich hab Blitzrunde auch gekauft. Auf Trotzreaktion. Jan kann erst wenn wir gewonnen haben. Der ist schon durch. Oder der ist wieder zurückgegangen. Wir haben einfach niemanden auf Mitte, ne? My baby. So verdammt geil. Hast du gesmoked? Ja, kam richtig scheiße, warum auch immer die Tor liegt. Tut mir leid. Verzeih mir. Keine Steps, B. Guckst du immer noch Apps? Flash, Apps? Apps or under, Apps or under. Diesen Apps. Mitte. Mitte. Oder under, aufpassen. Ey, Mitte minus 96. Wo war er, Mitte? Wo war er? Links. Upper? Einfach links Mitte, Bruder. Weg, nicht mehr da. Wir haben die Bombe hier bei uns, Männer. Einer auf. Underground und Jungle. Yo! Nee, der wird von Kitchen kommen, Bruder. Marco, da kann er auch sein. Er war da, als er mich gekillt hat.
Der wird doch von Safe und Kitchen kommen, Bre. Du hast doch gesagt, Under war einer. Leute, kein Podcast bitte. Kitchen. Leider um tot. Kitchen. That's a Kitchen, Marco. Schönes Ding. Boah, der gibt alles. Der hat irgendwie 5 Nades geworfen noch in Kitchen. 110% gibt der Bastard. Boah, Sönke, was hast du für einen verfickten Bastard-Skin, Digga? Mit diesem Cowboy, Alter. Cowboy Bebop auf einmal. I'm smoking ramp, don't smoke. A flash. Sure steps of ramp. Hast du gemollied? Ja. Hast du irgendwer Palace, Digga? Ich bin unter Palace. Flash, Rampe. Meine Smoke. Pick nicht Rampe, lass sie kommen. Soll ich rotieren? Grün, Digga, auch grün. Palace. Scheiße. Upper mit, tot. Über euch, Palace. Popflash kommt, Popflash kommt. Was? Was? Das kann doch irgendwer gesehen. Einer auf Spot. Wenn er pusht, Treppe. Oh mein Gott, ich muss nachladen. Tetris. Blatt, Spot. Spot, rechte Seite. Rechte Seite hier. Ja. Mhm. Ich glaube, er ist Ninja. Schönes Ding. Schöner Klatsch. Wie use man eigentlich das Diffuse-Kit? Also ist es verbraucht? Muss ich nächste Runde wiederholen? Was kann das sein? Also, ja, man verbraucht es. Nee, das für... Darauf geachtet. Also du hast er hat's nicht verbraucht, er hat's nicht verbraucht, er hat's doch Minimum noch. über 1000 Stunden. Also die Frage war nicht berechtigt. Ich geh Cold Sarah. Oder soll ich Mitte? Man behält es nicht und man behaltet es, aber du wusstest es auch nicht. Ich hab gesagt, man behält es nicht. Was hat Marco gesagt? Ich hab nichts gesagt, ich hab nur gelacht. Wusstest du es aber? Ja, natürlich, dass man behält das. Rampe durch. Ich bin todeslow. Fickte Bastard. Smoke. Ist A. Ich komm von CT. Mein liebt einfach. Was? Huren. Die sind nicht mehr da, oder? Sind die durch? Warum bist du weg? Die haben doch gesagt, ich soll A kommen, Nafik. Wer hat das gesagt? Otto. Die flashen auch. Otto, Digga. Ramp immer noch. Alles tot. Oder ich bin 12 HP. Jetzt habe ich angemacht. Jetzt bin ich wieder da, Jungs. Kann einer B gehen? Ja. Ich würde schon gerne diese AK haben. Schleise. Halt deine Fresse, Digga. Der ist rotiert. Exit B. Wo ist denn AK? Du hast noch genug Platz, Antwort zu geben. Ja, genug Zeit. Kurz. Kann auch immer noch Apps kommen. Scheiße, verfehlt. Einer durch. Bank. Ey, gib mir so hart, wie geht das? Bank und uns Bot. Rechte Seite. Bank letzter. 4. Boah, schön. 4 kommt so der Code. Ohne Spaß, er hat mir so eine Headshot gegeben. Ich wollte erstmal nur den Planter holen, weil dann war die Runde doch safe wegen Zeit. Alles gut. Digga hat mir so eine One gegeben. Soll ich dir Farmers legen oder was? Nee, der hat jemand gelegt. Weil er war für mich.
Stark. Oh, gut, du hast eine Waffe geklaut. Einer Chair, one Chair. Alps einer durch. Durch. Also einer Apartments. Lucky, Bruder. Einfach zweiter Monitor schwarz geworden. Wirklich? Nee, nee, es geht wieder. One Apps, one Chair. Ich krieg trotzdem ab. Da ist niemand mehr, Chair. Aber war einer halt, würde ich sagen. Guck da Seite, guck ab. Apps. Rechte Seite. Schönes Ding, Milko. Noch ein zweiter. Coldzera. Oh mein Gott, noch einer. Apps. Schönes Ding. CWP? Ja, bitte hol die bitte. Saka. Digga, Mirko, sein Atmen. Triggert mich so hart. Was soll ich machen, Digga? Mach den Mic einfach ein bisschen Aber ich veraim aber auch trotzdem, obwohl ich Pakets mache, veraim ich trotzdem richtig. CPU 100 bis 120 GPU. Voller A. Also, okay, ich sag lieber nicht safe, aber 2 durch. Ja, rotier genau. Egal, bleibt einfach einer B. Ich sick. Die werfen auch Flashes und Smokes. Ja, Rampe. Einer hat kurz irgendwo gesmoked Mitte. Das war ich. Aber ich bin so in der Smoke, ich sehe gar nichts. Rampe. Oh fuck, Smoke verkackt. Smoke liegt scheiße. Sorry. Ich glaube, die rotieren. Ja, ich geh wieder B. Nee, ich glaube, die kommen von Mitte, wenn überhaupt. Nice. Ich guck anders. Under. Jetzt hat man Präsenz auf B. Eine Palace. Und geh wieder weg. Gehört. Rampe. Okay, ich geh rüber. Mitte chillt wer. Mitte gedroppt, nach unten. Ist er tot? Nee, lebt noch. Mit Bombe. Was heißt denn gedroppt? Ja, Digga, es gibt doch 2 Wege. Ja, also ist nicht auf Mit Chair. Digga, dem doch keine Zeit. Ja, mit so. Ich flash Mitte. Einfach die Spiel 10 Sekunden eines Sie hier. Lass Handen. Sind die noch hier? Braucht eine AK. Kein AK bekommen. Digga, ich hab ihm 98 gegeben Kannst letzte mir Runde. einen holen, Manuel? Letzte Runde. Ja. Letzte Runde gut. Das ist meine Dings. Oh, Rampe. Wo sind die? Mit? Ja. Ja, Mitte oben. Über dir, Marco. Ah nee, nevermind. One pit. Junge, er sagt nur One Pit, Junge. Du kleiner Noppen. Denkt ihr, die sind B? Bleibt mal einer B, ja. Flash auf A ist A, glaube ich. 100? Er sagt wieder bitte. Palace. Nach Land. Rampe oder Palast? Bombe down, alles gut. Ey, der ist ein bisschen low. Sorry. Stimmt. Kannst du das machen? Nee, ich mach das schon.
Family. My enemy, your enemy. Änder mal den Titel bitte ab, Milko. Ja. Mirko zockt gerade, wird nichts ändern. Änder mal bitte den Titel ab, Milko. Also ich hab deinen Stream gerade leider nicht offen. Was ein Hund, Digga. Mods. Was machen wir? Mein PC ist im Laggen. Ja, bei mir auch, immer wenn ich raus habe. Egal, wir lassen die Titel so, passt schon. Juckt eh nicht. Kobe Eiblatt. Con. Und nicht mal Kobe geschafft. Apps. Was los, Leute? Hä, warum ist ihr tot? Ja, wir sind Mitte gegangen. Die alle einzeln. Warum geht ihr Mitte erst runter? Ihr habt doch gecallt Mitte. Ja, und boah, ich kassiere da Brett aus der Hölle. Also was war das für eine Runde? Warum geht ihr da? Ihr habt Mitte gecallt. Ja, ich war doch auch Mitte, aber irgendwie... Was scheiße. Irgendwie ist es ein scheiß Call, Mitte zu gehen. Ja, Mitte ist immer ein Scheiß-Call, erste Runde mit Glock. Warum sagst du Je, weil ihr callt. Ich vertrau. Was vertraust du auf dir selber? Nee, auf eure Calls. Wenn ihr sagt Mitte, dann denke ich, ja, guter Call. Dann commit ich auch. Wer hat denn Mitte gesagt? Letzte schon. Ich auf jeden Fall nicht. Ich hab gesagt, Jungs, das Grün, Apps. immer noch, grün. Milko, du hast gesagt. Grün hat's gesagt, ich will das Mitte. Du hast gesagt. Grün hat gar nichts gesagt. Grün hat gepinkt. Wurde das ja eingebildet. Der hat B gepinkt. Nein, er hat da gepinkt. Oh, mein Gott. was war das, Digga? Warte, Milko, ich hab's. Er klatscht das. Digga, macht der jetzt Ace-Klatsch oder was? Nein. Digga, wo ist die scheiß Bombe? T-Spawn, T-Spawn. Bro, T-Spawn, T-Spawn. The enemy is T-Spawn. Nein, der war connected, oder nicht? T-Spawn. Also man hat den Hotspot auf A gehört. Man hat den T-Spawn gehört. Ja, man hat den Hotspot auf A gehört, Walla. Genau, schade. Bro, nice Klatsch. Hast du ihn nicht gehört, Marco? Ich habe ihn bei mir rechts gehört. Deswegen dachte ich, das ist T-Spawn. Digga. Das war er. Mann, ich schreib's dir doch in den Chat, er hat B gepinkt. Okay, guck mal, er hat zwar gepinkt, aber trotzdem... Lass B gehen. Ganz vorne noch. Go B, go B, go B. What can you smoke? I can smoke door and window. And short. Guck mal, warum geht er nicht jetzt Mitte? Nicht gehen, nicht gehen. Ab hier nicht mehr. Ab hier hören die uns. Gut, scheiß drauf. Ey, Jungs, Ander! Ihr kleinen Bastarde, Digga. Ihr kleinen Bastarde. Du hast gerade so geschrien, als wäre der vor dein Gesicht, Bruder. Was ist Forest? Guck Tür, Blatt. Guck Tür. Ich will es gar nicht erst pieken. Stabil, Milko. Real. Hast du gefickt, gell? Ich komm hinter dem. Sorry. Lass mal bitte gewinnen. Go B again. Ey, und man ist mit Smoke, also mit Granaten ist man langsamer als mit Knife. Nein. Ja. Doch. 5 Units. 5 Units. Nein, das war nicht. 5 Units. Markus, smokst du... Ich smoke Tür. Tür-Smoke kommt. Wartet kurz. Nee. Noch ein Smoke kommt. Du musst dich pushen, Jungs. Ja, was war das für eine Flash? Kurz. Enemy kurz. Ich will planten. Na, Fake, Under, minus 60. Underpass. Underpass tot. Oh shit. Kitchen. Gelegt. Noch einer Kitchen. Kitchen raus? Nee, Kitchen Tür. Kitchen Fenster. Er hat ihn bekommen. Fenster tot. Letzter Shot. Last Guy Kitchen. Digga, der ist voll gut. Boah, Digga, er ist am Smurfen. Bro, GG, thanks for the game. Thanks for the carry. Darauf noch eins, Jungs. Darauf noch eins. Gaben, Gun Drop. Du fetter Bastard, Gun Drop.
Hat Game Drop gegönnt? Gönn Drop. Gönn Drop. Ah, was ein Bastard. Wirklich, er gönnt nie Drop. Nie. Marco, Ja, so. sollen wir Fass mal spielen? Was ist das? Fass mal. Was ist das? Fass mal meinen Schwanz an, du kleiner Bastard. Junge, ich hab mich einfach eingeladen. Mich auch. Mich auch. Wollen wir mit ihm spielen oder was? Nee, oder? Doch. Warum nicht? Psychose. Nein. Er hat eine richtig geile Experience mit uns gehabt. Ja, er kommt nicht rein. Lass bei ihm joinen. Jetzt noch? Oh, Lobby kaputt, Lobby tot. Ganz verarscht. Er ist einfach gestorben gerade. In einer Sekunde hat Herzinfarkt bekommen, Digga. Wir sind doch schon bei mir drin. Okay. CSGO, ich frag ihn, ja, ich schreibe ihn an. Ihr Account ist nicht berechtigt, Nutzer anzuschreiben, mit dem sie nicht befreundet sind. Was ein HS? Wettkampf Mirage. Ach, er ist schon Ach, er hat schon instant gesucht, oder was? Wo sind die Russen? Ja. Kein Chill, der Mann. Er hat instant Ja, gesucht. Belgier ein. Nein, nicht. Ich spiel nicht so mit Belgier. Ich lade einfach einen Global ein, okay? Er hat den schlechtesten Account, den du dir vorstellen kannst, den ich gerade eingeladen habe. Schlechter geht nicht. Welche Maps? Ich glaube, passt schon so, ne? Jungs, seid ihr noch im Stream? Ich stream noch, ja. Stimmt. Nee, in meinem Discord-Stream. Komm mit meinem Twitch-Stream rein, ist besser. Ich zieh jetzt wieder diesen geilen Sticker, Jungs. Ja, die will ich geedit, der Typ. Ist der bescheuert? Chillig. Er will dich scammen, Digga. Er hat gesehen, du hast Messer. Boah, letzte Runde auf Cash lief jetzt nicht so gut. Cash immer gut. Jetzt hab ich Angst. In your head. Zombie, 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 bi. Als Maul, du Bastard. Werd erstmal 2 Meter groß, du Midget. Gib mir 2 Wochen, Bruder, und dann sind wir. Discord-Call extrem ja, normal. Habe ich vergessen abzuändern. Liegt aber auch daran, dass die Wichser extrem leide sind. Die fetten Hundesöhne. Sag mal was. Hallo? Oh, wenn er noch einmal so piekt, werde ich seine Adresse herausfinden. So. Digga, der soll mal die ganze Zeit in dieser Scheiße chillen. Ja, aber wenigstens funktioniert's jetzt, ne? CSGO. Ich weiß nicht, diesen einen Tag, wo das so komisch war, wo das irgendwie gar nicht erkannt wurde CS, da musste ich meinen PC neu starten. Wow, Bob. Bob, kannst du jetzt so Negev-Headies? Der ist jetzt zu laut. Kann ich leider nicht anders machen. Hast aber mal Pech gehabt. Ja, du Hurensohn. Tough. Hört man mich? Ja, ne? Ich hoffe nicht. So kann ich es einstellen. Moin, Guys.
Ja, Mitte gehe ich nicht mehr, du kannst vergessen. Ich geh Door. GTA? Mhm. Oh, was ein Klick. Einmal auf die Maus gedrückt, wie geil. Hä? Ich hab von irgendwo kassiert. Ah, die kommt schon durch. Behind. Ja, der cheatet. Geht on spot, planted. Letzten 2 Leute von Behind. Also von A-Main. Sind die da? Ja. Leben noch 3 übrigens. Ludo. Mach defensiv, mach defensiv. Forklift und Squeaky. Und Door. Forklift und Squeaky. Ja. Letzter Squeaky. Schön als das. Bro, das war wirklich geklatscht. Two-Man-Klatsch, Digga. Bro. Die Trampin-Offensive. Lass beginnen. Let's go B. My game hängt. Sorry. Das darf jetzt nicht passieren. Nee, wird nicht. Kann nichts mehr. Echt getrashed. Doch, getrashed, ne? Männer, zieht mit rum, hallo, Mann. Ach Mann, Leute. 20 AP Onside. Ruhe. Boah, der blinkt krank. Onside noch einer. Dort. Ach so. City. Headshot. -11. Ja, Jungs, chill. Hoffentlich passt es jetzt vom Ton her. Win. Jungs, Tech 9 ist gedroppt. Nice, danke dir. War Alarm gekauft. Okay. Ich tag ihn nämlich trotzdem mit. Mitte ist gesmoked. Also diese Flat ist gesmoked. Double. KKKK Blamba! Ja, -90. Das kann doch nicht sein, dass die sicher on spot. Was machen wir? Mitte Vent B. Okay. Hier, ich hab McLean gedroppt. Warte, Smoke ab. Was für eine Scheiße. Sandbags. Ich push Sandbags durch. Sandbags. Oh, wer steht hier hinter mir? Ach, du Bastard. Fetter Bastard, Bro. Beweg dich mal richtig. Boah, Alter, ich passiere wieder aus der Hölle. Was geht, Jungs? Was geht? Whitebox, Noch ne? einer Highway. Marco, du dummer Du Huren. bist ein fetter Bastard. Hat einen Header kassiert. Bro, du hast MP, warum pickst du den? Warum pushst du den? Wieso? Wieso nicht? Boah, ich aim die einlocken, ich passiere die einlocken.
smoke wieder Mitte. Okay. Ey, Mirko. Wie nah bist du an deinem Mikro? Was? Wie nah bist du an deinem Mikrofon? Ja, Hört lass dich mich ab. überlegen, Mann, ja. So, Küche. In diese Fenster ist einer. Gepusht. Digga, was machst du auf meinen Kopf, du Hurensohn? Als Maul, fetter Bastard, bleib einfach unten. Dich, Digga, ich töte dich gleich. Ja, töt mich doch, du. White Box, White Box. Wieder Whitebox, Mark, du hast mich wieder geblockt. Ich bin schon. Was laberst du? Ich war im Benzin, du fetter Huren. Ja, du Spaß. Okay, planted, let's go highway. Wie lange bleibt ihr noch rum? Keine Ahnung. Ich ja. Mit ist gesmoked. Ist die Frage eher, wie lange ich noch lebe. Achso. So, 2 Leute. Kobe. GB ist clear. GB ist clear, Jungs. 100%? 2 Leute gestorben. Ah, mein Gott. City. Ich dachte, wir sind basic, Kerem. Wo wart ihr? Ja, klar, geht B irgendwie. Geht B. Blatt, wo wart ihr? B war komplett frei. Digga. Da zuckt nichts. 5 HP, Jungs. Einer 5, Einer Pool. Gefroht wird. Was schwierig aus. Ist es so ein Molly, Senke? Du hast den einfach so gemacht. Er hatte deine Freundin schon Geburtstag. Automolly. Ne? Ja. Wie war's? Philipp. Gestern. Ich hasse die Pose hier, ich gehe hier weg. Was hast du ihr geschenkt? Schwanz. Gewichtsdecke. So Gym. Und so Daily Planner. Highway. Ich glaube bei Highway immer noch der andere. Nee, der saved. Nee, K. Renn weg. Eigentlich die Scheißrunde hätten wir auch easy flawless machen können. Soll ich Abe kaufen? Eine dann, Jungs, ich will nicht mehr zu nerven. Schön andrücken. Was ist los? Wo gehst du hin? Ich geh jetzt wieder ins Smoke. Like-Spiel bockt eigentlich auf Handy. Echt? Spielst du es Ja. auch? Ja. Oder komm mal da an die ich schick dir Einladung. Was? Meine Gilde-Liste, ich kann mich auch dran. Habe ich die schon freigeschaltet? Mit ist gesmoked. 15, Level 15. Ja, hab ich 15. Hast du schon dieses Quelle? Er pusht, Blatt. Was habe ich schon? Great Rift, diese zweite Spiel. Gerade Relikte freigeschaltet. Er chillt Mitte mit Negev. Das ist ein nice Modus. Ich spiele nur noch das. Auf jeden Fall, Was ist ein Level? Ja. Okay. Evan. Ihr geht bei uns Spot bitte. Lead. Spot. Ach, ich platziere für Vent. Heaven, oh, ein Blatt, Heaven. Digga, kann doch nicht sein. Warte, doch, ich hätte nicht egal. Ja, safe. Okay, hau rein, Bro. Can you drop me, please? Ich hab, glaube ich, genug für AK. Dann auch. Danke. Sorry, aber meine Leistung ist heute wirklich. Eigentlich sollte ich nicht spielen. Die carry Thanks. hier durch so. Weil ich gerade irgendwie miese. Ich weiß nicht, ob daran du gestorben bin oder einfach müde. Mit ist gesmoked. Weil ich kann nicht gerade ausgucken. Beides. Ein Spot.
vielleicht sogar Digga, nicht sein. Wie schnell ist er durch? Das gibt's doch nicht. Was macht der denn? Boah, alle Nades verkackt. Behind, Garage. Unser Mate ist so scheiße. Der zieht so nach. Oh. Junge, ich hab alle low gemacht. Mate ist dicke Shit. Push, Blue. Phantom, glaube ich. Also Ventrum war einer, da hat man was gehört. Beim Mate. 15 Jahre her sind wir nicht. Baba, er smoked selben Spot wie du ab. Ich mich auch. Molly, das ist noch Molly und Nates. Jetzt voll viele nice Smokes und so sein. Out, Forklift. Toxic. Oh, er war schon durch. Verfickte Scheiße. Nice try. Ich wollte sogar callen hinter dir, aber ich dachte, du weißt es. Ich gehe B, Jungs. Mhm, ich gehe A. I go A. Ich gehe auch B. Hier, Main. Und du Lord. Er ist durch. So, ja. Squeaky, Blatt. Ja, Squeaky nur minus 50. Ja, was verfickte Scheiße. Über jede Pistole, ich kassiere die lächerlichsten Fix-Dinger. Alle Y. Ohne Spaß, ich erkenne mein Crosshair nicht mal. Jede verfickte Pistole, ich kassiere ein Brett aus Pro League, wirklich. Ich stepp mich einmal normal. Jedes Mal werde ich geniggerpeakt. Sorry. Familienfreundlich, Digga. Lass alle mit rushen. Go mid. Die eine Piste sterbe ich normal, ich kassiere die. Jedes Mal kassiere ich von Simple in der Piste. Nimmt die AK mit. Ist A, ja. Ja, A. Y, Blue Door. Ja, ich bin noch. Wieso nimmst du Dual Barettas auf Range? Soll ich warten und ranlaufen und danach schießen? Nee, aber... Boah, der war gecheatet, der Schuss. Ey, Das ich kann ist mich so ein nicht leckerer entscheiden. Spraydown. Ich konnte mich nicht entscheiden, Bruder. Das ist so ein leckerer Ey, Spraydown. sag mal ehrlich, dieser Turn-On, wie krass war der? War schon gut. Bruder, ich krieg langsam so harte Mausgefühl. Verliere mit jeder Runde die Spiel weiteres Mausgefühl. Will jemand noch Orb? Nein. Danke du. Nein. Ich will eine Runde gewinnen mal wieder. Ich bin voll. Wieder dort. Auch B kommt und ich auch A kommen oder so. Die chillen halt Main durch. Bleibt B, okay. Ich bin hier abgesmoked wie ein Bastard. Kannst du nicht sehen? Oh mein Gott. Hä? Von wo? Danke, nice. Noch einer Main.
Ja, er fickt mich halt einfach, er fickt mich einfach. Bro, Bob hat mich gekillt, ich hab ihn nicht gesehen. Onside. Ja, er cheatet. Er kassiert Octa-Headshot. CT, hat auch mal Header CT. Boah, der Mate jetzt einfach Octa-Headshot von der P90 oder was das war. Ja, der Typ hat auch mal Headies gegeben mit Pro 90, der zockt immer auf Header. Der Pro 90 Bastard. Ich habe gerade OP-Pose gehabt, die haben mich gar nicht gerafft. Ich spiel jetzt auch Pro 90. Soll ich dich, hier, Shroud boosten? Soll ich dich Shroud boosten? Also da oben. B1er. B1er. Flash noch B. Flash noch B. Schon B. Ja, mit B. Muss schon flashen. Halt auf B, Jungs. Ey, haltet noch. Der Smoke auf CT muss weggehen. Ich hab ne Orb. Hinten der Gang. Im Bandraum hinten der Gang. Im Bandraum hinten der Gang. Warum bist du gedroppt? Bandraum hinten der Gang. Hinter der Box. Keine Ahnung, von wo ich gerade ein nasties One-Tap mein ganzes Leben gerade kassiert habe. Oder wo war der? Ey, ohne Spaß. Ich habe gerade so einen One-Tap bekommen, ich habe ihn nicht mal gesehen. Wie konnte er eigentlich hier chillen und keiner sagt mir irgendwas, dass er einfach hier gechillt hat? Vielleicht war das ja aus Vent. Ja, aber... Keiner konnte irgendwas. Hä? Der gibt mir die M4, ich hab die gedroppt. Die AFK mitgenommen. Nein, die M4 achso, okay. Check ich. Let's go. Marco, smokest du wieder? Jo. Ich chill an NBK. Wieder B1er. Wiederhole, wieder B1er. Einer Mitte tot. Wissen was Main. Noch einer war Mitte, Jungs. Zwei waren Mitte. Verkackt. Smoke kommt zurück. Egal, ja. Ist A, oder? Nee. Also 1, 2 waren noch vor A auf jeden Fall. Aber können wir gehen. Dann guck ich weiter Mitte. Blue Door kommt, glaube ich. Ich gehe A. Oder scheiße, aber ich guck weiter Mitte. Ich bin immer noch B. Blue Door? Blue Door. Main. Last Main. Bomb Blue Door. Flash rein. Muss weg hier. Warum machst du zu? Da ist die Bombe drin. Wieder aufmachen. Wir können ja eigentlich auf eklig so einen ekligen Boost bespielen. Stell mich einfach hier hin. Ist an der Box, der pusht mich, Bruder. Na, AK für mich? Nee, war nur eine Galil. Korrekt. Obwohl ich will Abo holen. Egal. Ich smoke wieder. Einer B wieder. Heaven mit auch Bombe. Der ist geboostet mit Bombe, Jungs. Einer im Vent, glaube ich. Ich glaube, einer im Vent. Squeaky. Bombe down und Main. Scheiße. Bombe down. Toxic meinte er. Nein, das ist auf A. Bombe ist A. Bombe ist A. Ach, Bruder. Ich dachte, die waren schon on-spot. Jetzt ist der on-spot A. Linke Seite, Mirko. Ja, aber ruhig, ich fliege bei Main. Der hat gerade planted. A Main, ja. Nice. Starke Runde, Jungs. One.
Nice, ich hab Uprank. Nice. Gönn Drop, Bro. Ich hab einen Drop. Bin gespannt, was? Komm, Fire Serpent. Dragondor. Boah, Kiste. Oh, Snackbite-Bereich. Das ist die schlechteste Zeit, oder? Keine Ahnung. Das sind Nuttenkisten. Kann einer checken? Ich glaube, alle sind jetzt 1 Euro, alle Kisten. Salonmarkt. Ja, 16 Lira. Wie viel ist das? 16 Liter, warte mal, ich habe doch auch Snakebites. Ich guck mal. Ist da ein Community-Markt? Ich glaube, ich chill lieber. Naja, das war's, das reicht schon. Die ist gerade 73 Cent wert. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch pennen. Ich darf nicht so lange. Mein Schlafpunkt muss ficken. Ich bin ehrlich, leider. Schlaft gut. Mach noch Ja, 2 den frische wieder Games. weggemacht. Ja, Bitte? Ciao, ciao, Jungs. Mhm. Ciao, ciao, ich geh auch. Warte, so, okay, ich wollte schon sagen, Oder- zockst du noch eine? Nee. Nee, ich auch Ciao. nicht. Hau rein. Guck den Ciao. Stream vorbei. Was ein Bastard. Okay, nice. War wenigstens noch 2 schöne Runden CS. Leider kein Drop bekommen, weil Game ist ein fetter Bastard. Und gönnt nichts, er legt nichts. Was ein Hund. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt wieder Just Chatting rein, oder? Was geht? Jetzt zu Gameplay bitte. Jetzt Dota Gameplay, so. Safe. Ich hatte doch vor, eigentlich jetzt eine Runde Dota zu zocken. Nur Gold ist gewollt. Streamt er immer noch? Seit 2 Tagen öffnet er nur Kisten, oder was? 500 Packs gezogen habe ohne Gold. Und die ist Boah, 40 500. Euro wert. Weil die so hässlich Ja, genau, ja, gut erkannt, ja. Was geht hier ab? Restream Marino. Verkauft man dann die dicken Fische nicht über Steam. Also wer seine Waffen über Steam verkauft, ist sowieso Flitz. Guck mal, ich gebe mal ein Beispiel, okay? Er kennt sich schon aus. Nicht mal 1 Monat zockt er das Spiel, er kennt sich schon aus. Moment. Jetzt komplett deppert oder was? Ja. Hä? Was geht ab? Jetzt zeigt er seine Case-Hand oder was? Seine Core-Karten nicht. Da. Guck mal, die Waffe hier ist, also 10K. als ich sie gekauft habe, habe ich sie für etwas über Pi mal Daumen 9.000 Euro gekauft. Mhm. Und wenn du jetzt guckst, auf Community-Markt verkaufen und dann auf vollständige Verkäufe, dann siehst du, jemand hat die am 6. Dezember bei Steam für 1.700 Euro verkauft. Und seitdem nicht mehr, ja. Crazy. Ja. Aber andersherum, wenn man die dann kauft, ist es schon ein Schnäppchen. Nur die Person, die verkauft, ist dann halt so. Ne? Vor 3 Jahren, wie kommst du darauf, dass es vor 3 Jahren ist? Ja. Hier ist Januar, Dezember, das ist letztes Jahr gewesen, oder nicht? Nein, das kann sein, dass vor 3 Jahren war. Was muss man im Internet gucken? Und, das war 2022. Und die 1.700 Euro, die er bekommen hat. Machen wir minus 30%. Die er bekommen hat, hat er als Steam-Guthaben bekommen und davon konnte er sich super Spiele bei Steam kaufen. Nicht mal minus 15% Gebühren nicht vergessen, ja. Ja, stimmt, 15. Deswegen, egal was, selbst wenn es ein 20 Euro Skin ist, verkauft es nicht über Steam. Nee, ich dachte 30. Verkauft es nicht über Steam. Ja, ich weiß, dass es nur bis 2.000 Euro... Also ihr seid auch manchmal Flitzpiepen, wirklich. Vor allem, wer kauft Spiele über Steam? Spiele über Steam? Wieso? Winter Sale? Wieso? Wo sollst du die denn sonst kaufen? Du kannst die nur bei Steam kaufen. Hä? Codes kaufen? Spiele. Ach, du meinst jetzt so... du meinst auf Keyseller-Seiten sowas, ne? Ja, genau. Ach so, genau, ja, mein Fehler. Ja, natürlich, ja, klar, Keys. Okay, Chat, ich zieh durch. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir uns morgen... Ach, GR geht jetzt auch offline. Naja, scheiß drauf. Dann wirklich nur kurz. Ich wollte halt einfach mal gucken, was er jetzt macht, ob er wirklich noch weiter am Ziehen ist. Weil er hat irgendwie vor ein paar Tagen doch auch einmal irgendwie bis 5 Uhr morgens oder so, da habe ich Lakers geguckt.
Da war halt Pause und dachte mir so, okay, ich guck mal auf Twitch, was abgeht. Der hat immer noch um 5 Uhr morgens irgendwie Kisten geöffnet. Ja, wenn man es kann, Digga, um sich so ein Hobby zu leisten. Er kann es halt, ne? Er setzt das nochmal ab auf chillig. Auf chillig setzt er das nochmal ab. Gut, warte mal. Just Chatting. Dann würde ich sagen, ist jetzt zwar Viertel vor. Sollen wir noch irgendwie ein Video angucken? Oder sollen wir direkt in Crush Gear Turbo reingehen? Was sagt ihr? Direkt in Crush Gear Turbo? Nochmal kurz mit Werbepause auf Pipi angelehnt. Ja, aber nochmal kurz pinkeln gehen. Weil ich müsste noch mal einmal ganz dringend pinkeln. Ja, ich würde sagen, wir machen kurz eine Pinkelpause. AK Werbepause. Und noch ein Video. Okay, falls ihr noch ein Video habt, sagt Bescheid. Falls ihr noch was zum Reacten habt. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz pinkeln. Ja. So. Gucken wir uns aber das mal an. Okay, wir sehen uns dann in 2-3 Minuten, denke ich mal. Weil ich muss dringend wieder pinkeln. Flasche ist auch... Flasche, ja, erzählt ihr jetzt nicht. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? You're wasting my time here, pal. Stop your crying, Johnson, and get the deal done. Negotiating is a delicate business. What are you, a negotiator or something? Maybe, maybe not. That's negotiating talk. You should work for me. Or maybe it would be more profitable if you worked for me. More negotiating. Business. Money. Success. Handshakes. Shakes. Was geht? Ich bin wieder am Start. Was geht ab? Was geht ab? Was geht denn hier ab? Bubble. Dime más. Tus manos parecen muy suaves. Dime más. Oha. El pelo es perfecto para la forma de tu cara. Geil. Was eine geile Ad. Passport? Any drugs, explosives, or weapons? Yes. Any weapons, drugs, or explosives? Hello? Oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Sir, we have a problem. Yes. You don't understand me, do you? Yes. Yes. English training only on Nintendo DS. Wie geil, Digga. Englisch Training mit dem Nintendo DS. Hello? Hello? 911, what's the nature of your emergency? Mein Automobil ist on Fritz. Your automobile's on the fritz? Ja, ja, yes, yes! Mein Automobil ist on the Fritz. That's not really an emergency now, is it, sir? Nein, nein, mein Automobil ist on the Fritz. Alright, don't call back here again. Hallo? Einen Moment, Fritz, bitte. Hallo? Oh mein Gott. Hallo?
Das ist unser Fritz. Je voudrais être seul avec toi. She asked if you'd like to join the club. Je voudrais des nuits. You said, I like nuts. Oh. Register today and get a free Berlitz phrasebook. Berlitz, the best way to learn a new language. Today's special is the deluxe Wieder burger with your Nintendo. choice of toppings. Would you like to try that? Yes. Would you like some fresh vegetables? We have lettuce, tomatoes, onions, pickles, sauerkraut, and avocado. Yes. Fried egg? Yes. Bacon? Extra cheese? Yes. Really? Would you like that for here or to go? Yes. Yes. 今度は生きた英語を聞いて書く。Ja, weil die Japaner nicht so gut Englisch können, weil die es nicht lernen. Thank you. Die Arme. Die Arme. We've been wearing matching sneakers. Sorry. It's no problem. Bruh, wie, was ist das für Languages, diese... 那你让他看你内裤吧。也许啊。真的吗？ Wo einfach gemacht wird. Wie geil. Non sono io l'infiltrato. Mi mancata di rispetto. Le vostre madri si vergognerebbero di voi. Parla proprio come noi! Wie geil. What would the top 10 be without the number 11? Okay, nice. Gönnen wir uns noch einmal. Okay, class. If you're in the South, you say, "Hey, feller, give me a Bud Light." Hey, feller, give me a Bud Light. In New York, you say, "Hey, give me a Bud Light." You got a problem with that? Bud Light, you got a problem with that. In East LA, you say, "Give me a Bud Light, Holmes." Give me a Bud Light, Holmes. Holmes. If somebody asks you for a Bud Light, you say, "Don't speak English." Refreshingly smooth Bud Light. Always worth it. Bud Light? Bud Light. Bud Light. Bud Light. Bodlight. Die 11,5. Bruder, wie viele Ads hat der hier noch? Noch eins. American chicks love the foreign accent. Go. You have the thighs of a Sherpa. Say hi. Hi. No, not hi, hi, hi. Hi, hi, hi. She has your eyes. Watch the master do it, boys. Hello. You are so very sexy. Sorry. I'm with someone. Bud Light. Endless refreshment from start to finish. Okay. Bud Light keeps it coming. We make sandwich, I am meat. Bruder. Remix Sandwich, I am Meat. Was geht denn da ab? Aber ja, Sex sells auf den. Gute Commercials, kann nichts sagen. Der Gute hatte Deli Boy Tulhar. Tulhar Deli Boy. Gut. 54 passt. Ich glaube, wir haben jetzt schon genug Pause gemacht. 7 Minuten Pause. Dann dippen wir jetzt in die Serie rein. Ich muss jetzt aber noch ganz kurz gucken. So, fernsehserien.de. Bei welchen Folgen sind wir denn nochmal stehen geblieben? Und ey, was geht? Guckt, hat jemand von euch eigentlich schon die Streams reingezogen? 1 oder 2 Streamclips reingezogen? Weil ich bin ja dabei, nach und nach Streams auf öffentlich zu stellen, nach und nach wieder ein bisschen hochzuladen. Falls ihr es nicht wisst, guckt auf den YouTube-Kanal Nintendo mit 2O Zocker vorbei, ne? Wenn ihr auf dem Discord seid, wisst ihr safe, also dann könnt ihr es auch easy sehen. Falls ihr Bock habt, könnt ihr euch mal einen alten Stream reinziehen. Die meisten Streams, die ich noch habe, sind, glaube ich, aus dem Jahr 21. 22 hatte ich einfach kaum Bock, irgendwas hochzuladen. Ich hatte einfach keine Lust. Weil ich wusste da auch nur lange Zeit nicht, dass ich die instant hochladen kann. Das wusste ich eine lange Zeit nicht. Weswegen, ja. Weswegen ich
ja auch eine Zeit lang aufgehört habe, weil das halt, ne, die ganzen Streams sind ungefähr 10 Gigabyte groß. Digga, 10 Gigabyte. Wenn ich dann 10 Streams hier online habe, halbe Festplatte schon besetzt. Da ist unterverlinkt. Ach so. Nee, das ist nicht der. Das ist mein aktueller, den ich eigentlich zum Kommentieren und so benutze. Aber das ist nicht der Account, wo ich die Streams hochlade. Der Stream-Account ist der hier. Hier, hä? Das ist dieser Kanal. Warte mal. Tak, tak, tak. Der Kanal ist das hier. Der Kanal ist das hier. Der Nintendo Zocker-Account mit 2O9490. Das ist der Kanal. Videos noch keine fallen. Ich habe sie halt auch alle auf nicht gelistet gemacht, aber die könnt ihr easy finden, wenn ihr hier auf die Playlist drauf drückt. Streams 21 sind alle Streams, die ich 2021 hochgeladen habe. Das sind, glaube ich, die sind leider noch nicht ganz richtig geordnet. Das muss ich auch noch alles machen, aber das werden nicht angezeigt. Okay, komisch. Aber das sind erstmal alle Streams. Ich werde ja versuchen, die immer noch anzupassen, weil da sind noch oftmals Copyright-Claims und so drauf. Die werde ich dann einfach mal versuchen, ja, zu entfernen. Was dauert halt auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall der Kanal. Hier, kann ich auch nochmal reinschreiben. Das ist der. So, gut, dann geht's ab mit Crush Gear Turbo. Dip mir rein. Wieder meinen Lieblingsplayer benutzen, Firefox. Beste Player, den es gibt für Videos. Und dann geht's ab. Crush, 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 Crush. Kein Ding. Mensch und Maschine. So, fangen wir nochmal von vorne an. Im Wettlauf mit der Zeit. Mensch und Maschine im Taumel der Geschwindigkeit. Energie aktiviert, ready, go! Du spürst, heute ist der Tag, an dem der Sinn sich dreht. Ja, wir sind nicht allein. Bang, bei dir allein. Du wirst Bigger sein. Geist wirft. zwischen Himmel und Asphalt, dann nehmen Träume Fahrt auf in die Weiten des Salz. Das Duell der Giganten, ein Flimmern in der Luft, ein Kohlen im Bauch der Motoren, das Da Freiheit ruft. Das Duell der Giganten, im Wettlauf mit der Zeit. Mensch und Maschine im Taumel der Geschwindigkeit. Energie aktiviert, ready, go! Ah! Hör auf! Beim Virtual Fight hast du gesagt, dass Garuda Eagle über eine alles entscheidende Geheimwaffe verfügt. Ich glaube fest an deine Worte. Es gibt garantiert irgendeinen Trick. So ein Mist. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll.
Böses Erwachen. Was ist das denn? Eine Rikscha. Und es ist wirklich wahr, dass ich Jin Kiosk in seiner Werkstatt... I'm treating the Lyric Lemonade Album like it's my first movie. Wie geil. Lyric Lemonade wird anscheinend ein Album rausbringen. Richtig nice. Mal gucken, wer alles dort drauf ist. Er wäre auch ziemlich schlecht beraten, mit seinem jetzigen Schrotthaufen gegen mich antreten zu wollen. Er hätte damit nicht die geringste Chance, gegen mich zu gewinnen. Und auch für mich wäre es völlig reizlos, noch einmal gegen ihn anzutreten. Na, dann wollen wir uns doch mal seinen neuen Gear ansehen. An alle, die jetzt auch am Start sind, wie fandet ihr es eigentlich, den Restream? Kann man das nochmal machen oder lieber nicht? So, ne, so ein, ja. Wie fandet ihr das? Im dritten Kampf könnte nun also das Team vom Tobita Club alles klar machen. Dies liegt in der Hand Schön. des Gearmasters Jin Kyusuke. Doch Kshin Okawa, der Shogi-Meister, wird es ihm bestimmt nicht leicht machen. Und nun ist es endlich soweit. Der Kampf der Giganten wird in Kürze beginnen. So, und jetzt das Teil noch. Das wäre geschafft. Ich muss völlig vernagelt gewesen sein. Dass ich dein Rufen nicht gehört habe. Verdammt! Jin! Warum bist du nicht in der Arena? Dein Kampf fängt doch jeden Moment an. Du solltest dich lieber beeilen, dass du rechtzeitig in den Ring kommst. Hast du allen Ernstes vor, mit diesem... Ja, genau. War gut. Nice. Okay, dann heute ab 19 Uhr. Ne? Hey, sei vorsichtig damit. Pass auf. Er ist noch nicht getrocknet. Oh. Stimmt. Entschuldige. Ich hab doch gesagt, du sollst es nicht anfassen. Der Klebstoff braucht eine Sekunde. Sorry. Sekundenkleber halt, ne? Ehrlich, Koja, du bist ganz schön bescheuert. Ja, vielleicht hast du recht. Ich bin blöd. Für mich gibt es nur Garuda Igel. Als er kaputt ging, ist mir das erst richtig bewusst geworden. Er ist für mich das Wichtigste auf der Welt. Ach, mach dir nichts draus. Du bist nicht der Einzige, der beschränkt ist. Ich bin auch viel beschränkter. In der Box ist ein neuer... Selbstkritik? Da ist ein neuer Crush-Kit drin. Den Jin für ihn gemacht hat. Wo ist Jin? Wo steckt der bloß? Ich habe bei ihm zu Hause angerufen, aber es ist niemand rangegangen. Er hat doch nicht etwa vor Kshin Angst bekommen und sich davongeschlichen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Bestimmt fummelt er noch an Dino Spartan rum, um ihn zu verbessern, damit er Kshin Paroli bieten kann. Wenn er aber nicht bald hier erscheint, nützt ihm das überhaupt nichts. Gibt's irgendein Problem? Hey. Jin, du Perfekt kommst gekommen. ziemlich spät. Warum denn? Der Kampf hat doch noch nicht angefangen, oder? Wie sieht's aus, Jin? Hast du Dino Spartan verbessern können? Du hast also gewonnen. Gegen Eddie, nicht schlecht. Oh. Echt super, Mann. Gratuliere. Jetzt gewinne Wer ich. hätte das gedacht? Er kommt mit dem verfickten Fahrrad rein. Oder er wird reingeschoben. Endlich zeigt uns das Genie sein wahres Antlitz. Der große Kshin Okawa. Hallo Jin? Was ist? Worauf wartest du? Komm doch rauf zu mir. Let's go, Dino Spartan. Ich hoffe nur, dass Jins Überarbeitung von Dino Spartan was gebracht hat. Äußerlich kann man nichts erkennen. Er sieht so wie vorher aus. Kommen wir nun zum dritten Kampf im Finale des Budokan Cups. Dieser Fight entscheidet über Sieg oder Weiterkämpfen. Ein Kampf der Genies. Wird sich Jin Kyusuke diesmal revanchieren oder hat Kshin Okawa noch stichhaltigere Trümpfe im Ärmel als beim letzten Mal? Letzte Mal in diesem Probekampf, wo es um nichts ging, ne? Was ist denn mit dem los? Dreht er durch oder was? Schon gut, alles in Ordnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Von mir aus können wir anfangen. Auf zur Runde 1. Ihr Fighters, set up. Das Motorengeräusch scheint unverändert zu sein. Ready? Go. Go!
Was war das eben? Jin! So bescheuert bin ich nun auch wieder nicht. Das ist doch kein Gegner, gegen den man einfach so gewinnen kann. Aha! Fire Spinner! So ein Trick kann ich Spielen voraussehen. Fire Spinner! Geil, der Feuerspinner. Der Feuerkreisel. Er versucht es mit einer Serienattacke. Das kann mir nichts anhaben. Ah! Fire Spinner! Er hat Jins Vorhaben durchschaut. Hey, Jin! Das ist kein Gegner, den du mit so einem Kinderkram beeindrucken kannst. Im Gegenteil, durch den wiederholten Aufprall bei jedem Angriff steckt Dino Spartan die ganzen Schäden ein. Das bringt nichts. Gar nichts. Jetzt hat er ihn da, wo er haben will, oder wie? Was ist los mit Dino Spartan los? Da erwartet man einen spannenden Kampf. Und was bekommt man geboten? Ein einseitiges Gerempel. Dino Spartan hat dem Gegner aber auch nichts entgegenzusetzen. Es ist der alte Dino Spartan. Er hat ihn also doch nicht gekillt. Ja, aber das gibt's doch nicht. Jin Kyusuke, wird er seinem Ruf als Gearmaster Genie etwa nicht mehr gerecht? Wieso kämpft denn dieser Blödmann mit dem normalen Dino Spartan? Ich dachte, er hat einen super starken Gear entwickelt, mit dem er Xin besiegen kann. Komisch, er hat seine Gearbox hier vergessen. Scheiße. Jin attackiert seinen Gegner ohne Rücksicht auf Verluste. Für Dino Spartan gibt es kein Entkommen mehr. Das muss er sein. Das ist der neue Gear, den Jin entwickelt hat. Damn, damn, damn. Merkwürdig. Er hat doch gewusst, was auf ihn zukommt. Warum hat er sich nichts einfallen lassen? Aus dem Ring geflogen. Dino Spartan! Der Gewinner von Runde 1. Scheiße. Okawa. Diese Geringschätzung meiner Person kränkt mich. Wie kannst du es bloß wagen? Ich hatte wirklich mehr von dir erwartet. Die erste Runde endete mit einer handfesten Überraschung. Was war los? Man konnte nicht mal sowas wie eine Strategie erkennen. Was hast du bloß die ganze Zeit in deiner Werkstatt gemacht? Jetzt wird er rüber geswappt. Jin! Jin ist schon ein Ehrenmann, ne, was er alles gemacht hat. Highspeed, die Räder im Spin-Teil. Jin, glaubst du wirklich, dass du Xin mit solchen Notlösungen besiegen kannst? Nun sag doch endlich Ja, mal kann er. was. Der Sieg immer wieder sag doch endlich mal was. Der Sieg im Spiel, weil du immer wieder die Turniere abgesagt hast, musste Koya für dich einspringen. Naja, und dabei ist Garuda Eagle kaputt gegangen. Hörst du überhaupt zu? Begreifst du denn nicht, wie wichtig ein Sieg in diesem Finale für uns alle ist? Hey, jetzt spiel dich mal nicht gleich so auf, nur weil du zufällig gewonnen hast. Wie bitte? Lass ihn in Ruhe, Claude. Es bringt doch nichts, wenn wir uns gegenseitig die Birne einschlagen. Ich möchte Aber jetzt er eine schlägt Antwort. immer. Hast du eine Strategie, um zu gewinnen? Nein, hab ich nicht. Tut mir leid. Warum nicht? Hör auf damit, Claude. Runde 2. Setup. Ready? Er schafft das. Eine Runde holt Jin schon. Angriff Dino Spartan! Fire Spinner!
eine enttäuschende Taktik. Der HS weicht immer aus. Warum hat er das nur gemacht? Was ist los mit dem genialen Gearmaster Jin Kyusuke? Oder ist das alles nur Teil eines raffinierten Plans? Alles muss raus! Was bewegt Jin Kyusuke bloß zu einer derartigen Taktik? Scheiße. Ein Angriff. Wenn wenigstens ein Angriff erfolgreich wäre. Der fickt die mit Was deinem soll das? Angriff. Ich fühle mich von dir gedemütigt, Jin Kyusuke. Ich bin noch nicht hierher gekommen, um einen so lächerlichen Kampf zu bestreiten. Wir wollen was sehen für unser Geld! Endlich, du Waschlappen, oder geh nach Hause! Bruder, er kämpft doch. Der eine weicht halt die ganze Zeit aus. Oh nein. Jin, nicht doch! Bitte, da hast du es. Nicht nur ich bin enttäuscht. Auch die vielen Leute auf den Rängen haben einen Kampf voller Spannung verdient. Bruder, er weicht doch die ganze Zeit aus. Er soll mal selber angreifen. Hey, Jin, heb deine rechte Hand. Das hat doch alles keinen Sinn. Gib auf. Aber Claude, wenn Jin diesen Kampf aufgibt, muss Koya den letzten Fight bestreiten. Und das mit Garuda Eagle. Und damit könnten wir unseren Traum vom Asien Cup begraben. Ja doch, das weiß ich selbst. Aber es hat keinen Sinn mehr. Shin macht sich doch nur noch lustig über ihn. Hey, Jin! Du musst dich nicht noch länger von ihm derart vorführen lassen. Dann ist es schon besser, mit erhobenem Kopf zu verlieren. Nein. 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 Fick ihn durch. Einen Kampf nimmst du mindestens mit. Du schaffst das, Bruder. Nein. Nein. Nein, mach weiter. Mach weiter, Digga. Diese Hurensöhne können nichts, Digga. Die sind nicht mal ins Finale gekommen, Bro. Claude hat völlig recht. Nein. Warum soll ich diesen armseligen Kampf nicht beenden? Nein. 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 Nur diese Hand zu heben. Nein. Man kann nicht immer gewinnen. Nein. Jin. Nein. Nicht, Jin. So sieht's Dann aus. könnte ich endlich weg von hier. Du schaffst das. Nein. Oh Mann. Dino Spartan will weiterkämpfen. Dino Spartan! Sieh mal an, wer hätte gedacht, dass noch so viel Power in der Blechbüchse steckt. Let's go. Bang. Das heißt hier endlich weg von hier. Was red ich da für ein Blödsinn? Ich war die ganze Zeit so abweisend zu dir. Aber du bist doch derjenige, der die meisten Demütigungen ertragen musste. Dino Spartan, verzeih mir, ich habe dich unterschätzt! Du willst noch nicht aufgeben, nicht wahr? Gut, dann werden wir weiterkämpfen. Wir machen weiter, hörst du? So sieht's aus. Die Drehgeschwindigkeit nimmt weiter zu. Aber was ist das für ein Geräusch? Hey, Jin! Hey! Kannst du mir mal verklickern, warum du nicht den neuen Gear benutzt? Den neuen Gear? Was hat das zu bedeuten? Nimm den hier. Dann hat Jin nichts mehr zu lachen. Den hab ich für dich gebaut, Koya. Für mich gebaut? Ehrlich? Ja, mit diesem Gear wirst du antreten. Ja, aber... Danke, Jin. Weil Garuda Eagle kaputt gegangen ist, hat er für Koya einen neuen Gear gebaut. Was ein Ehrenmann, ich Warum schwör. hat er uns denn nichts davon gesagt? Weil er bis zuletzt an diesem neuen Gear für Koya gebastelt hat. Deshalb hat er es nicht geschafft, an Dino Spartan Verbesserungen vorzunehmen. Das war also dein Geheimnis, Jin Kyusuke. Du hast die Freundschaft einem Sieg vorgezogen. Nein, Bro. Behalte ihn! Behalte deinen blöden Gear, ich brauche kein Mitleid! Halt die Klappe! Ich muss mich konzentrieren, verdammt nochmal! Ich bin mitten in einem schwierigen Fight, den ich zufällig gewinnen will. Und dafür braucht Dino Spartan da draußen unbedingt meine Hilfe. Für mich gibt es wichtige Freunde, die ich nicht im Stich lassen kann. Und Feinde, denen ich auf gar keinen Fall den Rücken kehren darf.
Und ein Gier, der mir die ganze Zeit zur Seite gestanden hat. Ich denke, das dürften genügend Gründe sein, um den Kampf nicht abzubrechen. Aber du... Ich würde sagen, dass Dino Spartan noch weiterkämpfen will. Ein Gier ist nicht bloß einfach ein Metallding. Jin und Dino Spartan sind gerade dabei, zu einem gemeinsamen Ich zu verschmelzen. Jin, gewinne! Mach weiter! Angriff! Gib alles, Dino Spartan! Nice. Seinem Gier müsste doch schon längst die Puste ausgegangen sein. Oder stecken etwa in Dino Spartan noch unerwartete Kräfte? Er wird es doch schaffen, oder? Ich will, dass er es schafft. Wer weiß, Dino Spartans Geschwindigkeit nimmt jedenfalls kontinuierlich zu. Da ist es wieder. Dieses Geräusch. Wenn ich nur wüsste, was das zu bedeuten hat. Vermutlich löst sich aufgrund der Serienattacke die Radaufhängung von Dino Spartan, wodurch die gewichtsbedingte Balance des Giers ins Trudeln kommt. Scheiße. Dadurch erhöht sich die Rotationskraft und die Umdrehungen beschleunigen sich. Boah. Nicht auszudenken, was da passieren kann. Stopp ihn! Der Reifen fliegt ab. Dino Spartan! So, letzte Attacke. Das war wohl sein letztes Aufbäumen. Hey, Jin Kioske, egal was ich von meinen Gegnern auch halte, ein Kampf bleibt ein Kampf. Heute werde ich dir den Gnadenstoß verpassen. Und los, Attacke, Hisokan! Noch einfach Domino. Sieh genau hin, damit du auch nichts verpasst. Kommen wir nun zum Showdown von Jin Okawa. Ich bin ehrlich, der Typ ist, glaube ich, der krasseste bis jetzt, ne? Nach dem Akira-Typen da. Auch wenn er so einen komischen Crush-Gear hat mit fucking Stein. Ich weiß nicht mal, wie das Spiel heißt. Kyo-Stein, Go-Stein. Komm schon, unternimm etwas, Jin. Als Dämon zeigt Der er ist sich seinem heftig. Gegner in 10-facher Vergrößerung. Er versucht, Jin damit einzuschüchtern. Oh nein, das glaube ich einfach nicht. Oder Shogi, genau, Shogi-Steine. Aber der ist trotzdem der krasseste, finde ich. Nein! Oh mein Gott, Dino Spartan wurde in 2 geteilt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Gewinner ist Jin Okawa. Dino, was war los? Jin Kioske. Ein drittes Mal werden wir uns wohl kaum begegnen. Oh mein Gott, Digga. Dino Spartan wird so gefickt. Koya, ich wusste nicht, dass es so wehtun kann. Dass es so wehtut, ein Gier zu verlieren. Oh ja, ich weiß. Gewinne! Du musst gewinnen, hörst du? Jetzt geht's ab. Heftig. Schaffen das. Dein Herz aus Stahl schlägt unendlich seinen Takt. Angst kennt es nicht, weil es unzerbrechlich ist. Aus Fleisch und
Und Silikon. Deine endlose Kraft und mein Verstand, dann erstrahlt ein Stern. Denk daran, du und ich, wir schaffen das. Weil wir zu zweit unschlagbar. Da ist er, der Kira-Abklatsch. Der nächsten Folge. Oha! Für diesen hat mir Jin einen neuen Gear gebaut. Metal Garuda Eagle. Und die heißt Garuda Phoenix. Geil. Übrigens, unser Traum steht immer noch. Wir wollen Weltmeister werden. Einfach Whiteout-Version. Richtig geil oder versilbert. So, dann geht's ab. Garuda Phoenix. Bang. Giganten. Mit der Zeit. Du spürst, heute ist der Tag, an dem der Wind sich dreht. Doch die Entscheidung liegt bei dir allein. Im Band der Visionen, nichts hält mich auf. Du bist der Beste, du wirst Sieger sein. Oh yeah, yeah. Und wenn die Welt der Wunderwahrheit wird, zwischen Himmel und Asphalt, dann nehmen Träume Fahrt auf in die Weiten des Alls. Das Duell Der Giganten. Mann in der Luft. Das nach Freiheit ruft. Geschwindigkeit. Ready, go. Ey, ich will nach so einem Opening, was richtig hypt, kommt auf einmal so eine richtig traurige Szene sofort. Eigentlich mies unpassend. Was hat mit Flashback, ne? Von der letzten Folge. Oh ja, ich weiß. Gewinne! Dun, Du musst gewinnen, hörst du? Garuda Phoenix. Bum, bum, bum. Warum hat er nicht mit diesem gekämpft? Dann wäre ihm diese bittere Erfahrung erspart geblieben. Das ist doch deiner. Warum hat er ihn lieber mir überlassen? Weil ihm unsere Freundschaft wichtiger ist als irgend so ein Sieg. Er hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert. Das war bei ihm immer so. Ich werde gewinnen. Sag mal, ist das nicht einer von diesen... Mhm. Das ist eins von diesen nagelneuen VT-Modellen. Was denn für ein VT-Modell? Ein VT-Fahrgestell kann Gleichgewicht und Power des Gears variieren. Genau wie bei Geiki, den Gear, den Takeshi neuerdings benutzt. Die damit ausgestatteten Gears können ihr Batteriegehäuse vor- und zurückschieben. Wie geil. Und so einen Hightech-Gear hat er extra für Koya gebaut? Mhm. Der da ist echte Handarbeit, von unserem Gearmaster höchstpersönlich angefertigt. Ja, er ist schon ein richtiges Genie, unser Gearmaster Jin. Aber dieses neue Fahrgestell ist noch längst nicht alles. Dieser hier ist nicht nur ein VT-Modell, er hat hinten auch noch eine Waffe, die Geiki nicht hat. Oh Mann, das ist ja Wahnsinn. Ein VT-Modell mit einer Waffe hinten. Ich wette, so einen Gear gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Das ist ein Prototyp, das mir Ich geh pennen, gute Nacht. Schlaf gut, Giuseppe. Gönn dir die Folge auf entspannt. Danke fürs Reingucken, Bro. Schön zum Einschlafen. Hier eine Folge Crush Kid Turbo Beste.
Hey, Koja. Chill, er hat mit ihm geredet. Danke. Wenn du hier nur rumstehst, schaffen wir es nicht zum Asien Cup. Du hast recht. Meine Damen und Herren, wertes Publikum, dies ist nun der alles entscheidende Kampf, der über die Teilnahme am Asien Cup und vielleicht sogar an der Weltmeisterschaft entscheidet. In der roten Zone Koja Marinov. Kurz vor dem Kampf erhielt ich eine wichtige Mitteilung. Auf diesem Zettel hier, Koja Marinov wird den Kampf mit einem neuen Gear bestreiten, dem Nachfolger von Garuda Eagle. Als zweiter weltweit verfügt nur noch er über ein VT-Modell. Das Besondere an diesem Typ ist jedoch die äußerst gefährliche Waffe im hinteren Bereich des Gear. Und das ist wiederum weltweit einzigartig. Gemacht vom Gearmaster. Hast du das gehört? Dieser Marinov hat plötzlich auch so ein VT-Modell wie du. Sei still und guck dir den Fight an. Hä? Meinst du, Satoru hat gegen Marinovs VT-Modell eine Chance? Ehrlich gesagt, ich bezweifle das. Mach dir mal keine Sorgen. Kein Crush-Gear-Fighter der Welt kann Satorus Manöver im Ring das Wasser reichen. Dazu ist sein Gear viel zu stark und er zu clever. In der blauen Zone begrüßen wir den bisher ungeschlagenen Jugendmeister im GPX Amateur Go-Kart-Rennen, den vielversprechenden Formel-1-Piloten der Zukunft, den großen Meister seines Faches, Satoru Todoroki. Aber auch so lachkick, dass sie einfach immer Profis von anderen Sportarten dort sind. Das macht halt gar keinen Sinn. Aber ja, so ist das halt einfach. Wer hier gewinnt, der erhält das Ticket für den Asien Cup. Satoru Todoroki ist ein wahrer Champion. Nicht nur beim Go-Kart-Fahren, nein, auch im Crush-Gear-Fighting. Das wird kein leichter Kampf, so wie der aussieht. Oh ja, er scheint um etliche Klassen besser zu sein als beim letzten Mal. Mir ist völlig egal, wie stark du bist. Ich werde gewinnen. Denn mein Gear wurde extra von unserem Gearmaster Jin für mich gebaut. Dann zeig doch mal, was du so drauf hast, du großer Crush-Gear-Fighter. Mal sehen, was dein VT mit seiner Hinterwaffe so drauf hat. Einfach Tommy Morgenstern, Digga. Einfach gegen Son Goku. Er muss einfach gegen Goku kämpfen. Er muss einfach gegen Son Goku kämpfen. Oder? Das ist doch die Stimme von Tommy. Ja, Mann. Kameha! Oh mein Gott, Digga. Schafft er das gegen Goku? Wird schwer. Zeig, was du kannst. Oh Mann, heftig. Er hat das Batteriegehäuse verschoben. Er will's wissen. Junge, der geht ja ab wie eine Rakete. Das war zu erwarten. Tja, tut mir leid, Marino, aber der Sieg geht an mich. Kojas Gear scheint vom Turbo auszureißen. Er ändert die Richtung, aber was ist das? Er kracht direkt in die Wand rein. Oh nein. Er kann ihn halt nur nicht kontrollieren. Meine Damen und Herren, Koja hat anscheinend die Kontrolle über seinen neuen Gear verloren. Ja. Los, geh nicht einschüchtern. Das neue Modell klebt an der Bande wie Kaugummi unter der Schulbank. Na endlich! Er hat sich von der Wand lösen können. Er setzt die Hinterwaffe ein. Dieser Gear ist ja schneller, als die Polizei erlaubt. Nochmal Glück gehabt. Der Typ muss einfach nur ausweichen. Er muss nur ausweichen. Ich weiß nicht. Koja macht nicht gerade einen zufriedenen Eindruck. Sein Gear fährt ständig gegen einen der Mittelblöcke. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Der weltweit erste VT mit Hinterwaffe ist völlig außer Kontrolle. Mein Gott, der macht ja, was er will. Ja, muss halt trainieren. Er scheint die Gewalt über seinen neuen Gear verloren zu haben. Was ist mit ihm? Warum fährt er nicht so, wie er fahren soll? Ja, er hat ihn zum ersten Mal benutzt. An der Verschiebung des Batteriegehäuses. Durch die Verlagerung kommt er völlig aus dem Gleichgewicht. Mensch, Leute, er benutzt den Gear heute das erste Mal. Da ist es doch logisch, dass er das noch nicht so richtig hinkriegt. Er muss gewinnen. Ja. Dieser neue Gear scheint wohl eine Fehlkonstruktion zu sein. Leidlich. Er drückt wieder auf die Tube. Aber was ist jetzt schon wieder? Er fährt in die falsche Richtung. Jin, wo willst du Er muss ihm sagen, wie der funktioniert. Er fährt wieder direkt auf die Wand zu.
So, er verschiebt einfach nicht. Ja, zweimal. Der soll einfach nicht das Batteriegestell verschieben. Facts. Einfach ein Kleinkind in so ein Ferrari reinballern. Koya! Komm runter, dann los, beeil dich! Unternimm was! Komm schnell her und bring dein Gear mit! Ja, ist gut. Was hast du mit ihm vor, Jin? Was ist da kaputt? Nein, ich weiß jetzt, woran es liegt. Ich hätte es beachten müssen. Die Gehäusefassung eines VT-Modells lässt sich verdammt schwer einpassen. Das Allerwichtigste an dieser Konstruktion ist, dass sie mit der Wurftechnik des Crush Gear Fighters harmoniert. Sonst verliert er sofort die Kontrolle über den Gear. Meinst du, du kriegst das Problem noch in den Griff? Ich denke schon. Sekunde, ich hab's gleich. So, fertig. Ich habe viel Zeit für die Karosserie verwendet. Allerdings habe ich dabei etwas ganz Wichtiges vergessen. Hier, nimm. Jetzt stimmt alles. Ich habe ihn perfekt für dich eingestellt. Okay, danke. Runde 2. Ihr Fighters. Setup. Ready. Go! Du hast gegen mich keine Chance! Aber ich find's auch lustig, wie er ihn reinwirft, der Typ. Der wirft ihn halt so, als wenn er lenken würde. Das finde ich auch immer ganz geil. Dass bei diesen Mighty Gears halt jeder Wurf immer exakt so ist, wie halt die Sportart. Ne? Der Skater, der damals Baseball gespielt hat, hat auch so einen Baseballwurf gemacht, als wenn er schlagen würde, weil er ja Pitcher war. Der Typ tut so, als wenn er Auto fährt, hat ihn deswegen wie so, als wenn er einmal lenken wird, reingeworfen. Der Billardtyp, als wenn er einen Billardpin anstößt. Ja, der Shogi-Typ, als wenn er einen Shogi-Stein so nach unten tippen würde, ne? Gleich nochmal! Oh Mann, war das knapp. Satoru nutzt seine unglaublichen Fähigkeiten als Go-Kart-Fahrer. Er ist einfach eine Scheißhocke. Satoru. Er ist wirklich ein Knecht. Er hat seinen Gear wieder im Griff. Dieses Mal wird er gewinnen. Ich spüre es ganz genau. Denke ich auch. Alles deutet auf einen Sieg in Runde 2 hin. Mist, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich verstehe nicht. Was meinst du, Jin? Stimmt irgendwas nicht? Kannst du laut sagen, der Gear sollte sich nicht so bewegen. Koya nutzt noch nicht einmal die Hälfte seines technischen Potenzials. Ich denke, das ist ein psychologisches Problem. Das verstehe ich nicht. Ja. Ganz einfach. Koya hat diesen Gear noch nicht für sich angenommen. Wie meinst du das? Für Koya gab es nur ein Gear auf der Welt und das war sein Garuda Eagle. Er kann mit keinem anderen Gear kämpfen, egal wie gut dieser ist. Sein Herz und seine Seele hängen immer noch an Garuda Eagle. Aber dieser Gear ist 1000-mal besser als sein bescheuerter museumsreifer Garuda Eagle. Es ist ein VT-Modell mit Hinterwaffe, der letzte Schrei. Trotzdem, es ist kein technisches Problem. Er ist ein guter Fighter und das ist er vor allem durch seinen Garuda Eagle geworden. Doch dann kam der Tag, an dem Garuda Eagle zerbrochen ist. An diesem Tag zerbrach auch sein Selbstbewusstsein. Er kann nur mit seinem Garuda Eagle 100%ige Leistung bringen. Da nützt ihm auch die allerneueste Technik nichts. Meinst du wirklich? Ja. Satoru setzt zur Gegenattacke an. Er ist dem Gear von Koya dicht auf den Fersen. Ich bin gespannt, was er vorhat. Er versucht's mit einem Slipstream. Technisch gesehen ist Koyas Gear macht Turbo haushoch überlegen. Aber Satorus Fahrkenntnisse sind einfach Wahnsinn. Damit gleicht er dieses Manko spielend wieder aus. Jetzt spieß ihn auf. Los, fahr schneller! Hinterwaffe. Er kann nicht mehr ausweichen. Solange Satoru von hinten angreift, hat Koya überhaupt nichts zu befürchten. Genau. Mit der Hinterwaffe als Abwehrsystem kann ihm Satoru zumindest von hinten nichts anhaben. Um beim Crush Gear Fighting zu gewinnen, braucht man etwas mehr als eine gute technische Ausrüstung. Und ich weiß, wovon ich spreche. Er soll sich lösen. Turbo lässt nicht locker. Was macht er denn jetzt? Er fährt neben Koyas Gear direkt auf die Kurve zu.
man mit vollem Speed in die Kurve rein. Aber sehen Sie nur, Turbo hat noch einen Zahn zugelegt. Na, dann wollen wir mal. Koyaski ist angeschlagen und kommt ins Schleudern. Oh. Turbo hat an Fahrt gewonnen. Er wendet und will seinen Gegner von vorn attackieren. Was für ein Kampf. Koyaski kann der Attacke ausweichen. Was war das? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Einfach nur Glück. Turbo ist aus dem Ring geflogen. Der Gewinner ist Koya. Okay, mit Glück hat er jetzt gewonnen. Was hast du denn? Tja, das war's dann wohl. Super gemacht, Koya. Es steht jetzt unentschieden. Ja, unentschieden. Du kannst einpacken. Für dich hat sich der Kampf erledigt. Wie kommst du denn darauf? Warum erledigt? Er hat doch die zweite Runde gewonnen. Jin hat recht. Zeig mal deinen neuen Gear. Dachte ich's mir doch. Ein Riss. Nach der einen Attacke von Turbo ist er plötzlich abgedreht. Und ich habe gedacht, das hat er mit Absicht gemacht. Das dachte ich auch. Das Teil kann man doch bestimmt durch ein neues ersetzen. Nicht wahr, Jin? Er hat kein Star gerade. Er hat gerade kein Star. Hast du denn nichts? Es gibt dafür keine Ersatzteile. Warum nicht? Du kannst dir alle Teile, die du brauchst, aus meinem Racing Bull nehmen. Das geht nicht. Die Teile für die VT-Modelle sind alles Sonderanfertigung. Hat er alle selber Die sind gemacht. aus einem ganz speziellen Harz, das den enormen Belastungen während der Kämpfe standhält. Ich hatte keine Zeit mehr, um die notwendigen Ersatzteile anzufertigen. Und was nun? Die Teilnahme am Asien Cup war schon so greifbar nahe für uns. Aus der Traum. Es sollte einfach nicht sein. Dafür hat's nicht gereicht. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Und wenn schon, so schnell gebe ich nicht auf. Ich sag euch was. Ich werde weiterkämpfen. Aber das hat keinen Sinn. Diesen Gear kannst du vergessen. Er funktioniert nicht mehr richtig. Na und? Ich hab doch den hier noch. Dann werde ich eben mit Garuda Eagle weiterkämpfen. Es wird schon irgendwie gehen. Digga, beim nächsten Crash wird er wieder in 1000 Teile splittern. Jin, es gibt doch noch eine Möglichkeit. Ach ja? Koya, gib mir dein Garuda Eagle. Hä? Na los doch, mach schon. Warum denn? Nehm ihn. Gib schon her, verdammt. Das Teil vom Garuda Eagle. Sehr gut, es passt wie die Faust aufs Auge. Wie kann das sein? Naja, für die Entwicklung des neuen Gear habe ich sämtliche Daten von Garuda Eagle übernommen. Das Gewicht, die Länge, der Aufbau, alles ist völlig identisch. Sogar die Größe und die Anzahl der Schrauben sind bei beiden gleich. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Tja, wenn man es ganz genau ist, dieser Gear der Gear, den dein Bruder damals gebaut hat. Du meinst, er ist ein zweiter Garuda Eagle? Genau das meine ich. Eigentlich ist das gar nicht mein Gear, sondern der von deinem Bruder. Nur halt Es mit gibt ein nur bisschen mehr einen Power. einzigen, der ihn benutzen kann. Und glaub mir, dieser eine bist du, Koya. Ja, und mit ihm werde ich sicher gewinnen. Kommen wir nun zur alles entscheidenden Runde. Julia, was machst du da? Hallo, Julia! Na sag schon, was machst du da? Was ich mache? Ich spreche mit meinem Garuda Eagle. Kann man denn mit ihm sprechen, so wie mit Menschen? Natürlich. Du musst innerlich ganz ruhig werden, dann funktioniert es auch. Und du wirst mit ihm eins, verstehst du? Was bedeutet denn mit ihm eins werden, Julia? Jetzt verstehe ich es. Ich muss mit ihm eins sein. Und das war ich bisher nicht. Weil ich ihm noch keinen Namen gegeben habe. Garuda Phoenix. Ich weiß schon, wie ich ihn nenne. Runde 3. Auf geht's, Garuda Phoenix. Mach jetzt den Spin. Ja, Mann, er macht jetzt seinen Spin. Den Spin-Wurf, den Boomerang-Wurf. Du musst den Boomerang-Wurf machen. Schade.
War das der Boomerang-Wurf? Seine Farbe verändert sich. Was hat das zu bedeuten? Warum macht er das? Was geht hier vor? Der graue Gier von Koya hat plötzlich seine Farbe gewechselt. Wie geil. Und nicht nur die Farbe, er ist auch aggressiver geworden. Attacke! Garuda Phoenix! Er ist schnell. Das gibt's doch nicht. Woher nimmt er auf einmal diese Geschwindigkeit und diese Power? Hol ihn dir! Garuda Phoenix! Einfach Lavados. Einfach Lavados. Nice. Oh, einfach verbrannt. Macht Turbo ist aus dem Ring geflogen. Der Gewinner ist Koya Marino. Ich hätte nicht gedacht, dass Garuda Phoenix so kämpfen kann. Damit gehen 10 Punkte das Konto vom Tobita Club. Yes, Und das sir. bedeutet, er hat sich für den Asien Cup qualifiziert. So muss das sein. Hast rein! Koya! Koya! Oh Mann, das hast du sauber hingekriegt. Du hast es geschafft, Koya. Du bist der Beste von allen. Standing Ovations. Er wird jetzt erfolgreich retiren, der Racing-Typ. Er konzentriert jetzt nur auf Formel 1. Dein Herz aus Stahl schlägt unermüdlich seinen Takt. Angst kennt es nicht. Niemals. Zerbrechlich ist aus Fleisch und Blut. Oft fehlt mir Mut, doch sind wir zwei ein Team. Deine endlose Kraft und mein Verstand, dann erstrahlt ein Stern. Denk daran, du Und ich, wir schaffen das. weil wir zu zweit unschlagbar sind. Weil nichts uns unsere Hoffnung nimmt. Nachdem wir uns für den Asien Cup qualifiziert hatten, treffe ich auf einen durchgeknallten alten Mann. Aber dazu Das ist mehr in einfach der er. nächsten Das ist Folge. einfach Und er. meist eine glückliche Begegnung. Das ist einfach Wir sind er. unserem Ziel ein Der Stück alte Mann ist näher einfach gekommen. er in alt. Der Weltmeisterschaft. Gut, ja. Dann würde ich sagen, euch allen einen schönen Abend. Schlaft gut an alle, die am Start waren. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann heute um 19 Uhr, wenn wir IEM Rio
das Finale streamen, wo dann Team Vitality, ich wollte schon Cloud9 sagen, Team Vitality gegen Team Heroic spielen. Ja, ich bin gespannt. Und es interessiert mich auch, weil das mäßig das letzte große Turnier vor dem Major-Event, was dann am 8.5. beginnt, ist sind auch nur noch 2 Wochen oder 1, 2, 3 Wochen, fängt dann auch in 3 Wochen an. Und ja, ne, euch allen noch einen schönen Abend. Schlaft gut und alle, die am Schlafen sind, ja, dann gut, dass ihr am Schlafen seid. Wir sehen uns dann. Peace out und vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns dann auf jeden Fall heute um 19 Uhr müsste es sein. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Ich gucke nochmal nach. So, HLTV. Gucke ich nochmal ganz kurz. Müsste um 19 Uhr sein. Dann bin ich ungefähr gegen 19 Uhr da. Und dann, ich denke mal nicht, dass es so spät wie heute sein wird. Aber mal, Events. So, zack. Finale um 19 Uhr müsste das sein. Ich hoffe mal, das stimmt. Um 19 Uhr. Ja, deswegen, ne? Euch allen einen schönen Abend. Peace out und schlaft gut. Und ja, wir sehen uns dann heute Abend hoffentlich. Wenn nicht, sehen wir uns ein andermal, ne? Ja, dann schlaft gut und ciao. Die Sleeping Emojis natürlich nicht vergessen. People sleep. Ciao.